Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 – Die Wurzeln der Zivilisation, die Welt von Dschingis Khan. Es gibt 4 verschiedene Arten, wie die unterschiedlichen Gemeinschaften der menschlichen Rasse ihre Nahrung von der Erde gewinnen. Jede Methode führt zu einem einzigartigen System der sozialen Organisation mit seiner Regierung, seinen Bräuchen und seiner Lebensweise. Diese Methoden sind die folgenden. Erstens das Jagen von wilden Tieren in der Natur. Zweitens die Aufzucht von zahmen Tieren auf Weiden. Drittens das Sammeln von natürlich wachsenden Früchten und Gemüsen. Viertens der Anbau von Früchten, Getreide und anderem Gemüse auf kultiviertem Land. Mit den ersten beiden Methoden essen Menschen tierische Nahrung. Mit den letzten beiden Methoden essen Menschen pflanzliche Nahrung. Wenn wir von den gemäßigten Regionen nach Norden in Richtung der Pole ziehen, verlassen sich die Menschen mehr auf tierische Nahrung. Dies scheint der Plan der Natur zu sein. In den arktischen Regionen gibt es nur wenige Gemüsearten, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Es gibt jedoch eine Fülle von Tieren, deren Fleisch nahrhaft und für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Wenn wir von den gemäßigten Klimazonen nach Süden in Richtung Äquator ziehen, verlassen sich die Menschen immer mehr auf pflanzliche Nahrung. Auch dies scheint der Plan der Natur zu sein. In tropischen Regionen gibt es nur begrenzte Möglichkeiten für Tiere, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Es gibt jedoch eine Fülle von Früchten, Wurzeln und anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln, die nahrhaft und für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Entsprechend den Variationen in den Produkten der verschiedenen Regionen der Welt scheint es auch Variationen in den physischen Merkmalen der menschlichen Rassen zu geben, die dort leben. Die Stämme, die in Grönland und Kamtschatka leben, können ihre übliche Gesundheit und Stärke nicht aufrechterhalten, wenn sie keine tierische Nahrung zu sich nehmen. Wenn sie nur eine Ernährung aus Gemüse erhalten, werden sie schnell schwach und ungesund. Dasselbe gilt nicht für Menschen, die in tropischen Regionen Gemüse essen. Sie bleiben gesund und stark, indem sie Reis, Brotfrucht oder Bananen essen. Würden sie Fleisch von Walrossen, Robben oder Eisbären bekommen, würden sie krank werden. In den gemäßigten Regionen gibt es eine Mischung aus den beiden genannten Extremen. Viele Tiere, die Nahrung für den Menschen liefern, gedeihen hier, ebenso wie eine Vielzahl nahrhafter Früchte, Wurzeln und Samen. Die physischen Merkmale der verschiedenen Rassen, die in diesen Regionen leben, sind entsprechend angepasst. In gemäßigten Klimazonen können sich die Menschen mit einer Ernährung aus Gemüse, Fleisch oder beidem ernähren. Die Konstitution des Körpers variiert zwischen den Individuen und verändert sich im Laufe des Jahres. Einige Menschen benötigen mehr tierische Nahrung, während andere mehr Gemüse benötigen, um ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Jeder Mensch bemerkt Veränderungen an sich selbst, wenn er vom Winter in den Sommer übergeht. Im Sommer gibt es ein Verlangen nach Früchten und Gemüse, das scheinbar der Bewegung der Sonne nach Norden folgt. Umgekehrt verschiebt sich im Winter das Verlangen nach Fleisch aus den arktischen Regionen nach Süden, zusammen mit dem kalten Wetter. Wenn wir darüber nachdenken, wie verschiedene Regionen der Erde unterschiedliche Mengen an tierischer und pflanzlicher Nahrung produzieren können, erkennen wir, dass es klug und hilfreich ist, dass Menschen sich an verschiedene Klimazonen und jahreszeitliche Veränderungen anpassen können. Wenn Menschen nur Tiere oder Pflanzen essen könnten, wären viele Teile der Erde weniger bevölkert. Die Verteilung von tierischer und pflanzlicher Nahrung in verschiedenen Teilen der Welt bestimmt, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten. In den nördlichen Regionen unserer Hemisphäre, wo die Menschen in einem primitiven Zustand leben, ist das Jagen für die Nahrungsbeschaffung notwendig. Umgekehrt verlassen sich diejenigen, die in der Nähe des Äquators leben, auf wilde Früchte und Wurzeln, um zu überleben.
Wenn irgendein Stamm oder eine Rasse von Menschen in diesen Gebieten beginnt, zivilisiert zu werden, engagieren sie sich in verschiedenen Aktivitäten. In einem Fall beginnen sie damit, Tiere zu domestizieren und zu pflegen. Im anderen Fall beginnen sie damit, Samen von Pflanzen, die Nahrung produzieren, zu sparen und sie in Feldern anzubauen, die abgesperrt und privat sind. Stämme in tropischen Regionen der Welt, die teilweise zivilisiert sind, neigen dazu, Letzteres zu tun. Andererseits neigen Stämme in den nördlichen gemäßigten und arktischen Regionen dazu, Ersteres zu tun, solange die Tiere, die sie pflegen, in diesen Gebieten überleben können. Im Laufe der Geschichte war das Innere des asiatischen Kontinents die Heimat verschiedener Stämme und Nationen. Diese Gruppen haben Fortschritte in Richtung Zivilisation gemacht, obwohl sie über einen bestimmten Punkt hinaus nicht weitergekommen sind. Sie leben nicht durch das Jagen wilder Tiere wie die amerikanischen Ureinwohner in Nordamerika, sondern durch das Züchten und Grasen von domestizierten Tieren. Diese Tiere fressen Gras und Pflanzen. Da Gras und Pflanzen nur in offenen Gebieten wachsen, sind die Wälder langsam verschwunden. Seit Jahrhunderten besteht das Land aus großen, grasbewachsenen Ebenen oder grünen Hängen. Über diese Flachländer oder entlang der Flusstäler streifen die verschiedenen Stämme, die diese pastoralen Nationen bilden. Die Menschen leben in Zelten oder einfachen Hütten, die leicht beweglich sind. Sie ziehen auch ihre Herden und Schafherden zu verschiedenen Weideflächen, abhängig vom Zustand des Grases und der Verfügbarkeit von Wasser aus Quellen und Bächen. Wir können viel über das pastorale Leben, die Bräuche und die Familienstruktur aus den Geschichten im Alten Testament über Abraham und Lot lernen. Diese Geschichten beschreiben ihre Reisen mit ihren Tieren in dem Gebiet zwischen dem Euphrat und dem Mittelmeer. Sie lebten in Zelten, damit sie ihre Häuser leicht von einem Ort zum anderen bewegen konnten, während sie sich um ihre Tiere kümmerten. Ihr Reichtum kam hauptsächlich von diesen Tieren, da das Land gemeinschaftlich genutzt wurde. Manchmal, wenn zwei Gruppen, die zusammenreisten, ein fruchtbares und gut bewässertes Gebiet erreichten, wollten ihre Hirten und Anhänger darüber streiten, wer dort seine Tiere füttern darf. Dieser Streit führte oft zu einem Kampf, es sei denn, die Anführer trafen eine freundliche Vereinbarung. Das Familienoberhaupt war dafür verantwortlich, innerhalb der Familie Gesetze zu erlassen und durchzusetzen. Seine Söhne, zusammen mit ihren Frauen und seinen Enkeln, blieben über längere Zeiträume bei ihm, manchmal viele Jahre. Sie teilten seine Ressourcen, gehorchten seiner Autorität und reisten mit ihm von Ort zu Ort, zusammen mit all ihrem Vieh. Sie hatten auch viele Hirten, Diener und Anhänger, die manchmal eine große Gemeinschaft bildeten. In bestimmten Situationen, wenn es Konflikte mit anderen nomadischen Gruppen gab, konnte ein einziges Familienoberhaupt eine Streitmacht von mehreren hundert bewaffneten Männern aus seinen Familienmitgliedern zusammenstellen. Eine solche Gruppe sah beim Reisen von einem Weidegebiet zum anderen wie eine große Karawane aus. Wenn sie sich in einem Lager niederließen, bildeten die Zelte eine kleine Stadt. Wenn der Anführer einer dieser Familien starb, blieb die Gemeinschaft zusammen und ließ den ältesten Sohn zum neuen Anführer werden, anstatt sich aufzulösen. Dies war wichtig für die Verteidigung, da diese Gemeinschaften immer das Risiko hatten, mit anderen Gemeinschaften, die die gleichen Gebiete durchstreiften, in Konflikt zu geraten. Es bedeutete auch, dass eine starke und gut geführte Gruppe mit einem fähigen Anführer schwächere Gruppen anziehen würde, sich anzuschließen, oder dass sie in den Krieg ziehen und sie erobern würde, wenn es einen Grund zum Kämpfen gab. Daher wurden im Laufe der Zeit kleine Nationen gebildet, die zusammenblieben und mächtig waren, solange es fähige Anführer gab. Schließlich würden sie in ihre ursprünglichen Teile zerfallen, die sich dann auf verschiedene Weise wieder zusammenfinden würden. So begann im Wesentlichen das pastorale Leben. Im Laufe der Zeit schlossen sich die Stämme zusammen und wuchsen in der Größe. Einige Städte und Dörfer wurden gebaut, um Werkzeuge und Waffen herzustellen oder als Zwischenstopps für Händlerkarawanen, die Waren transportierten.
Diese Orte waren jedoch begrenzt und nicht sehr bedeutend. Ein einfaches und nomadisches Leben blieb das Schicksal der Mehrheit der Menschen. Diese Lebensweise, die vor Abrahams Zeit an den Ufern des Euphrats begann, verbreitete sich über Asien vom Mittelmeer bis zum Pazifik. Unter den verschiedenen Häuptlingen, die unter diesen Hirtenvölkern zur Macht aufgestiegen sind, ist wenig über sie bekannt aufgrund der Knappheit an Aufzeichnungen. Einige von ihnen erlangten Ruhm als Eroberer und gründeten große Territorien. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten ist Dschingis Khan, der die zentrale Figur in dieser Geschichte ist. Er trat mehr als 3000 Jahre nach der Zeit Abrahams auf den Plan, dem Patriarchen, der als Prototyp für Anführer seiner Art dient. 3000 Jahre sind eine lange Zeit, und in dieser Zeit wurden viele verschiedene Nationen in Zentralasien gebildet. Das Wort Tataren wird verwendet, um fast die gesamte Rasse zu beschreiben. Die Mongolen sind ein Teil dieser Gruppe, und sie erhielten ihren Namen von einem ihrer frühesten und mächtigsten Anführer, Mongol Khan. Die Kinder dieses Khans nannten sich nach ihm, so wie sich die Kinder der 12 Söhne Jakobs Israeliten oder Kinder Israels nannten, nach dem Namen Israel. Das Land, in dem die Mongolen lebten, wurde Mongolei genannt. Um sich eine typische mongolische Familie vorzustellen, denken Sie an einen kleinen, kurzen, stämmigen Mann mit langem, schwarzem Haar, einem flachen Gesicht und einem dunklen, olivfarbenen Teint. Seine Frau, obwohl ihr Gesicht nicht so flach und ihre Nase nicht so breit ist eine beeindruckende Schönheit mit ihren schwarzen und funkelnden Augen. Die Kinder sehen aus wie junge Indianer, wenn sie zwischen dem Vieh auf den Hügeln laufen und schreien. Sie spielen auch halbnackt um die Hütte herum, mit ihrem langen schwarzen Haar, das im Wind weht. Ähnlich wie alle anderen in Zentralasien verlassen sich diese Menschen hauptsächlich auf ihre Herden für Nahrung und Ressourcen. Natürlich bestanden ihre Hauptaufgaben darin, tagsüber auf ihre Tiere aufzupassen und ihre Sicherheit in der Nacht zu gewährleisten. Sie kümmerten sich auch um die Kinder und stellten Butter und Käse aus der Milch und Kleidung aus den Häuten her. Sie zogen das Vieh auf der Suche nach neuen Weiden umher, um sicherzustellen, dass ihr Vieh genug zu essen hatte. Sie führten auch Kriege gegen andere Stämme, um Streitigkeiten über Land zu lösen oder ihre Herden zu vergrößern, indem sie die Tiere ihrer Nachbarn eroberten. Die Mongolen schätzten bestimmte Tiere sehr, wie Kamele, Ochsen, Kühe, Schafe, Ziegen und Pferde. Sie waren sehr stolz auf ihre Pferde und ritten sie furchtlos. Wann immer sie in den Krieg zogen, taten sie dies immer zu Pferd. Sie benutzten Waffen wie Bögen und Pfeile, Piken oder Speere und eine Art Schwert, das in einigen westlichen Städten hergestellt und ihnen von großen Karawanen gehandelt wurde. Obwohl die meisten Menschen in ländlichen Gebieten mit ihrem Vieh lebten, gab es dennoch viele Städte und Dörfer. Diese städtischen Zentren waren jedoch nicht so zahlreich oder bedeutend wie in Ländern, in denen die Menschen auf Landwirtschaft angewiesen sind. Einige dieser Städte waren die Wohnorte der Khane und Stammesführer, andere waren Produktionsstätten oder Handelszentren, und viele von ihnen hatten schützende Wälle oder Steinmauern. Die Häuser der einfachen Leute, selbst die in den Städten, waren einfache Hütten, die leicht abgebaut und bewegt werden konnten. Die Zelte wurden durch das Anordnen von Stangen in einem Kreis auf dem Boden und das Zusammenbringen an der Spitze errichtet, wodurch eine Struktur ähnlich einem Indianerwigwam entstand. Ein Ring wurde oben auf die Stangen gelegt, um den Rauch entweichen zu lassen. Der Rahmen war mit dicken grauen Filzbahnen bedeckt, wobei die Öffnung im Inneren des Rings offen blieb. Der Filz wurde so angebracht, dass eine Ecke der Bahn wie eine Tür angehoben und abgesenkt werden konnte. Die Kanten der Bahnen wurden besonders im Winter fest zusammengebunden, um das Eindringen kalter Luft zu verhindern. Im Inneren des Zeltes, in der Mitte des Bodens, machte die Familie ein Feuer mit Stöcken, Blättern, Gras und getrocknetem Tierdung, den sie aus der Umgebung sammelten. Dies geschah, weil es in der Gegend nicht genug Holz gab.
Wenn ein Land von Tierherden beweidet wird, fehlen in der Regel Bäume, da die Tiere deren Wachstum verhindern. Infolgedessen waren die Zelte der Mongolen sehr ungemütliche Orte zum Leben. Die Zelte konnten nicht warm bleiben, da kalte Luft durch die Ritzen eindrang, trotz der Bemühungen, diese abzudichten. Ein Teil des Rauchs blieb auch im Zelt und vermischte sich mit der Luft. Dieses Problem wurde durch die Art des verwendeten Brennstoffs verschlimmert, der nur ein rauchiges Feuer und keine helle, klare Flamme wie gutes, trockenes Holz erzeugte. Die Unannehmlichkeiten dieser Hütten und Zelte wurden durch die Gewohnheit verschlimmert. Tieren, insbesondere Jungen und Schwachen, zu erlauben, ins Innere zu kommen und mit der Familie zu leben. Im Laufe der Zeit, als die Menschen wohlhabender und geschickter wurden, begannen einige der reicheren Anführer, große und schöne Häuser zu bauen, die nicht leicht auseinandergenommen und bewegt werden konnten. Also fanden sie eine Lösung. Sie setzten die Häuser auf Wagen an jeder Ecke und bewegten sie über die Ebenen, wie man einen Tisch auf seinen Rollen bewegt. Die Häuser mussten leicht und einfach zu handhaben sein. Sie waren im Wesentlichen Zelte, aus denselben Materialien hergestellt, aber stabiler und dekorativer zusammengebaut. Der Rahmen bestand aus leichten Stangen, die dauerhaft miteinander verbunden waren. Die Abdeckung, ähnlich wie bei den Zelten, bestand aus Filz. Die Bahnen wurden mit starken Nähten verbunden und mit einer Art Farbe beschichtet. Diese Farbe verschloss nicht nur alle Poren und Lücken und machte die Struktur dicht, sondern diente auch als Dekoration. Sie malten Bilder von Vögeln, Tieren und Bäumen auf die Abdeckung und schufen so einen schönen Effekt. Diese tragbaren Häuser konnten ziemlich groß sein. Laut einem Reisenden, der das Land zur Zeit von Dschingis Khan besuchte, sah er eine bewegliche Struktur, die 30 Fuß im Durchmesser maß. Sie wurde von 22 Ochsen gezogen. Das Haus war so groß, dass es 5 Fuß über die Räder auf jeder Seite hinausragte. Die Ochsen waren nicht in der Mitte der vorderen Achse befestigt. Stattdessen waren sie an den Enden der Achsenbäume befestigt, die über die Räder auf jeder Seite hinausragten. Es gab 11 Ochsen auf jeder Seite, die an den Achsenbäumen zogen. Es gab viele Treiber. Der Verantwortliche stand in der Tür des Zeltes oder Hauses und blickte nach vorne. Mit lauten Rufen und Gesten gab er den Ochsen und den anderen Männern Befehle. Die persönlichen Gegenstände des Häuptlings waren in speziell angefertigten Truhen verpackt, während das Haus selbst geleert und leichter gemacht wurde. Diese Truhen waren groß und aus Weidengeflecht oder Korbgeflecht mit Filz bedeckt wie das Haus. Die Deckel waren abgerundet, um Regen abzuhalten, und der Filz war mit einer speziellen Substanz beschichtet, um ihn wasserdicht zu machen. Diese Truhen sollten am Ende der Reise nicht geöffnet werden. Stattdessen waren sie als dauerhafte Lagerung für Utensilien, Kleidung und Vorräte gedacht. Sie waren in Reihen angeordnet, jede auf ihrem Wagen, nahe beim Zelt. Dies machte es den Dienern und Bediensteten bequem, sie bei Bedarf jederzeit zu erreichen. Das Zelt in der Mitte, mit den großen Truhen auf ihren Wagen in der Nähe, bildete ein Haus mit einem großen Raum, und alle kleinen Räume und Schränke waren daneben aufgereiht. Eine solche Anordnung ist notwendig, wenn jemand viel Mobiliar oder Gepäck hat und in einem Zelt lebt. Man möchte in der Lage sein, die gesamte Ausrüstung leicht von einem Ort zum anderen zu bewegen, ohne lange Vorbereitungszeit. Ein Zelt kann aufgrund seiner Bauweise nicht in Räume unterteilt werden oder viele Möbel oder Güter aufnehmen. Natürlich ist eine spezielle Anordnung erforderlich, um diese Art von Eigentum unterzubringen. Dies war besonders wahr für die Mongolen, die viele wohlhabende und einflussreiche Individuen hatten, die eine große Menge an beweglichem Eigentum angesammelt hatten. Es gab einen wohlhabenden Mongolen, der Berichten zufolge 200 Truhenwagen in 2 Reihen um und hinter seinem Zelt arrangiert hatte, wodurch sein Lager einem kleinen Dorf ähnelte. Die Mongolen verwendeten den gleichen Baustil sowohl für ihre Zelte als auch für ihre festen Häuser. Dieser Stil wurde sogar auf in Städten gebaute Häuser angewendet.
Die Häuser unterschieden sich nicht wesentlich von den Zelten und bestanden aus einem einzigen Raum ohne Unterteilungen. Sie waren rund wie die Zelte, aber anstelle eines spitzen Daches hatten sie ein abgerundetes, kuppelförmiges Dach. Es gab keine oberen Stockwerke oder Fenster in den Behausungen der Mongolen zur Zeit von Dschingis Khan. Diese Behausungen wurden durch die nomadische und herdenhaltende Lebensweise der Menschen beeinflusst. Man könnte erwarten, dass sie ausgezeichnete Straßen benötigen, um ihre schweren Wagen, die ihre Häuser und Habseligkeiten transportieren, zu bewegen. Dies war jedoch nicht so notwendig, wie man denken könnte, aufgrund der Beschaffenheit des Landes. Das Land bestand hauptsächlich aus weiten, grasbewachsenen Ebenen und glatten Flusstälern. In vielen Gebieten konnten Räder relativ gut in jede Richtung fahren, ohne dass umfangreiche Straßenbauarbeiten erforderlich waren. In all diesen Ländern folgen Einzelpersonen, die von einem Ort zum anderen reisen, sowie Tiergruppen, die hin und her ziehen, auf natürliche Weise denselben Routen. Mit der Zeit entstehen diese gut etablierten Pfade, ähnlich wie Kühe Pfade auf einer Weide schaffen. Diese Pfade, mit einigen kleinen Verbesserungen an bestimmten Stellen, dienen im Sommer als ausgezeichnete Straßen und werden im Winter überhaupt nicht benötigt. Die Mongolen waren, ähnlich wie die alten Juden, in Stämme unterteilt. Jeder Stamm war weiter in Familien unterteilt. In diesem Zusammenhang bezeichnete eine Familie nicht einen einzelnen Haushalt, sondern eine große Gruppe von Haushalten, die miteinander verwandt waren. Jede Verwandtengruppe hatte ihren Anführer, und der Stamm, zu dem sie gehörten, hatte ebenfalls einen Anführer. Es heißt, dass es 3 Gruppen dieser Stämme gab, die 3 Hauptdivisionen des mongolischen Volkes bildeten. Jede Division wurde von ihrem Khan regiert. Darüber hinaus gab es den Großkhan, der über alle herrschte. Eine solche Gesellschaftsstruktur ist in ländlichen Gebieten üblich, und es macht Sinn, wenn wir darüber nachdenken. In einem Land wie unserem, in dem die Menschen eine breite Palette von Interessen und Berufen haben, vermischen sich Individuen aus verschiedenen Familien auf sehr unterschiedliche Weise. Der Sohn eines Bauern aus einem Staat zieht in einen anderen Staat, wenn er erwachsen wird. Er tut dies, weil er Kaufmann oder Hersteller werden möchte, während sein Vater jemanden einstellt, um den Hof zu bewirtschaften. Dieser neue Arbeiter könnte Hunderte von Meilen gereist sein, um eine Arbeit in der Landwirtschaft zu finden. Daher könnten die Nachkommen eines amerikanischen Paares nach ein paar Jahren im ganzen Land und sogar in der Welt verstreut sein. Diese Zerstreuung ist das Ergebnis der verschiedenen Berufe und Interessen der Individuen in unserem vielfältigen Land. In einer Gesellschaft, die sich ausschließlich auf die Landwirtschaft konzentriert, wäre diese Situation jedoch anders. Junge Männer, die heranwachsen, haben normalerweise keinen Grund, ihr Zuhause zu verlassen. Sie bleiben bei ihren Eltern und Verwandten, teilen die Verantwortung für die Pflege der Tiere und arbeiten gemeinsam an Angelegenheiten, die alle betreffen. So entstehen in pastoralen Gebieten große Familiengruppen, die als Stämme oder Clans bekannt sind. Diese Gruppen sind die Bausteine der sozialen und politischen Struktur der Gemeinschaft. Im Kriegsfall stellte jeder Stamm der Mongolen eine bestimmte Anzahl von Soldaten bereit, basierend auf ihrer Bevölkerung und Macht. Diese Soldaten kämpften, wie bereits erwähnt, immer zu Pferd, und der Anblick dieser Truppen, die in Gruppen über die Ebenen galoppierten, war oft beeindruckend. Der Aufprall ihres Angriffs, wenn sie auf diese Weise auf den Feind zustürmten, war erheblich. Sie waren mit Bögen und Pfeilen sowie mit Schwertern bewaffnet. Als sie sich dem Feind näherten, schossen sie viele Pfeile auf ihn, während sie schnell ritten. Dann legten sie ihre Bögen weg und zogen ihre Schwerter. Sie waren bereit, jeden, der sich ihnen widersetzte, mit kraftvollen und tödlichen Schlägen anzugreifen, sobald sie den Feind erreichten. Wenn sie wegen eines stärkeren Feindes zum Rückzug gezwungen wurden, ritten sie schnell über die Ebenen. Gleichzeitig drehten sie sich im Sattel um und schossen Pfeile auf ihre Verfolger mit großer Genauigkeit, als ob sie still stünden. Während des Rückzugs kontrollierte der Soldat sein Pferd mit seiner Stimme und dem Druck seiner Fersen,
sodass er mit beiden Armen frei gegen seine Verfolger kämpfen konnte. Diese Pfeile waren laut Legende sehr mächtige Waffen. Ein Reisender aus jener Zeit behauptet, dass sie mit genug Kraft geschossen werden konnten, um den Körper einer Person vollständig zu durchdringen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Bogen und Pfeil von der Stärke der Person abhängt, die den Bogen benutzt, und nicht von einer separaten Aktion des Bogens selbst. Wenn der Bogen gespannt wird, um den Pfeil zu schießen, nutzt er nur die Kraft, die ihm von der Person gegeben wird, die ihn biegt. Die eigentliche Kraft, die den Pfeil antreibt, ist also die Stärke der Muskeln des Bogenschützen. Tatsächlich sind die Qualität des Bogens und die Geschicklichkeit der Person, die ihn benutzt, wichtig, um die Muskelkraft effektiv zu machen. Wenn der Bogen schlecht ist oder die Person ungeschickt ist, würde viel von der Kraft verschwendet werden. Aber selbst mit dem besten Bogen und dem geschicktesten Bogenschützen ist es letztlich die Stärke des Arms des Bogenschützen, die den Pfeil schleudert. Dies ist sehr unterschiedlich zu einer Kugel, die durch Schießpulver aus einem Gewehrlauf angetrieben wird. Die Kraft in diesem Fall ist die explosive Kraft des Pulvers und die Kugel wird über die gleiche Distanz geschossen, unabhängig davon, ob eine schwache oder eine starke Person den Abzug betätigt. Aber zurück zu den Mongolen. Alle Informationen über den Zustand des Volkes vor Dschingis Khan stammen aus Berichten von Reisenden. Diese Reisenden waren entweder Kaufleute oder Botschafter von Kalifen oder Königen. Sie unternahmen lange Reisen in entfernte Regionen und schrieben über ihre Abenteuer und was sie sahen. Diese Schriften wurden von gelehrten Männern im Osten aufbewahrt. Es ist ungewiss, wie sehr wir diesen Berichten vertrauen können. Einer der Reisenden, ein kenntnisreicher Mann namens Salam, wurde auf Befehl von Kalif Mohammed Amin Billah vor der Zeit Dschingis Khans auf eine Reise tief nach Asien geschickt. Salam erwähnt, dass seine Mission die Erforschung und Untersuchung der beiden bekannten Nationen Gog und Magog oder, wie er sie nennt, Jagog und Magog, umfasste. Die Geschichte, die von arabischen Schriftstellern über diese beiden Nationen erzählt wurde und weithin geglaubt wurde, war, dass die Menschen von Jagog von normaler Größe waren, während die von Magog nur etwa 2 Fuß groß waren. Diese Menschen führten Krieg gegen benachbarte Nationen und zerstörten viele Städte und Dörfer, wurden aber schließlich besiegt und eingesperrt. Salam, der Reisende, wurde vom Kalifen entsandt, um die Wahrheit der Berichte zu bestätigen, die er gehört hatte. Er führte eine Karawane von 50 Männern und Kamelen, beladen mit Vorräten für 1 Jahr. Salam war lange unterwegs. Als er zurückkehrte, teilte er seine Reiseerlebnisse. Er bestätigte, dass die Berichte über Gog und Magog tatsächlich wahr waren. Salam setzte seine Reise fort und zog von einem Häuptlingsgebiet zum nächsten, bis er das Kaspische Meer erreichte. Dann reiste er weitere 30 oder 40 Tage über das Meer hinaus. In einem Gebiet stieß die Gruppe auf ein Stück dunkles, übel riechendes Land, das einen sehr unangenehmen Geruch verströmte. Sie mussten während der gesamten Reise Parfüm verwenden, um die üblen Gerüche zu überdecken. Es dauerte 10 Tage, um dieses stinkende Gebiet zu durchqueren. Danach reisten sie einen weiteren Monat durch ein ödes Land. Schließlich erreichten sie ein fruchtbares Land, das mit den Überresten von Städten gefüllt war, die von den Menschen von Gog und Magog zerstört worden waren. Nach weiteren 6 Tagen erreichten sie das Land der Nation, die die Menschen von Gog und Magog erobert und eingesperrt hatte. Hier entdeckten sie viele robuste Burgen. Es gab auch eine große Stadt mit Tempeln, Akademien und der Residenz des Königs. Die Reisenden blieben eine Weile in dieser Stadt und unternahmen einen 2-tägigen Ausflug aufs Land, um den Ort zu sehen, an dem die Menschen von Gog und Magog eingesperrt waren. Als sie den Ort erreichten, fanden sie einen hohen Berg. Es gab eine große Öffnung im Gesicht dieses Berges, etwa 200 oder 300 Fuß breit. Die Öffnung war auf jeder Seite durch riesige Strebepfeiler geschützt.
Zwischen den Strebepfeilern gab es ein sehr großes Doppeltor, das vollständig aus Eisen bestand. Die Strebepfeiler hatten oben ein eisernes Bollwerk sowie hohe eiserne Türme, die bis zur Spitze des Berges reichten. Die Tore waren so breit wie die Öffnung im Berg und 70,5 Fuß hoch. Die Ventile, Sturz, Schwelle, Bolzen, Schloss und Schlüssel waren alle proportional groß. Als Salam an dem Ort ankam, sah er diese erstaunlichen Strukturen aus erster Hand. Die Menschen dort erzählten ihm, dass es der Brauch des Gouverneurs war, jeden Freitag mit 10 anderen auf einem Pferd zum Tor zu kommen und den großen Riegel 3-mal mit einem schweren Hammer zu schlagen, der 5 Pfund wog. Dies führte zu einem murmelnden Geräusch von innen, das die Stöhnen der in dem Berg gefangenen Jagog- und Magog-Menschen waren. In der Tat wurde Salam informiert, dass die armen Gefangenen häufig auf den Zinnen oben erschienen. Seiner Meinung nach war die tatsächliche Existenz dieser Menschen vollständig bewiesen. Darüber hinaus wurde der Bericht über die geringe Größe der Magogs bestätigt. Salam wurde gesagt, dass während eines starken Windes 3 von ihnen von den Zinnen auf den Boden geweht wurden. Als sie gemessen wurden, stellte sich heraus, dass sie nur 3 Spannen hoch waren. Dies ist ein Beispiel für die Geschichten, die von den kenntnisreichsten und geschicktesten Reisenden jener Zeit aus fernen Ländern mitgebracht wurden. Kapitel 2: Die Geburt eines Kriegers und seine Schlachten. Der Weg von Temujin zum Eroberer. Der Name des Vaters von Dschingis Khan ist ein Wort, das im Englischen nicht genau ausgesprochen werden kann. Er klang ungefähr so: Yedzonkay Behad. Der Name, so wie er vom mongolischen Volk ausgesprochen wurde, kann weder in englischen Buchstaben geschrieben noch mit englischen Lauten gesprochen werden. Tatsächlich sind die Laute und die Buchstaben, die verwendet werden, um diese Laute darzustellen, in Sprachen, die so völlig verschieden voneinander sind, wie die mongolische Sprache und unsere, auch unterschiedlich. Einige der Laute unterscheiden sich sehr von allen Lauten, die wir im Englischen haben. Es ist unmöglich, sie mit englischen Zeichen zu schreiben, ebenso wie es unmöglich ist, den Laut zu schreiben, den ein Mann von sich gibt, wenn er sein Pferd oder seinen Hund anlockt oder wenn er pfeift. Manchmal verwenden Schriftsteller das Wort wow, um das Pfeifen darzustellen. Wenn wir das Wort wiu in einem Dialog sehen, verstehen wir, dass jemand gepfiffen hat. Aber das gesprochene Wort wiu klingt ganz anders als das eigentliche Pfeifen, das es darstellt. In allen asiatischen Sprachen gibt es viele Laute, die nicht durch die Buchstaben europäischer Sprachen dargestellt werden können. Beim Versuch, diese Laute zu schreiben, verwenden verschiedene Schriftsteller unterschiedliche Methoden. Zum Beispiel wurde der Vorname von Dschingis Khans Vater als Yezonkay, Yesukai, Yesuki, Yesugi, Bisukai, Bisukai, Pisukai und auf mehrere andere Arten geschrieben. Yezonkay war ein mächtiger Herrscher, und es wurde geglaubt, dass er direkt von einer Gottheit abstammte, wie für 10 Generationen behauptet. In diesen Ländern und Zeiten war es üblich, dass Monarchen ihre Abstammung auf eine göttliche Herkunft zurückführten, um ihren Anspruch auf den Thron zu stärken. Yezonkay lebte in einem prächtigen Palast auf dem Land, bekannt als Diloneldak. Von seiner Hauptstadt aus führte er mongolische Horden auf kriegerische Expeditionen in benachbarte Länder und kämpfte über verschiedene Streitigkeiten. Als geschickter Befehlshaber mit erheblichem Einfluss überzeugte er andere Khane, Truppen aus ihren Stämmen beizusteuern, was zu vielen Siegen führte. Dies ermöglichte es ihm, sein Reich während seines Lebens erheblich zu erweitern und bereitete den Weg für die zukünftigen Errungenschaften seines Sohnes. Der nördliche Teil Chinas war völlig getrennt vom südlichen Teil und hatte eine eigene Regierung. Es war ein völlig anderes Land namens Katai. Dieses Land wurde von einem Führer namens Khan von Katai regiert. Dieser Herrscher war äußerst eifersüchtig auf Yezonkays zunehmende Autorität und widersetzte sich ihm aktiv in all seinen Konflikten mit benachbarten Stämmen.
Sie unterstützten diese Stämme in ihren Bemühungen, Yezonkais Einfluss zu widerstehen. Jedoch war er erfolglos. Yezonkai erwies sich als zu mächtig für sie und setzte seine Herrschaftsausdehnung umfangreich fort. Schließlich, indem er vorgab, sich von ihnen beleidigt zu fühlen, griff Yezonkai einen starken Stamm von Tataren in der Nähe an. Er führte eine große Gruppe mongolischer Soldaten an und begann, deren Vieh zu erbeuten und mitzunehmen. Der Anführer dieses Stammes hieß Temujin. Temujin sammelte schnell seine Truppen und stellte sich den Eindringlingen entgegen. Eine große Schlacht fand statt, und Yezonkai ging als Sieger hervor. Temujin wurde besiegt und musste fliehen. Nach der Schlacht schlug Yezonkai am Fluss Amur, in der Nähe eines Berges, ein Lager auf. Er hatte seine ganze Familie bei sich, da es üblich war, dass der Anführer nicht nur seinen Haushalt, sondern auch eine beträchtliche Menge an Habseligkeiten auf diese Expedition mitnahm. Yezonkai hatte viele Frauen. Gleich nach der Schlacht gebar eine seiner Frauen, namens Olan Aika, einen Jungen. Yezonkai, noch begeistert von der Schlacht, entschied sich, seinen Sieg zu ehren, indem er seinen Sohn nach dem besiegten Feind benannte. So nannte er ihn Temujin. Temujin wurde um das Jahr 1163 geboren. Dies waren die Umstände der Geburt unseres Helden. Er wurde Temujin genannt und später in Asien als Chingis Khan bekannt. In seiner frühen Kindheit wurde er immer bei dem Namen genannt, den ihm sein Vater gab, als er in einem Zelt am Fluss geboren wurde. Unter den anderen wichtigen Personen in Yezonkais Gruppe gab es einen alten Astrologen namens Sugujin. Er war ein Verwandter von Yezonkai und diente als dessen Hauptminister. Mit seiner astrologischen Expertise sagte er eine bemerkenswerte Zukunft für das Kind voraus. Laut dem Astrologen würde das Kind zu einem großen Krieger heranwachsen, alle seine Feinde besiegen und seine Herrschaft ausdehnen, um der Khan von ganz Tatarei zu werden. Die Eltern des jungen Temujin waren sehr glücklich über diese Vorhersagen. Nachdem der Astrologe verstorben war, wurde sein Sohn Karacher als Vormund und Lehrer des Jungen ausgewählt. Sie glaubten, dass Karacher dem jungen Prinzen die notwendige Ausbildung geben würde, um das große Schicksal zu erfüllen, das sein Vater vorhergesagt hatte. Es ist erstaunlich, dass diese Vorhersagen bei der Geburt von Chingis Khan gemacht wurden, da sie später vollständig verwirklicht wurden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass ähnliche Vorhersagen von Größe und Ruhm oft von den Astrologen und Wahrsagern an den Höfen junger Prinzen gemacht wurden. Diese Versprechungen waren für die Eltern sehr erfreulich und machten diejenigen, die sie machten, sehr beliebt. Wenn die Versprechungen erfüllt wurden, galten sie als erstaunlich und wurden in Erinnerung behalten. Wenn nicht, wurden sie vergessen. Karacher, der Sohn des Astrologen, der als junger Temujins Lehrer ausgewählt worden war, übernahm die Verantwortung für seine Erziehung. Karacher war ein hochqualifizierter und kenntnisreicher Mann, angesichts der Umstände des Landes und seiner Leute. Er lehrte Temujin die Namen der verschiedenen Stämme in den umliegenden Ländern und die Namen ihrer Anführer. Er teilte auch alle Informationen, die er über die Länder selbst hatte, einschließlich Details über die Berge, Seen, Flüsse und die weiten Wüsten, die manchmal die fruchtbaren Regionen voneinander trennten. Er brachte ihm auch das Reiten bei und trainierte ihn in verschiedenen athletischen Übungen, die junge Leute in jener Zeit machten. Er gab Anweisungen im Umgang mit Waffen, lehrte ihn Bogenschießen und wie man ein Schwert sowohl zu Pferd als auch zu Fuß hält und benutzt. Er lehrte ihn, wie man Pfeile in jede Richtung schießt, während man ein Pferd in schneller Geschwindigkeit reitet, sowohl von vorne als auch von hinten und zu den rechten und linken Seiten. Dies erforderte viel Übung, Mut und Geistesgegenwart, um es ruhig, geschickt und genau zu tun. Der junge Temujin ging mit Begeisterung an diese Aktivitäten heran. Er verlor schnell das Interesse an allem anderen, bis zu dem Punkt, dass man sagte, dass er sich im Alter von 9 Jahren ausschließlich auf das Waffentraining konzentrierte.
Im Alter von 9 Jahren war es jedoch anders für ihn im Vergleich zu einem jungen Mann in unserer Gesellschaft. Dies liegt daran, dass Asiaten früher reifen als Menschen aus Westeuropa und Amerika. Als Temujin 13 Jahre alt war, sah sein Vater ihn als Mann und erlaubte ihm zu heiraten. Laut Historikern war er tatsächlich verheiratet und hatte 2 Kinder, bevor er 15 Jahre alt wurde, wenn die Informationen, die wir über ihn haben, genau sind. Kurz bevor Temujin 13 Jahre alt wurde, verlor sein Vater eine Schlacht während eines Feldzuges in Katai. Während viele seiner Anhänger entkommen konnten, wurde sein Vater von den Reitern des Feindes umzingelt und gefangen genommen. Er wurde als Gefangener genommen und unter Bewachung gestellt. Da die Menschen in dieser Region größtenteils zu Pferd und in Zelten lebten, gab es nur wenige Gefängnisse. Yezonkai folgte dem Lager des Eroberers eine Weile mit seiner Wache. Schließlich gelang es ihm, seinen Wächter zu bestechen und zu entkommen. Er stellte sich vielen Herausforderungen und Entbehrungen, fand aber schließlich den Weg zurück in sein eigenes Land. Er beschloss, Katai erneut anzugreifen, diesmal jedoch mit einer größeren Armee. Um diesen Plan zu stärken, verbündete er sich mit dem Anführer eines nahegelegenen Stammes, den Naimans. Als Symbol ihres Bündnisses arrangierte er, dass sein Sohn die Tochter seines Verbündeten heiratete. Zu dieser Zeit war Temujin erst 13 Jahre alt. Der Name seiner ersten Frau war Karisu, oder zumindest war das einer ihrer Namen. Der Name ihres Vaters war Taiyan. Bevor Yezonkai die Chance hatte, seine Pläne für die neue Invasion in Katai abzuschließen, wurde er krank und verstarb. Berichten zufolge hatte er 5 Söhne und eine Tochter. Temujin schien jedoch der älteste von ihnen zu sein, da sein Vater ihm in seinem Testament sein Königreich hinterließ. Es sollte beachtet werden, dass sich dieses Königreich auf die Gruppe von Stämmen bezog, die unter seiner Kontrolle standen. Trotz seines Alters von nur 13 Jahren übernahm Temujin diese Führungsposition. In den mongolischen und tatarischen Sprachen wurde eine Gruppe von Stämmen, die von einem Anführer geführt wurden, als Orda bezeichnet, was vermutlich der Ursprung des englischen Wortes Horde ist. Yezonkai regierte über eine Orda, die er Beai seinem Tod an seinen Sohn weitergab. Diese Orda bestand aus vielen einzelnen Stämmen, jeder mit seinem Häuptling. Alle diese unteren Häuptlinge waren froh, unter Yezonkais Herrschaft und Führung zu stehen, solange er lebte. Sie glaubten, dass er in der Lage war, ihre Handlungen zu lenken und sie in Schlachten gegen ihre Feinde zu führen. Als er jedoch starb und einen 13-jährigen Jungen als Nachfolger hinterließ, waren einige von ihnen geneigt zu revoltieren. Es gab 2 Personen, die insbesondere glaubten, dass sie besser geeignet wären, die Nation zu regieren, als ein junger Junge. Sie schlossen sich zusammen und verbündeten sich mit anderen Stämmen, die bereit waren, sich ihnen anzuschließen. Gemeinsam marschierten sie mit einer großen Armee von 30.000 Soldaten auf Temujin zu. Die Rebellion wurde von Taichot und Chamuka angeführt. Der junge Temujin verließ sich stark auf seine Mutter für Anleitung und Richtung in dieser kritischen Zeit. Obwohl Temujin selbst mutig und energisch war, waren diese Eigenschaften, obwohl sie für einen Kommandanten während der eigentlichen Schlacht entscheidend waren, nicht die primären Qualitäten, die für die notwendigen Vorbereitungen benötigt wurden. Dementsprechend überließ Temujin seiner Mutter die Planung, während er sich auf seine Pferde, Waffen und die Aufregung konzentrierte, die er beim Angriff in die Schlacht empfinden würde. Seine Mutter, zusammen mit den Hauptoffizieren der Armee und den Staatsräten, die vertrauenswürdigsten Berater ihres verstorbenen Mannes Yezonkai waren, trafen alle Vorkehrungen. Sie schickten Boten zu den Anführern der Stämme, von denen sie glaubten, dass sie Temujin unterstützen würden. Sie bestimmten auch Treffpunkte für die Truppen, die sie schicken wollten. Sie organisierten die notwendigen Lebensmittelvorräte, bestimmten die Rangordnung unter den verschiedenen Clans, koordinierten die Marschordnung und kümmerten sich um alle anderen wesentlichen Angelegenheiten.
In der Zwischenzeit konzentrierte sich Temujin nur auf die bevorstehende Schlacht. Er ritt ständig auf energischen Pferden und schoss in alle Richtungen mit seinem Bogen und Pfeil, sowohl nach hinten als auch nach vorne, sowie nach rechts und links. Diese Zurschaustellung von Enthusiasmus war nicht nur zum Schein, sondern inspirierte die Häuptlinge und Truppen sehr, die gleiche Leidenschaft zu empfinden. Sie waren stolz auf den Mut und die Begeisterung, die ihr junger Prinz zeigte. Sie waren entschlossen, alles zu tun, um ihn zu unterstützen. Ein weiterer junger Prinz namens Porgy, der ungefähr im gleichen Alter wie Temujin war, hatte ebenfalls einen starken Drang zu kämpfen. Er war der Anführer eines der Stämme, die Temujin treu geblieben waren, und er war genauso eifrig wie Temujin, die Schlacht zu beginnen. Schließlich waren die Soldaten bereit. Mit Temujin und seiner Mutter an der Spitze marschierten sie los, um sich den Rebellen zu stellen. Die Rebellen waren bereit, ihnen entgegenzutreten, mit einer gemeldeten Stärke von 30.000. Diese Zahl ist wahrscheinlich übertrieben, da Zahlen zu jener Zeit oft aufgeblasen wurden, als es keine formale Registrierung der Truppen oder genaue Zählmethoden gab. In jedem Fall kam es zu einer gewaltigen Schlacht. Große Gruppen von Reitern, die mit voller Geschwindigkeit aus entgegengesetzten Richtungen angriffen, schossen Pfeile aufeinander, als sie die richtige Distanz erreicht hatten, damit die Pfeile eine Wirkung erzielen konnten. Dann ließen sie ihre Bögen fallen, zogen ihre Schwerter und prallten heftig mit einem erschreckenden Aufprall zusammen. Das Chaos dieses Zusammenstoßes kann nicht angemessen beschrieben werden. Die Luft war erfüllt von lauten Schreien, einem Mix aus Wut, Schmerz und Sieg. Einige Truppen hielten ihre Position und stürmten weiter nach vorne, überwältigten ihre Gegner. Andere wurden niedergeschlagen und niedergetrampelt, während alle Soldaten, ob stehend oder gefallen, ihre Schwerter in alle Richtungen schwangen, Feinde töteten und ihre Pferde antrieben, trotz ihrer Verletzungen noch härter zu kämpfen. Inmitten dieser Szenen kämpften Temujin und Porgy heftig mit den anderen. Temujin machte seine Sache sehr gut. Diejenigen, die in seiner Nähe waren, fühlten sich wahrscheinlich verantwortlich dafür, ihn vor Gefahren zu schützen. Dies war damals leichter zu tun, als der Kampfstil eine engere Verteidigung ermöglichte. Temujins Begleiter und Anhänger konnten sich um ihn scharen und ihn vor Angreifern verteidigen. Sie konnten verhindern, dass er irgendeine Truppe angriff, die stark genug sein könnte, ihn zu besiegen. Außerdem konnten sie seine Feinde fernhalten, sodass sie ihn nicht mit ihren Schwertern verletzen konnten. Auf einem modernen Schlachtfeld hingegen gibt es weniger Möglichkeiten, jemanden wie einen jungen Prinzen, einen Generalssohn oder jede andere wichtige Person, deren Leben als äußerst wertvoll angesehen wird, zu schützen. Keine Vorsichtsmaßnahmen seiner Begleiter können eine Bombe daran hindern, vor seinen Füßen zu explodieren, oder ihn vor Gewehrkugeln schützen, die aus großer Entfernung durch die Luft fliegen. Unabhängig davon, ob er durch seine Begleiter geschützt wird oder nur durch Glück, übersteht Temujin die Schlacht unverletzt. Sein Mut und seine Entschlossenheit wurden von allen, die sie sahen, hoch gelobt. Auch seine Mutter nahm an der Schlacht teil, obwohl sie möglicherweise nicht persönlich an den eigentlichen Kämpfen beteiligt war. Sie leitete jedoch die Manöver und ermutigte und motivierte die Männer stark durch ihre Anwesenheit und Aktivität. Durch ihre Anwesenheit und den außergewöhnlichen Enthusiasmus und Mut von Temujin gewannen sie die Schlacht. Die Armee des Feindes wurde besiegt. Einer ihrer Anführer, Taikot, wurde getötet. Der andere Anführer konnte entkommen, und so blieben Temujin und seine Mutter im Besitz des Schlachtfeldes. Nach der Demonstration von solchem Mut und solcher Effektivität in der Schlacht wurde Temujin nicht mehr als Junge, sondern als Mann unter Männern angesehen. Die gesamte Armee erkannte ihn als ihren Prinzen und Herrscher an und erkannte seine Fähigkeit zu führen, unabhängig von seinem Alter. Er handelte selbstbewusst und ruhig, wenn er seine Kräfte einsetzte, als ob er sie schon lange benutzen würde.
Er sprach zu seinen Offizieren und Soldaten und verlieh ihnen majestätisch und würdevoll Ehren und Belohnungen, wobei er zeigte, dass er eine große Seele hatte. Die Belohnungen und Ehren waren Teil der Traditionen und Bräuche des Landes und der Zeit. Sie umfassten Pferde, Waffen, feine Kleidung und persönliche Verzierungen. Natürlich waren dies unter den Menschen, die immer zu Pferde lebten, die am meisten geschätzten Dinge. Das Ergebnis dieses Sieges war, dass fast das gesamte von den Rebellen kontrollierte Land ohne weiteren Widerstand Temujins Herrschaft übergeben wurde. Andere Stämme, die an den Grenzen seines Territoriums lebten, kamen auf ihn zu, um Bündnisverträge vorzuschlagen. Der Anführer eines dieser Stämme bat Temujin, seine Schwester zu heiraten, um das Bündnis zu festigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachricht von Temujins Stärke nach der Schlacht schnell in die Nachbarländer verbreitet wurde. Infolgedessen begannen die Menschen, den Erfolg und die Größe seiner Herrschaft zu erwarten. Im folgenden Jahr heiratete Temujin seine zweite Frau, als er erst 14 Jahre alt war. Ihr Name war Purta Kugin. Sie hatten zusammen eine Tochter, die vor Ende desselben Jahres geboren wurde. Beim Reisen durch das Land nahm Temujin gelegentlich seine Frauen mit, aber manchmal ließ er sie vorübergehend an einem Ort zurück, den er für sicher hielt. Gegen Ende des zweiten Jahres sollte Purta Kugin erneut ein Baby bekommen. Temujin, der auf einen Militäreinsatz gehen musste, machte sich Sorgen, dass die körperliche Belastung und die Strapazen zu viel für sie sein könnten. Also beschloss er, sie zu Hause zu lassen. Während er weg war, kam eine Gruppe feindlicher Reiter eines anderen Stammes in die Gegend, um zu stehlen und Schaden anzurichten. Sie besiegten die Soldaten, die Temujin zum Schutz der Gegend zurückgelassen hatte, und nahmen alles Wertvolle, was sie finden konnten. Sie ergriffen auch Purta und nahmen sie als Gefangene. Sie teilten die gestohlenen Gegenstände unter sich auf, entschieden sich jedoch, Purta als Geschenk an einen nahegelegenen Herrscher zu schicken, in der Hoffnung, seine Gunst zu gewinnen. Der Name des Häuptlings war Wang Khan. Dieser Wang Khan spielte eine bedeutende Rolle in der späteren Geschichte von Temujin, und eine detaillierte Darstellung von ihm wird im nächsten Kapitel gegeben. Für den Moment ist es wichtig zu wissen, dass Purta ihm als Geschenk geschickt wurde, um seine Frau zu werden. Es war üblich für diese Khane, so viele Frauen wie möglich zu haben. Wenn sie hochrangige Gefangene im Krieg machten, schickten sie junge und schöne Frauen als Geschenke an nahegelegene Fürsten oder Potentaten, um ihnen zu gefallen. In diesen Fällen spielte es keine Rolle, ob die Person, die das Geschenk erhielt, jung oder alt war. Manchmal galt: je älter jemand war, desto mehr schätzte er ein solches Geschenk. Wang Khan war zufällig alt. Er war alt genug, um Temujins Vater zu sein. Er pflegte, Temujin als seinen Sohn zu bezeichnen. Jahre zuvor, als Temujin noch ein Junge war, verbündete sich Wang Khan mit Ye-Sonkai, Temujins Vater. Während dieser Zeit begann Wang Khan, Temujin als seinen Sohn zu bezeichnen. Als Purta von den Boten, die geschickt worden waren, um sie zu holen, zu ihm gebracht und in seinem Zelt vorgestellt wurde, sagte Wang Khan: »Sie ist sehr schön, aber ich kann sie nicht als meine Frau nehmen, denn sie ist die Frau meines Sohnes. Ich kann nicht die Frau meines Sohnes heiraten.« Wang Khan kümmerte sich jedoch um Purta und gab ihr einen Platz in seinem Haushalt. Als Temujin von seiner Reise zurückkam und erfuhr, was während seiner Abwesenheit passiert war, war er sehr traurig über den Verlust seiner Frau. Kurz darauf fand er ihren Aufenthaltsort heraus und schickte sofort eine Delegation zu Wang Khan mit der Bitte, sie nach Hause zu schicken. Wang Khan stimmte sofort zu und Purta begann ihre Reise zurück. Sie mussten jedoch unterwegs eine Pause einlegen, weil ihr Sohn geboren wurde. Ohne Verzögerung beschlossen sie, die Reise fortzusetzen, da die Gefahr bestand, auf neue Feinde zu stoßen, wenn sie verweilten, was dazu führen könnte, dass Purta erneut gefangen genommen wird. Laut Legende schützte Purta die empfindlichen Glieder des Babys, indem sie in eine Paste oder Teig wickelte
um die Erschütterungen des rauen Karrens, in dem sie fahren musste, abzufedern. Sie hielt das Baby während der gesamten Reise auf ihrem Schoß und kam sicher im Haus ihres Mannes an. Temujin war überglücklich, sie wiederzusehen und erfreut, ihren kleinen Sohn unversehrt von der Reise vorzufinden. Um seine sichere Ankunft nach einer seltsamen und gefährlichen Reise zu feiern, nannte sein Vater ihn Safe Arrived, was in ihrer Sprache Yugi bedeutet. Temujins Karriere begann gut und alles schien vielversprechend. Er war ehrgeizig und hoffnungsvoll und begann, mit dem Reich, das ihm sein Vater hinterlassen hatte, unzufrieden zu sein und machte Pläne, es zu erweitern. Er hatte einen Traum, in dem seine Arme sehr lang wurden und er in jeder Hand ein Schwert hielt. Er streckte seine Arme aus, um zu sehen, wie weit sie reichen würden, wobei einer nach Osten und der andere nach Westen zeigte. Am Morgen erzählte er seiner Mutter von seinem Traum. Sie erklärte ihm, dass dies bedeutete, dass er ein großer Eroberer werden sollte und sein Königreich sich nach Osten und Westen ausdehnen würde. Nach einer Erfolgsperiode von etwa 2 Jahren begann Temujins Glück zu schwinden. Einige der Stämme unter seiner Herrschaft wurden unzufrieden und die untergeordneten Khane begannen, gegen ihn zu intrigieren. Sogar sein eigener Stamm wandte sich gegen ihn. In verschiedenen Teilen seiner Gebiete brachen Rebellionen aus, die ihn zwangen, schnell auf Expeditionen zu gehen und viele heftige Schlachten zu führen, um sie niederzuschlagen. Schließlich wurde er während eines dieser Konflikte gefangen genommen. Er konnte jedoch entkommen. Er machte dann den wütenden Khanen Angebote in der Hoffnung, sie zu besänftigen und sie zu überzeugen, sich erneut seiner Autorität zu unterwerfen. Diese Angebote enthielten die meisten der Zugeständnisse, die sie gefordert hatten. Leider machten die Angebote sie nicht glücklich. Was sie wirklich wollten, war, Temujin vollständig von der Macht zu entfernen. Sie planten entweder, seine Territorien unter sich aufzuteilen oder einen von ihnen an seiner Stelle zu wählen. Schließlich erkannte Temujin, dass er mit seinen Feinden keinen Frieden schließen konnte. Er sah auch, dass seine Feinde jeden Tag stärker wurden, während seine Unterstützer immer weniger und schwächer wurden. Dies ließ ihn die Hoffnung verlieren. Er begann zu denken, dass er vielleicht zu jung war, um über ein Königreich zu herrschen, das aus wandernden Gruppen von wilden und ungezähmten Männern bestand. Er beschloss, vorerst aufzugeben und zu warten, bis sich die Dinge änderten oder zumindest bis er etwas älter wurde. Dementsprechend erarbeitete er zusammen mit seiner Mutter einen Plan, sich vorübergehend aus der Situation zurückzuziehen. Es ist möglich, dass seine Mutter den Plan erdachte und ihn überzeugte, mitzumachen. Der Plan war folgender: Temujin würde einen Botschafter an Wang Khans Hof senden, um Schutz und Zuflucht in Wang Khans Gebiet zu erbitten, bis sich die Lage in seinem Königreich beruhigt hatte. Wenn Wang Khan diesem Vorschlag zustimmt, würde Temujin seinen Onkel als Regenten ernennen, während er abwesend ist. Seine Mutter heiratete auch einen Emir namens Menglik, der unter dem Regenten Premierminister werden und höhere Autorität haben würde als andere Prinzen oder Khane im Königreich. Der Regent und der Minister würden das Königreich regieren, bis es als angemessen erachtet wird, dass Temujin zurückkehrt. Dieser Plan wurde umgesetzt. Wang Khan stimmte zu, Temujin in seinen Gebieten willkommen zu heißen und ihm Schutz zu gewähren. Er war bereit, dies wegen der Freundschaft zu tun, die er mit Temujins Vater hatte. Temujins Mutter heiratete den Emir, und der Emir wurde der erste Prinz des Königreichs. Schließlich wurde Temujins Onkel zum Regenten ernannt und erhielt die Autorität, das Land zu regieren, bis Temujin zurückkehrte. Mit allem, was geregelt war, begab sich Temujin auf eine Reise in das Land von Wang Khan mit einer bewaffneten Eskorte von 6000 Mann, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Er brachte seine gesamte Familie sowie eine große Gruppe von Dienern und Gefolgsleuten mit. Einer von ihnen war sein ehemaliger Lehrer und Wächter Karacher, der von seinem Vater ausgewählt worden war, um sich um ihn zu kümmern und ihm während seiner Kindheit Bildung und Anleitung zu geben.
Mit solch starkem Schutz wurde Temujins Gruppe während ihrer Reise nicht belästigt, und sie erreichten alle sicher den Hof von Wang Khan. Kapitel 3 – Vom Flüchtling zum Herrscher – Dschingis Khans Kampf ums Überleben. Das von Wang Khan regierte Land hieß Karakatay. Es grenzte an das Land Katai, das zuvor als der nördliche Teil des heutigen China erwähnt wurde. Karakatay wurde als Teil desselben allgemeinen Distrikts des Landes betrachtet. Es war der von Tataren bewohnte Teil von Katai. Wang Khan hieß ursprünglich Togrul. Der Name Wang Khan, der ein Titel und kein Name war, wurde ihm später verliehen, als er sehr mächtig wurde. Um Verwirrung zu vermeiden, werden wir durchgehend den Namen Wang Khan verwenden. Wang Khan stammte aus einer starken Linie von Khans, die Karakatay über viele Generationen hinweg regierten. Diese Khans waren eine Gruppe wilder und gesetzloser Männer, die ständig untereinander um Macht und gestohlene Tiere kämpften. Infolgedessen traten häufig brutale und gewalttätige Kriege zwischen engen Familienmitgliedern auf. Wang Khans Großvater namens Mergus wurde während eines dieser Kämpfe von einem anderen Khan gefangen genommen. Trotz ihrer Verwandtschaft war der andere Khan äußerst wütend über etwas, das Mergus getan hatte. Infolgedessen schickte er Mergus in ein weit entferntes Land namens Kurga, um dort vom König behandelt zu werden. Der König von Kurga steckte ihn in einen Sack, nähte den Mund zu und setzte ihn auf ein hölzernes Abbild eines Esels. Er ließ ihn dort verhungern und ersticken. Die Frau von Mergus war sehr wütend, als sie von dem grausamen Schicksal ihres Mannes hörte. Sie beschloss, Rache zu nehmen. Es stellte sich heraus, dass der Verwandte ihres Mannes, der ihn gefangen genommen und zum König von Kurga geschickt hatte, ihr ehemaliger Liebhaber vor ihrer Ehe war. Also schickte sie ihm eine Nachricht, in der sie vorgab, nicht über den Tod ihres Mannes traurig zu sein und nur dem König von Kurga die Grausamkeit vorwarf. Sie erwähnte dann, dass sie immer noch Gefühle für ihn hatte und wenn er immer noch das Gleiche empfand wie damals, als er ihr seine Liebe gestanden hatte, sie jetzt bereit sei, ihn zu heiraten. Sie bot ihm an, sich an einem bestimmten Ort zu treffen, den sie erwähnte, damit sie zusammen sein könnten. Nun, der Häuptling namens Nawar fiel schnell in die Falle, die die attraktive Witwe gestellt hatte. Er stimmte ihren Vorschlägen sofort zu und ging zum angegebenen Treffpunkt. Natürlich wurde er von einer kleinen, aber angemessenen Gruppe von Freunden und persönlichen Dienern begleitet, die als seine Wache fungierten. Die Prinzessin hatte eine kleine Wache bei sich, die jedoch keinen Verdacht erweckte. Sie brachte auch viele Karren mit, die von Ochsen gezogen wurden und mit Vorräten, Kleidung und wertvollen Gegenständen als Geschenk für ihren neuen Ehemann beladen waren. Unter diesen jedoch befanden sich viele große Fässer oder runde Behälter, in denen sie eine beträchtliche Streitmacht bewaffneter Männer versteckt hatte. Diese Behälter waren so angeordnet, dass die Männer darin sie schnell mit einem Signal öffnen und bewaffnet und einsatzbereit herauskommen konnten. Unter den anderen Vorräten, die die Prinzessin hatte, befand sich ein großer Vorrat eines bestimmten starken Getränks, das die Mongolen und Tataren in jenen Tagen herstellten. Als die beiden Gruppen sich am Treffpunkt trafen, begrüßte die Prinzessin Nawar herzlich und lud ihn und seine Gefährten zu einem Mahl ein. Sie nahmen die Einladung an, öffneten die Lebensmittelvorräte und packten viele der Geschenke aus und zeigten sie. Während des Festes wurden Nawar und seiner Gruppe viele alkoholische Getränke angeboten. Wie erwartet, tranken sie leicht zu viel. In der Zwischenzeit blieb die Gruppe der Prinzessin, die den Plan kannte, nüchtern. Als der richtige Zeitpunkt gekommen war, gab die Prinzessin das Signal. Plötzlich sprangen die Männer, die sich in den Fässern versteckt hatten, heraus und griffen die Gäste des Festes an. Die Prinzessin, die auf Aktion vorbereitet war, zog einen Dolch und stach Nawar ins Herz. Ihre Wachen, mit Hilfe der plötzlich eingetroffenen Verstärkungen, töteten oder ergriffen alle seine Gefährten. Die Gefährten konnten nicht widerstehen, weil sie betrunken und überrascht von dem plötzlichen Erscheinen einer großen Streitmacht waren. Die Prinzessin,
Nachdem sie ihre Rache genommen hatte, sammelte ihre Männer, packte ihre falschen Geschenke ein und kehrte triumphierend nach Hause zurück. Diese Geschichten, erzählt von asiatischen Schriftstellern, könnten in der Erzählung übertrieben worden sein, aber sie basieren wahrscheinlich auf einigen realen Ereignissen. Sie geben uns einen Einblick in die Lebensweise und Handlungen dieser halb barbarischen Führer jener Zeit. Wang Khan war der Enkel von Mergus, der in einen Sack gesteckt wurde. Sein Vater war der älteste Sohn der Prinzessin, die Rache für den Tod ihres Mannes plante. Es wird gesagt, dass Wang Khan im Alter von nur 10 Jahren mit seinem Vater in die Kriege zog. Die Art und Weise, wie er seine Freundschaft mit Ye Sonkai formte und das Bündnis mit ihm, das ihn dazu brachte, Temujin als seinen Sohn zu betrachten und ihm nicht seine Frau wegzunehmen, wie bereits erwähnt, geschah so. Als sein Vater starb, wurde er als ältester Sohn der Anführer. Seine Geschwister hegten jedoch Eifersucht auf ihn. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen und Konflikten mit ihnen und anderen Verwandten, insbesondere seinem Onkel, der ihm zu widersprechen schien, wurde er letztendlich überrumpelt oder überlistet und zur Flucht gezwungen. Er suchte während seiner Notlage Zuflucht im Land von Ye Sonkai. Ye Sonkai empfing ihn herzlich und bot ihm wirksamen Schutz. Schließlich stellte Ye Sonkai ihm Soldaten zur Verfügung, um ihm zu helfen, sein Königreich zurückzuerobern und seinen Onkel zu stürzen, der dann verbannt wurde. Während seiner Zeit im Gebiet von Ye Sonkai traf er Temujin, der noch sehr jung war. In dieser Zeit begann er Temujin als seinen Sohn zu bezeichnen. Temujin befand sich in einer ähnlichen Situation, die Wang Khan zuvor erlebt hatte, als er sein Heimatland verlassen und seine angestammten Ländereien aufgeben musste. Dankbar für die Hilfe, die er einst erhalten hatte, war er bestrebt, die Freundlichkeit zu erwidern. So empfing Wang Khan Temujin mit großer Herzlichkeit, um dem Sohn des Mannes, der ihm geholfen hatte, einen Gefallen zu erweisen. Es gibt noch eine weitere interessante Tatsache über Wang Khan. Er wird oft als der Prinz angesehen, der zu dieser Zeit in Europa als Prester John bekannt war, aufgrund der christlichen Missionare in Asien. Diese Missionare sandten übertriebene Berichte über ihren Erfolg bei der Bekehrung der Perser, Türken und Tataren an den Papst und die christlichen Könige in Europa. Schließlich behaupteten sie, dass der große Khan der Tataren konvertiert sei und nun das Evangelium unter dem Namen Prester John predige. Der Begriff Prester wurde als eine verzerrte Version von Presbyter angesehen. Infolgedessen wurde viel in der Christenheit über den bemerkenswerten Tataren-Konvertiten Prester John geschrieben und gesprochen. Die Missionare sandten mehrere Briefe, die angeblich von Prester John stammten und die an den Papst und verschiedene europäische Könige adressiert waren. Es wird gesagt, dass einige dieser Briefe noch heute existieren, einschließlich eines, der an den König von Frankreich gesandt wurde. In diesem Brief informiert der Schreiber den König von Frankreich über seinen immensen Reichtum und die Größe seiner Territorien. Er erwähnt, dass er 70 Könige zu seinen Diensten habe. Der Schreiber lädt den König von Frankreich ein, ihn zu besuchen und verspricht, ihm ein bedeutendes Königreich zu geben und ihn zu seinem Erben zu machen, der alle seine Territorien nach seinem Tod erben würde. Der Brief enthält weitere Details ähnlicher Natur. Die anderen Briefe spiegelten dieses Gefühl wider und weckten natürliches Interesse bei den Lesern. Dieses Interesse wurde durch die lebhaften Beschreibungen der Missionare von der Statur des einflussreichen Konvertiten, der mehr geschätzt wurde als das Königshaus, weiter verstärkt. Sie beschrieben auch die Fortschritte des Christentums in seinen Territorien und führten diesen Erfolg auf ihre fortlaufenden Bemühungen zurück. Heutzutage wird angenommen, dass diese Geschichten größtenteils von den Missionaren erfunden wurden oder zumindest, dass die Berichte, die sie sandten, stark übertrieben und ausgeschmückt waren. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie eine bedeutende Rolle beim Verfassen der Briefe spielten, mehr noch als irgendein Khan.
Es wird jedoch angenommen, dass es einen Prinzen gab, der die Missionare unterstützte und ihnen erlaubte, das Christentum in seinem Land zu predigen. Wenn dies wahr ist, ist Wang Khan wahrscheinlich der Mann. In jedem Fall war er ein sehr wichtiger und starker Herrscher und regierte über ein großes Gebiet. Der Name seiner Hauptstadt war Karakorum. Die Entfernung, die Temujin zurücklegen musste, um diese Stadt zu erreichen, betrug etwa 10 Tage. Er wurde von Wang Khan mit großer Freundlichkeit und Respekt empfangen. Wang Khan versprach, ihn zu beschützen und ihm zu helfen, sein Königreich zurückzuerobern. In der Zwischenzeit versprach Temujin, sofort in Wang Khans Dienst zu treten und fleißig daran zu arbeiten, die Interessen seines Beschützers in jeder möglichen Weise zu fördern. Wang Khan gab Temujin eine sehr ehrenvolle Position an seinem Hof. Es war zu erwarten, dass er dies tun würde, da Temujin ein junger Prinz war, der sehr attraktiv war und gute Manieren hatte. Obwohl er sich derzeit fernab seines Heimatlandes befand, war er nicht in einer verzweifelten oder hoffnungslosen Situation. Seine Familie und Freunde hatten immer noch Macht zu Hause. Und als er ins Königreich von Wang Khan kam, brachte er eine beträchtliche Anzahl von Truppen mit sich. Da er sowohl mutig als auch kriegserfahren war, war er bereit, seinem Beschützer mit loyalem Dienst zu danken. Kurz gesagt, Temujins Ankunft am Hof von Wang Khan sorgte für viel Aufregung. Zunächst mochten ihn alle und er war beliebt. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die anderen jungen Prinzen und Stammesführer in der Nähe neidisch auf ihn wurden. Wang Khan bevorzugte ihn vor allen anderen, sowohl wegen ihrer Bindung als auch wegen seines hohen Ranges als souveräner Prinz. Dies berechtigte ihn zur höchsten Position unter den niederrangigen Häuptlingen in Wang Khans Gefolge. Diese niederrangigen Häuptlinge waren jedoch nicht zufrieden. Zunächst flüsterten sie heimlich untereinander, später offener, und bald begannen sie, Gruppen und Pläne gegen den neuen Favoriten zu schmieden, wie sie ihn nannten. Dann passierte etwas, das diese Feindseligkeit noch stärker machte und Temujins Feinden gleichzeitig einen sehr starken Anführer und Kopf gab. Yemuka war in Wang Khans Tochter, Prinzessin Visulujine, verliebt und bat ihren Vater, ob er sie heiraten könne. Es ist unklar, wie weit ihre Heiratsgespräche fortgeschritten waren, aber als Temujin auftauchte, begann Visulujine schnell Interesse an ihm zu zeigen. Er war jünger, attraktiver und erfolgreicher als ihr vorheriger Liebhaber. Sie machte ihrem Vater klar, dass sie ihn als ihren Ehemann bevorzugte statt Yemuka. Es stimmt, dass Temujin bereits 1 oder 2 Ehefrauen hatte, aber dies war bei asiatischen Prinzen und Häuptlingen, die es sich leisten konnten, mehrere Frauen zu unterhalten, üblich. Infolgedessen wurde Yemuka abgewiesen und Visulujine heiratete Temujin. Yemuka war sehr wütend. Er schwor sich zu rächen. Er begann mit allen unzufriedenen Menschen im Königreich zu intrigieren. Er sprach nicht nur mit denen, die eifersüchtig auf Temujin waren, sondern auch mit allen, die aus irgendeinem Grund gegen Wang Khans Regierung opponieren wollten. So versammelte sich eine Gruppe von Menschen, um gegen Temujin zu planen und ihn zu vernichten. Zuerst versuchten sie, privat mit Wang Khan zu sprechen und allerlei schlechte Dinge über Temujin zu sagen, aber es funktionierte nicht. Temujin sammelte viele alte Freunde und machte durch seine Tapferkeit und Energie viele neue Freunde. Seine Partei am Hof wurde stärker als seine Feinde, und eine Zeit lang schien es, als könnten ihre Pläne scheitern. Schließlich kontaktierten die Verschwörer Wang Khans ausländische Feinde und verbündeten sich mit ihnen, um Krieg zu führen und sowohl Wang Khan als auch Temujin zu eliminieren. Die Aufzeichnungen über den Fortschritt dieses Bundes und die verschiedenen beteiligten Nationen und Stämme sind unvollständig und unklar. Anfangs gab es einige kleinere Gefechte und taktische Bewegungen. Letztendlich wurde beschlossen, eine beträchtliche Streitmacht zusammenzustellen, die darauf abzielte, Wang Khans Territorien zu erobern und den Konflikt durch Krieg zu lösen.
Zahlreiche Häuptlinge und Khans kamen zusammen und vereinten ihre Kräfte zu einer gewaltigen Armee. In Übereinstimmung mit den Traditionen ihrer Zeit leisteten sie ein ernstes Gelöbnis weiterzukämpfen, bis sie sowohl Wang Khan als auch Temujin besiegt hatten. So legten sie den Eid ab. Sie brachten ein Pferd, einen wilden Ochsen und einen Hund in ein offenes Gebiet auf der Ebene, wo sie sich versammelt hatten, um den Eid abzulegen. Dann griffen sie auf ein Signal hin diese Tiere mit ihren Schwertern an und zerschnitten sie sehr aggressiv in Stücke. Nachdem sie fertig waren, standen sie zusammen und riefen die folgenden Worte: »Hört, o Gott, o Himmel, o Erde! Wir schwören einen Eid gegen Wang Khan und Temujin. Wenn einer von uns sie verschont, wenn wir sie in unserer Macht haben oder wenn wir das Versprechen, das wir gemacht haben, sie zu zerstören, nicht halten, möge uns das gleiche Schicksal widerfahren wie diesen Kreaturen, die wir jetzt in Stücke geschnitten haben.« Sie sagten diesen Fluch ernsthaft, stehend zwischen den zerrissenen und blutigen Körpern der über den Boden verstreuten Tiere. Diese Pläne waren bisher geheim gehalten worden, aber die Nachricht von dem, was geschah, erreichte bald Karakorom, Wang Khans Hauptstadt. Temujin war sehr aufgeregt, als er die Nachricht hörte. Er schlug schnell vor, dass er seine Soldaten nehmen und sie mit so vielen von Wang Khans Soldaten wie möglich kombinieren würde. Sie würden dann ausrücken, um dem Feind entgegenzutreten. Wang Khan stimmte diesem Plan zu. Temujin teilte Wang Khans Truppen in 2 Hälften und nahm eine Hälfte, um sich seinen Truppen anzuschließen. Die andere Hälfte blieb zurück, um die Hauptstadt zu verteidigen. Sie begannen dann ihre Reise. Er zog zur Grenze, wo er wusste, dass sich die meisten feindlichen Kräfte sammelten. Nach einem langen Marsch, möglicherweise mehrere Tage, erreichte er das Ziel, bevor der Feind vollständig bereit war. Dann gab es viele Bewegungen und Gegenbewegungen, wobei Temujin versuchte, die Rebellen zum Kampf zu bewegen, während diese ihr Bestes taten, um dies zu vermeiden. Sie verzögerten sich und warteten auf mehr Truppen, die sich ihnen anschließen sollten. Diese Truppen waren Soldaten von bestimmten Mitgliedern des Bundes, die noch nicht eingetroffen waren. Nach all ihren Planungen, gerade als die Schlacht beginnen sollte, waren Temujin und seine Armee schockiert, als Wang Khan, sein Schwiegervater, in ihrem Lager ankam. Er führte eine kleine, müde aussehende Gruppe an, die aussah, als sei sie gerade aus einer Schlacht entkommen. Sie waren erschöpft und ihre Pferde waren erschöpft. Temujin erfuhr, dass, als sein Aufbruch aus der Hauptstadt mit einem großen Teil der Armee bekannt wurde, ein feindlicher Stamm von Wang Khan dies als Gelegenheit nutzte, anzugreifen. Sie drangen schnell mit einer großen Streitmacht in Wang Khans Gebiet ein. Wang Khan hatte sein Bestes versucht, die Stadt zu verteidigen, aber er war zahlenmäßig unterlegen. Die meisten seiner Soldaten wurden entweder getötet oder verletzt. Die Stadt wurde erobert und geplündert. Sein Sohn und die überlebenden Truppen schafften es, in die Berge zu fliehen. Was Wang Khan betrifft, so beschloss er, so schnell wie möglich in Temujins Lager zu gehen, trotz vieler Schwierigkeiten und Strapazen auf dem Weg. Als Temujin dies hörte, war er zunächst überrascht. Doch er beruhigte seinen Schwiegervater und sagte ihm, dass er die Hoffnung nicht verlieren solle. Er versprach ihm, dass sie Rache suchen und einen entscheidenden Sieg in der kommenden Schlacht gegen ihre Feinde erringen würden. So machte er schnell seine Pläne für den bevorstehenden Kampf. Er übergab Wang Khan das Kommando über den größten Teil der Armee, während er einen Teil der Armee selbst führte und den anderen Teil dem zweiten Kommandanten übergab. Mit dieser Aufstellung ging er in die Schlacht. Die Schlacht war heftig und blutig, aber am Ende ging Temujins Partei als Sieger hervor. Die gegnerischen Truppen wurden besiegt und zum Rückzug gezwungen. Temujin selbst spielte eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des Sieges. Nach einem langen und unsicheren Kampf starteten die Truppen unter Temujins Kommando einen entschlossenen Angriff, der die feindlichen Kräfte überwältigte. Dies beflügelte und ermutigte die anderen Soldaten so sehr, dass der Feind bald vollständig besiegt und vom Schlachtfeld vertrieben wurde. Das Ergebnis dieses Triumphs war, Temujins Ruf als militärischer Führer mehr denn je zu verbessern
und das Vertrauen, das Wang Khan in ihn setzte, erheblich zu stärken. Der Sieg schien auch die Rebellenpartei fast vollständig zerstört zu haben. Wang Khan konnte jedoch nicht sofort zurückkehren und seinen Thron und seine Hauptstadt zurückerobern. Er stellte fest, dass einer seiner Brüder die Kontrolle über die Regierung übernommen hatte und während seiner Abwesenheit in Karakorum regierte. Es scheint, dass dieser Bruder namens Erkekara einer der Anführer der Partei war, die gegen Temujin war. Es war zu erwarten, dass er so empfinden würde. Als Bruder des Königs hatte er natürlich eine sehr wichtige Rolle am Hof und wäre einer der ersten, die negativ von der Ankunft eines neuen Favoriten betroffen wären. Er hatte auch an den Plänen gegen Temujin und Wang Khan teilgenommen. Er wurde sogar als Anführer ihrer Gruppe angesehen. Als Wang Khan aus seiner Hauptstadt vertrieben wurde, übernahm dieser Bruder die Herrschaft. Das Problem war, wie konnte er entfernt und Wang Khan wieder eingesetzt werden? Temujin begann sofort Pläne zu schmieden, um sein Ziel zu erreichen. Nach der Schlacht sammelte er seine Truppen und begann mit anderen Stämmen zu verhandeln. Diese Stämme waren sich zuvor unsicher, welche Seite sie unterstützen sollten, aber Temujins Sieg half ihnen bei der Entscheidung. In der Zwischenzeit waren auch die Rebellen aktiv. Sie schlossen sich erneut zusammen und arbeiteten hart daran, mehr Soldaten zu bekommen. Erkekara machte Karakorum so stark wie möglich und sammelte genügend Waffen und Vorräte. Erst im nächsten Jahr waren die Gruppen fertig vorbereitet und bereit für den letzten Kampf. Dann fand eine weitere wichtige Schlacht statt, und erneut ging Temujin als Sieger hervor. Erkekara wurde entweder getötet oder zur Flucht gezwungen. Karakorum wurde zurückerobert, und Wang Khan zog triumphierend mit seinen Soldaten in die Stadt ein und beanspruchte seinen Thron zurück. Natürlich war Temujins Status und Einfluss am Hof nun größer als je zuvor. Er war jetzt etwa 22 oder 23 Jahre alt. Er hatte bereits 3 Ehefrauen, obwohl unklar ist, ob sie alle Be'eim am Hof von Wang Khan waren. Er war sehr beliebt im Heer, wie es oft bei jungen Kommandanten mit großem Mut und Geist der Fall ist. Wang Khan vertraute ihm sehr und verlieh ihm viele Ehren. Es scheint jedoch, dass er noch nicht darüber nachgedacht hat, in sein Heimatland zurückzukehren. Kapitel 4 Verrat in Karakorum. Der Zusammenstoß von Khan und Temujin. Temujin blieb viele Jahre am Hof oder in den Gebieten von Wang Khan. Während dieser Zeit diente er Wang Khan und sie hatten eine gute Beziehung. Ihre Freundschaft verwandelte sich jedoch schließlich in eine bittere Feindschaft, wie wir später sehen werden. Erkekara, Wang Khans Bruder, der während der Rebellion seinen Thron übernommen hatte, wurde getötet, als Wang Khan seinen Thron zurückeroberte. Mehrere andere Rebellenführer wurden ebenfalls getötet, aber einige konnten sich der Zerstörung entziehen und nach die Kontrolle über die von ihnen geführten Gruppen zurückgewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Land zu dieser Zeit nicht in organisierte Staaten oder Königreiche unterteilt war, sondern eher eine weite, ungeteilte Region war, die von großen Gruppen besetzt wurde. Während jede Gruppe ihr eigenes Gebiet oder ihre eigene Reichweite hatte, in der sie meist stationär war, hatten sie keine festen Siedlungen. Die verschiedenen Clans zogen langsam in verschiedene Richtungen über die Ebenen und Berge. Sie wurden von Faktoren wie der Verfügbarkeit von Weideland, dem Ausgang von Kriegen oder der Anwesenheit benachbarter Stämme beeinflusst. Manchmal wurden mehrere Stämme von einem einzigen Anführer wie Wang Khan geführt, aber ihre Einheit war schwach. Es war schwer zu unterscheiden, ob sie gehorsam oder rebellisch waren, außer in Zeiten tatsächlicher Kriegsführung. Yemuka, der Anführer, der auf Temujin wütend war, weil dieser die Prinzessin heiratete, die er wollte, fand eine Gelegenheit zur Flucht. Er entkam, als Wang Khan seine Feinde besiegte und seine Macht zurückerlangte. Eine Weile versteckte er sich oder vermied zumindest von Wang Khan gefangen genommen zu werden, indem er bei Stämmen wohnte, die weit entfernt von Karakorum lagen.
Doch schnell gelang es ihm, geheime Gespräche mit einem von Wang Kans Söhnen zu beginnen, dessen Name wie Sankum klang. Einige Schriftsteller schrieben seinen Namen, wenn sie versuchten, ihn mit unseren Buchstaben zu schreiben: Sunghim. Yemuka überzeugte den jungen Sankum, sich ihm im Streit anzuschließen. Das war zu erwarten, da Sankum als Sohn von Wang Kan am Hof seines Vaters wegen des wachsenden Einflusses von Temujin etwas übersehen wurde. Yemuka sagte in den geheimen Darstellungen, die er Sankum machte: Und außerdem, dieser Neuankömmling steht nicht nur jetzt im Weg und verringert deinen angemessenen Einfluss und deine Berücksichtigung, sondern seine Absicht ist es schließlich, dich komplett zu ersetzen. Er plant, der Nachfolger deines Vaters zu werden und dich somit deines rechtmäßigen Erbes zu berauben. Sankum hörte diesen Vorschlägen eifrig zu. Schließlich vereinbarten Sankum und Yemuka, dass Sankum seinen Einfluss bei seinem Vater nutzen würde, um die Erlaubnis zu erhalten, dass Yemuka zurück an den Hof kommen dürfe. Yemuka würde wieder in den Dienst seines Vaters aufgenommen werden, wobei er vortäuschte, seine Rebellion bereut zu haben und bereit sei, seine Loyalität zurückzugewinnen. Sankum tat wie vereinbart, und nach einiger Zeit stimmte Wang Kan zu, Yemuka zurückkehren zu lassen. Es wurde also eine Art Frieden geschlossen, aber es war kein wirklicher Frieden. Yemuka fühlte immer noch Eifersucht gegenüber Temujin und wollte nun auch Rache. Allerdings schienen die Dinge eine Weile ruhig zu bleiben, zumindest ohne offene Kämpfe am Hof. Während dieser Zeit führte Wang Kan, wie andere Herrscher auch, oft Kriege mit benachbarten Gruppen. In diesen Kriegen war er stark von Temujin abhängig. Temujin befehligte eine große Gruppe von Truppen, darunter seine Wache, die Truppen aus seinem Land und andere Männerbande unter Wang Kans Kommando oder solche, die sich ihm freiwillig anschlossen. Er hatte 4 untergeordnete Generäle oder Kane, bekannt als seine 4 tapfersten, die ihm bei der Führung dieser Gruppe halfen. Sie waren alle mutige und erfahrene Kommandanten. Temujin, der Anführer dieser Gruppe, erkundete regelmäßig das Land, um nach Wang Kans Feinden zu suchen oder lange Expeditionen über weite Ebenen und Berge zu unternehmen. Er führte Wang Kans militärische Pläne aus, die Invasionen und Plünderungen sowie Racheaktionen und Vergeltungsmaßnahmen beinhalteten. Temujin war den Soldaten, die unter ihm dienten, sehr beliebt. Soldaten schätzen immer einen mutigen, furchtlosen und energischen Anführer, der die Intelligenz hat, großartige Pläne zu entwickeln und die Entschlossenheit, sie effektiv umzusetzen. Sie stören sich nicht daran, wie riskant die Situationen sind, in die er sie führen mag. Diejenigen, die BAA der Ausführung der Aufgaben, die er übernimmt, sterben, können sich nicht beschweren, und diejenigen, die überleben, sind umso glücklicher, weil sie solch ernsthafte Gefahren überwunden und eine große Menge an Ruhm verdient haben. Temujin, obwohl er von seinen Soldaten hochgeschätzt wurde, war gegenüber seinen Feinden äußerst gnadenlos, wenn er wütend war, wie viele Krieger seiner Zeit. Der Legende nach, nachdem er eine Schlacht gewonnen hatte, in der er einen überwältigenden Sieg gegen eine riesige Horde von Rebellen und Feinden errang und eine große Anzahl von Gefangenen machte, ließ er Feuer entzünden. Dann ließ er 70 große Töpfe mit kochendem Wasser über den Feuern platzieren. Er ließ die obersten Anführer der besiegten Armee hineinwerfen, wodurch sie zu Tode verbrüht wurden. Er marschierte sofort in das Gebiet des Feindes ein, nahm alle Frauen und Kinder gefangen und ließ sie als Sklaven verkaufen. Er beschlagnahmte auch das Vieh und andere Habseligkeiten, die er fand, und nahm sie als Beute. Es gab nichts besonders Bemerkenswertes an seinen Handlungen, das Eigentum des Feindes als sein eigenes zu beanspruchen und die unglücklichen Gefangenen in die Sklaverei zu verkaufen. Das war der Brauch der Zeit. Allerdings weist die Handlung, seine Gefangenen lebendig zu kochen, auf eine deutliche und erschreckende Grausamkeit in seinem Charakter hin. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Geschichte nicht wahr ist. Sie könnte von Yemuka und Sankum oder von einigen seiner anderen Feinde erfunden worden sein.
Yemuka, Sankum und andere versuchten, Temujins Einfluss bei Wang Khan zu schwächen, aber sie konnten nicht erfolgreich sein. Temujins militärische Erfolge ermöglichten es ihm, seine Stärke trotz ihrer Versuche, ihn zu untergraben, aufrechtzuerhalten. Wang Khan hatte gemischte Gefühle gegenüber Temujin. Er war zufrieden und stolz auf ihn, aber er fürchtete ihn auch. Wang Khan wollte sich nicht auf einen untergeordneten Anführer verlassen, aber er konnte nicht ohne ihn auskommen. Ein König will niemals, dass einer seiner Untertanen zu auffällig oder zu mächtig wird. Wang Khan wäre glücklich gewesen, die Macht und den Einfluss, den Temujin erlangt hatte, zu verringern, was jeden Tag zu wachsen schien. Allerdings konnte er keinen friedlichen Weg finden, dies zu tun. Temujin führte seine Truppen in der Regel weg von Karakorum, wo Wang Khan lebte, und er hatte viel Freiheit. Temujin rekrutierte seine Soldaten, um eine starke Armee zu erhalten. Außerdem war es immer leicht, Nahrung für ihn zu finden, wenn es an den üblichen Vorräten mangelte. Darüber hinaus gab es viele Fälle, in denen Wang Khan Temujins Hilfe brauchte und nicht ohne ihn auskommen konnte. Einmal, während bedeutender Feldzüge in einer weit entfernten bergigen Region, gelang es Yemuka, genügend Zweifel an Temujin in Wang Khans Geist zu säen. Infolgedessen verließ Wang Khan heimlich in der Nacht und zog an einen entfernten Ort, um sich vor einem von Yemuka behaupteten Komplott zu schützen, das Temujin plane. Allerdings wurde er in diesem Fall von einer großen Gruppe seiner Feinde überfallen. Er befand sich in einer schwierigen Situation, die ihn dazu veranlasste, dringend Boten zu schicken, um Hilfe von Temujin und seinen mutigen Kriegern zu erbitten. Temujin kam. Er rettete Wang Khan vor der Gefahr und vertrieb seine Feinde. Wang Khan war dankbar für diesen Dienst, sodass sich die beiden Freunde vollständig versöhnten und enger als zuvor wurden. Dies enttäuschte und betrübte Yemuka sehr. Sie trafen eine neue Freundschaftsvereinbarung, und um sie zu besiegeln und zu bestätigen, vereinbarten sie eine Doppelhochzeit zwischen ihren beiden Familien. Ein Sohn von Temujin sollte eine Tochter von Wang Khan heiraten und ein Sohn von Wang Khan sollte eine Tochter von Temujin heiraten. Diese neue Vereinbarung hielt nicht lange. Sobald Wang Khan erkannte, dass die Gefahr vorüber war, begann er wieder auf Yemuka und Sankum zu hören. Sie behaupteten weiterhin, dass Temujin gefährlich und unzuverlässig sei. Sie erklärten, dass er ehrgeizig und moralisch verwerflich sei. Sie glaubten, dass er nur auf den richtigen Moment wartete, um gegen Wang Khan zu rebellieren und seinen Thron zu übernehmen. Sie machten viele Aussagen gegenüber dem Khan, um ihre Meinung zu bestätigen. Einige der Aussagen waren wahr, aber viele waren übertrieben und andere wahrscheinlich falsch. Dennoch schafften sie es, einen solchen Eindruck auf den Khan zu machen, dass er beschloss, Maßnahmen zu ergreifen, um Temujin zu eliminieren. Dementsprechend fand er einen Weg, Temujin unter einem Vorwand aus Karakorum, seiner Hauptstadt, wegzuschicken. Temujin war den königlichen Wachen und der Garnison in der Stadt sehr beliebt, sodass Wang Khan dort nichts gegen ihn unternehmen konnte. Wang Khan schickte auch einen Boten in Temujins Heimat, um die wichtigen Leute dort zu überzeugen, sich seinem Plan anzuschließen. Es ist wichtig zu beachten, dass Temujins Mutter, als Temujin etwa 14 Jahre alt war, einen mächtigen Anführer namens Menglik heiratete. Menglik, zusammen mit Temujins Mutter, wurde in seiner Abwesenheit als Regent eingesetzt. Wang Khan schickte nun eine Nachricht an Menglik, in der er vorschlug, sich zusammenzutun, um Temujin zu beseitigen. Wang Khan sagte in der Nachricht, die er an Menglik schickte: Du bist nicht daran interessiert, ihn zu unterstützen. Du hast zwar seine Mutter geheiratet, aber er bedeutet dir nichts. Und wenn er beseitigt wird, wirst du als der Großkhan der Mongolen anerkannt werden, anstatt ihm untergeordnet zu sein und das Risiko einzugehen, dass er jederzeit zurückkommt, um dich zu ersetzen. Wang Khan wollte, dass Menglik ihm half, Temujin zu töten. Wenn Menglik nicht helfen würde, hoffte Wang Khan, ihn zumindest davon zu überzeugen, dem Plan zuzustimmen, damit Menglik später nicht wütend auf ihn wäre.
Allerdings reagierte Menglik anders auf Wang Khans Vorschlag als erwartet. Anstatt etwas zu sagen, beschloss Menglik, Temujin über die Gefahr zu informieren, in der er sich befand. Er verließ schnell das Lager und begab sich zu Temujin, um ihm von Wang Khans Plänen zu berichten. Unterdessen arrangierte Wang Khan ein Treffen mit Temujin an einem bestimmten Ort, um die Heirat zwischen ihren Kindern, wie zuvor vereinbart, zu finalisieren. Temujin, der keinen Verrat vermutete, empfing und bewirtete den Boten mit großem Respekt. Er stimmte zu kommen. Nachdem er sich vorbereitet hatte, brach er zusammen mit dem Boten und einer großen Gruppe seiner Begleiter zu der vorgesehenen Stelle auf. Auf seiner Reise traf Temujin auf Menglik, der gekommen war, um ihn über die drohende Gefahr zu informieren. Nachdem er diese Information von seinem Stiefvater erhalten hatte, fand Temujin einen Grund, seine Reise zu verschieben. Er sandte eine höfliche Antwort an Wang Khan durch den Botschafter und wies ihn an, fortzufahren, während Temujin selbst in sein Lager zurückkehrte. Dieses Lager befand sich weit entfernt von Karakorum. Wie bereits erwähnt, hatte Wang Khan Temujin aus der Hauptstadt geschickt, weil er ein Favorit war und befürchtete, dass es zu einem Aufstand kommen könnte, wenn er dort etwas gegen ihn unternehmen würde. Temujin hatte jedoch ein starkes Lager. Seine üblichen Truppen waren dort, zusammen mit den 4 tapferen Kommandanten, die die 4 Hauptdivisionen führten. Sein alter Lehrer und Beschützer Karascher war ebenfalls bei ihm. Karascher scheint bis jetzt bei Temujin gewesen zu sein und begleitete ihn auf all seinen Expeditionen als Berater und Freund. Als Wang Khan durch die Rückkehr seines Boten erfuhr, dass Temujin sich weigerte, zu dem von ihm festgelegten Treffpunkt zu kommen, nahm er schnell an, dass Temujin Verrat vermutete. Infolgedessen beschloss er sofort, einen starken Angriff zu starten, ohne Zeit zu verlieren. Andernfalls würde Temujin immer vorsichtiger werden. Es scheint, dass er nicht falsch lag, zu denken, dass Temujin in Karakorum beliebt war. Dies wurde bestätigt, als 2 seiner Diener hörten, wie er seinen geheimen Plan mit einer seiner Frauen besprach und es Temujin verrieten. Wang Khan plante, heimlich mit einer größeren bewaffneten Streitmacht zu Temujins Lager zu gehen und ihn und seine gesamte Truppe plötzlich und unerwartet bei Nacht anzugreifen. Er glaubte, dass er auf diese Weise das gesamte Lager leicht besiegen könnte, entweder indem er Temujin und seine Generäle tötete oder sie gefangen nahm. Die beiden Männer, die diesen Plan verrieten, waren Sklaven. Sie waren dafür verantwortlich, die Pferde von jemandem, der mit Wang Khans Haushalt verbunden war, zu versorgen und andere Aufgaben zu erledigen. Ihre Namen waren Badu und Kishlik. Eines Tages, als sie Milch zu Wang Khans Haus oder Zelt trugen, hörten sie zufällig ein Gespräch zwischen Wang Khan und seiner Frau. Aus diesem Gespräch erfuhren sie die Details des Plans, Temujin zu vernichten. Sie hörten, dass die Expedition am nächsten Morgen aufbrechen sollte. Es ist nicht überraschend, dass sie dieses Gespräch hörten. Die Zelte und Häuser dieser asiatischen Nationen waren aus schwachen und dünnen Materialien gebaut. Die Trennwände, die aus Materialien wie Leinwand und Filz bestanden, waren nicht effektiv darin, Geräusche zu blockieren. Die beiden Sklaven beschlossen, sofort zu Temujins Lager zu gehen und ihn über die Gefahr zu informieren. Sie verließen ihre Unterkünfte leise in der Nacht und reisten die ganze Nacht. Am Morgen kamen sie im Lager an und berichteten Temujin, was sie entdeckt hatten. Temujin war überrascht, aber er war auf diese Nachricht einigermaßen vorbereitet. Sein Stiefvater hatte ihm bereits vor ein paar Tagen von Wang Khans betrügerischen Plänen erzählt. Er rief schnell Karascher und einige andere Freunde zusammen, um zu besprechen, was zu tun sei. Sie beschlossen, Wang Khan mit einem cleveren Plan zu täuschen. Laut den Informationen der Sklaven wollte Wang Khan sie in dieser Nacht angreifen. Die Vorbereitungen, um ihn zu empfangen, mussten sofort getroffen werden. Der Plan war, dass Temujin und seine Truppen das Lager verlassen und sich in der Nähe verstecken würden. Einige Männer sollten zurückbleiben, um die Lichter anzuzünden und die Feuer in der Nacht am Brennen zu halten.
Sie sollten es so aussehen lassen, als wären alle Truppen noch dort. Ihr Plan war, dass Wang Khan wie ursprünglich geplant angreifen würde, und während seine Truppen verwirrt wären, würde Temujin sie überfallen. Temujin hoffte, sie zu besiegen und zur Flucht zu zwingen, obwohl er wusste, dass Wang Khans Streitmacht wahrscheinlich größer als seine eigene sein würde. Temujins Plan funktionierte sehr gut. Sobald er die Entscheidung getroffen hatte, begann er sofort mit der Umsetzung. Er ließ alle wertvollen Gegenstände aus seinem Zelt entfernen und an einen sicheren Ort bringen. Er schickte auch die Frauen und Kinder an denselben Ort. Dann organisierte er alle seine Männer, außer einer kleinen Wache, die er bis zum Abend zurückließ, und führte sie zu dem Hinterhalt, den er ausgewählt hatte. Der Ort war etwa 2 Wegstunden von seinem Lager entfernt. Temujin versteckte sich hier in einem engen Tal zwischen den Bergen, nicht weit von der Straße entfernt, die Wang Khan passieren musste. Das Tal war eng und hatte steile Felsen auf beiden Seiten zum Schutz. Am Eingang gab es auch einen Wald, der diejenigen verbarg, die sich darin aufhielten. Es gab auch einen Bach in der Nähe des Eingangs, so dass es notwendig war, den Bach beim Ein- oder Austreten zu überqueren. Temujin kam an den Ort und führte all seine Truppen in das Tal, um sich dort zu verstecken. In der Zwischenzeit wurde die zurückgelassene Wache im Lager angewiesen, die Lagerfeuer zu entzünden und die Zelte in der Nacht zu beleuchten, wie sie es normalerweise tun. Dies wurde getan, um die Illusion zu erzeugen, dass die Armee noch anwesend war, wenn sie aus der Ferne beobachtet wurde. Sie sollten warten und die Feuer und Lichter beobachten, bis sie Anzeichen dafür sahen, dass der Feind das Lager angreifen wollte. Dann sollten sie sich leise auf die andere Seite zurückziehen und fliehen. Diese Vorbereitungen und die Bewegung von Temujins Truppen zu dem Hinterhalt nahmen fast den ganzen Tag in Anspruch. Es war fast Abend, als die letzten Truppen das Tal erreicht hatten. Gerade als sie dieses Manöver beendet hatten, traf Wang Khans Armee ein. Wang Khan selbst war nicht anwesend, da er die Expedition Sangkum und Yemuka anvertraut hatte. Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass sie diejenigen waren, die den Plan entwickelt hatten, und Wang Khan stimmte ihm möglicherweise aufgrund ihres Einflusses zu, vielleicht widerwillig. Sangkum und Yemuka führten ihre Truppen vorsichtig. Als sie das Lager von Lichtern und Lagerfeuern erleuchtet sahen, glaubten sie, dass alles in Ordnung war. Sie dachten, ihr alter Feind und Konkurrent sei endlich in ihrer Reichweite. Sie brachten die Männer unbemerkt nahe an das Lager heran. Dann spannten sie ihre Bögen, bereiteten ihre Pfeile vor und griffen heftig an. Eine große Anzahl von Pfeilen regnete auf die Zelte herab. Sie erwarteten, dass Tausende von Männern auf den Überraschungsangriff reagieren oder herausstürmen würden. Sie waren jedoch überrascht zu sehen, dass alles nach dem Fall der Pfeile still und ruhig blieb. Sie schossen weitere Pfeile, konnten aber keine Lebenszeichen finden. Vorsichtig betraten sie das Lager und fanden es leer vor. Sie durchsuchten das Gebiet mit Fackeln, um die Spuren zu finden, die Temujins Armee hinterlassen hatte. Sie fanden die Spuren schnell und einige von ihnen begannen, den vermeintlichen Flüchtigen nachzujagen, während sie die anderen aufforderten, ihnen zu folgen. Andere, die in unterschiedlichen Entfernungen vom Lager nach Spuren gesucht hatten, kehrten allmählich nach Erhalt des Befehls zurück. Einige blieben in der Nähe der Zelte, ritten hin und her, um Hinweise zu finden, oder diskutierten ihre Verwunderung und fragten, was als nächstes zu tun sei. Schließlich schlossen sich alle der Gruppe an, die den entdeckten Spuren folgte. Die gesamte Gruppe setzte ihren Weg so schnell wie möglich, aber in Unordnung fort. Sie glaubten alle, dass Temujin und seine Soldaten hastig zurückwichen. Sie erwarteten, ihn von hinten einzuholen, was ihn in einen erheblichen Nachteil bringen und es leicht machen würde, ihn zu überwältigen. Stattdessen trat Temujin mit seinen Schwadronen in perfekter Ordnung aus seinem Versteck hervor und rückte in einer festen und stetigen Kolonne vor. Sie waren bereit, den vorrückenden Feind mit großer Kraft und Organisation anzugreifen. Die beiden Armeen kollidierten, was zu einem heftigen Aufprall führte. Temujin gewann wie erwartet vollständig.
Wang Khans Armee wurde überwältigt, was Chaos verursachte, und viele Menschen wurden niedergetrampelt. Viele Menschen wurden getötet. Die Überlebenden flohen sofort. Sankum wurde von einem Pfeil ins Gesicht getroffen, konnte sich aber auf seinem Pferd halten und schnell davonreiten. Die anderen Überlebenden kehrten auf die Straße zurück, von der sie gekommen waren, und machten sich in getrennten und offenen Gruppen auf den Weg zurück nach Karakorum. Nach diesem Ereignis konnte Wang Khan seine Feindseligkeit gegenüber Temujin nicht mehr verbergen, und beide Seiten bereiteten sich auf den Krieg vor. Historiker, die das Leben und die Abenteuer von Chingis Khan dokumentieren, bieten unterschiedliche Erzählungen über die Ereignisse nach dem Konflikt zwischen Temujin und Wang Khan. Diese Berichte unterscheiden sich leicht in den Details und Perspektiven. Nach der Schlacht begannen beide Parteien mit nahegelegenen Stämmen zu sprechen, von denen sie dachten, dass sie unterstützen könnten. Sie versuchten, so viele Menschen wie möglich auf ihre Seite zu ziehen. Temujin erhielt die Hilfe vieler Tatarfürsten, die über Horden in dieser Gegend oder den umliegenden Bergen herrschten. Einige dieser Anführer waren seine Verwandten. Andere wurden überzeugt, sich ihm anzuschließen, weil sie glaubten, dass er letztlich stärker als Wang Khan sein würde. Diese Anführer waren nicht nur Krieger, sondern auch Politiker, und sie wollten sicherstellen, dass sie nach dem Wettkampf auf der Siegerseite stehen würden. Es gab einen Khan namens Turkili, der mit Temujin verwandt war und einen mächtigen Stamm anführte. Als Temujin die Grenzen von Turkilis Gebiet erreichte, war er sich nicht sicher, wie Turkili zu ihm stand. Also schickte Temujin einen Botschafter voraus, um Turkili wissen zu lassen, dass er kommt, und um herauszufinden, ob ihre Freundschaft noch intakt war. Turkili mag unsicher gewesen sein, welche Seite er wählen sollte, aber die Tatsache, dass Temujin und seine gesamte Truppe an seiner Grenze standen, scheint ihn überzeugt zu haben. Daher sandte er eine positive Antwort und unterstützte sofort Temujins Sache. Viele andere Anführer schlossen sich Temujin in ähnlicher Weise an, was die Größe seiner Streitkräfte vergrößerte. Während seiner Reise durch das Land erreichte er einen Ort mit einem Bach salzigen oder bitteren Wassers, das ungenießbar war. Temujin schlug sein Lager an diesem Bach auf und führte eine große Zeremonie durch, bei der er und seine Verbündeten eine starke Allianz feierlich besiegelten. Während der Zeremonie wurde ein Pferd am Bach geopfert. Temujin trank auch etwas Wasser aus dem Bach und legte einen feierlichen Eid ab, bei dem er den Himmel als Zeugen anrief. Er versprach, immer sowohl das Gute als auch das Schlechte mit seinen Offizieren und Soldaten zu teilen, und verfluchte sich selbst, falls er jemals seinen Eid brechen sollte. Alle seine Verbündeten und Offiziere folgten seinem Beispiel. Diese Zeremonie wurde in der Armee gut in Erinnerung behalten. Diejenigen, die anwesend waren und daran teilgenommen hatten, bewahrten die Erinnerung daran mit Stolz und Freude. Selbst lange danach, als Temujin mächtig und erfolgreich geworden war, betrachteten seine Generäle ihre Anwesenheit bei dieser ersten feierlichen Vereinbarung als Ehrenzeichen. Sie glaubten, dass sie und ihre Nachkommen für immer von denen unterschieden würden, die sich der Sache des Eroberers zu einem späteren Zeitpunkt anschlossen. Zu diesem Zeitpunkt begann sich Temujin ziemlich stark zu fühlen. Er zog mit seiner Armee weiter, bis er an die Grenzen eines Sees kam, der nicht weit von Wang Khans Herrschaftsgebiet entfernt war. Hier schlug er sein Lager auf. Bevor er weiter vorrückte, beschloss er, die Wirkung eines Protest- und Beschwerdebriefs auf Wang Khans Gemüt zu testen. So schrieb Temujin ihm im Wesentlichen Folgendes: Vor langer Zeit, als mein Vater noch lebte, wurdest du von deinen Feinden aus der Macht verdrängt. Mein Vater half dir, besiegte deine Feinde und brachte dich zurück an die Macht. Später, nachdem ich in dein Land gekommen war, plante dein Bruder zusammen mit den Markats und den Naymans gegen dich. Ich besiegte sie und half dir, deine Kontrolle zurückzugewinnen. Als du in großer Not warst, teilte ich meine Tiere und alles, was ich besaß, mit dir. Einmal, als du in einer sehr gefährlichen und schwierigen Situation warst,
batest du mich, mein tapferes Team zu schicken, um dich zu retten. Ich erfüllte deine Bitte und sie retteten dich erfolgreich vor einer sehr ernsten Bedrohung. Sie halfen dir, deine Feinde zu besiegen und eine große Anzahl wertvoller Gegenstände zurückzugewinnen. In vielen anderen Fällen, als die Kane sich gegen dich verbündet haben, habe ich dir die effektivste Unterstützung BI der Besiegung geleistet. Wie kommt es, dass du, nachdem ich dir so viele Vorteile über so lange Zeit hinweg gewährt habe, planst, mich auf so unehrenhafte Weise zu verraten und zu zerstören? Es scheint, dass dieser Brief Wang Khan beeinflusste. Allerdings stand er unter dem Einfluss von Sankum und Yemuka, so dass er keine Entscheidungen alleine treffen konnte. Er schickte den Brief an Sankum, um Rat zu fragen, wie er antworten solle. Doch Sankum, der früher eifersüchtig auf Temujin war nun noch wütender wegen der Verletzung, die er erlitten hatte. Er war entschlossen, sich an ihm zu rächen und weigerte sich, irgendeine Art von Kompromiss in Betracht zu ziehen. In der Zwischenzeit erfuhren die Anführer der Tatar- und Mongolenstämme, die in der Nähe von Wang Khans Territorien lebten, von dem Konflikt zwischen Wang Khan und Temujin. Sie waren fasziniert von dem bevorstehenden Machtkampf zwischen diesen beiden Herrschern. Temujin bemühte sich aktiv, mit ihnen zu verhandeln und versuchte, sie zu überzeugen, ihn zu unterstützen. Er war ein junger und vielversprechender Mann, während Wang Khan älter wurde und größtenteils von Sankum und Yemuka beeinflusst war. Temujin, auch bekannt als Chinggis Khan, gewann als Kommandant an Popularität, während Wang Khans Ruf abnahm. Viele der Khane neigten dazu, Temujin zu unterstützen. Andere zwang er, sich ihm anzuschließen, und wieder andere überzeugte er, indem er ihnen versprach, sie von den Forderungen und der Tyrannei Wang Khans zu befreien. Er erklärte sich selbst als einen vom Himmel gesandten Boten, um ihre Befreiung zu bringen. Diese asiatischen Stämme waren immer bereit, an himmlische Boten zu glauben, die zu ihrem Vorteil erobern würden. Unter den Nationen, die sich zu dieser Zeit Temujin anschlossen, waren auch die Menschen seines eigenen Landes, Mongolistan proper. Er wurde von seinem Stiefvater, der dort das Sagen hatte, und von all seinen ehemaligen Untertanen herzlich empfangen, und sie alle versprachen, ihn im kommenden Krieg zu unterstützen. Nach einer Weile, als Temujin durch diese und ähnliche Aktionen mehr Anhänger gewann und stärker wurde, schickte er einen weiteren Boten zu Wang Khan und schlug einen Kompromiss vor. Wang Khan versammelte eine Gruppe, um den Vorschlag zu besprechen. Doch Sankum und Yemuka weigerten sich weiterhin, irgendeine Vereinbarung zu treffen. Sie sagten, sie würden nur Friedensvorschläge anhören, wenn Temujin und seine Verbündeten sich vollständig Wang Khan als ihrem rechtmäßigen Herrscher unterwerfen würden. Sankum überbrachte diese Botschaft persönlich dem Botschafter. Sankum sagte: Sag den rebellischen Mongolen, dass sie nur Frieden finden werden, wenn sie sich vollständig dem Willen des Khans unterwerfen. Was Temujin betrifft, so werde ich ihn erst wiedersehen, wenn ich ihm mit einem Schwert gegenüberstehe, um ihn zu töten. Gleich nach dieser Nachricht versuchten Sankum und Yemuka, das mongolische Territorium zu überfallen, aber sie waren erfolglos und wurden von Temujins Soldaten zurückgetrieben. Diese Scharmützel machten beide Seiten sehr wütend und führten dazu, dass sie begannen, sich auf einen umfassenden Krieg vorzubereiten. Kapitel 5 – Vom Aufstand zum Herrscher – Die Vereinigung der Stämme unter einer Flagge. Ein großes Treffen wurde für alle Verbündeten von Temujin organisiert, die sich gegen Wang Khan verbündet hatten, an einem Ort namens Mankerule. Der Zweck dieses Treffens war es, den starken Fortgang des Krieges zu planen. Häuptlinge und Anführer, die sich Temujin gegen Wang Khan angeschlossen hatten, nahmen an diesem Treffen teil, jeder begleitet von einer bedeutenden Anzahl von Soldaten. Sie führten eine große Diskussion, um Entscheidungen zu treffen. Einige Leute wollten erneut versuchen, mit Wang Khan zu verhandeln, aber Temujin überzeugte sie, dass die einzige Hoffnung darin bestand, sich vollständig zu ergeben. Er warnte, dass, wenn sie rebellierten, Wang Khan versuchen würde, sie alle zu vernichten.
Am Ende wurde vereinbart, dass jeder Mann zu seinem Stamm zurückkehren und so viele Soldaten wie möglich sammeln sollte, um den Krieg mit großer Stärke zu führen. Temujin wurde offiziell zum obersten Befehlshaber der zu bildenden Armee ernannt. Bei solchen Gelegenheiten war es üblich, dem gewählten General eine spezielle Keule oder einen verzierten Stab, bekannt als Topaz, als Symbol der Befehlsgewalt zu überreichen. Temujin erhielt den Topaz auf die übliche Weise und mit allen traditionellen Zeremonien. Er stimmte dem zu, unter der klaren Bedingung, dass jeder seine Befehle unverzüglich und ohne Frage befolgen würde. Er bestand auch darauf, die vollständige Autorität zu haben, jeden zu bestrafen, der ihm in der Weise widersprach, die er für am geeignetsten hielt, und forderte, dass sie sich ohne Zögern allen seinen Urteilen unterwarfen. Sie alle akzeptierten diese Bedingungen feierlich. Als neuer Anführer belohnte Temujin diejenigen, die Wang Khans Dienst verließen, um sich ihm anzuschließen. Er erkannte auch die beiden Sklaven an und belohnte sie, die ihn über Sankum und Yemukas Plan, ihn in seinem Lager zu überfallen, gewarnt hatten. Er befreite die Sklaven und sorgte dafür, dass sie für den Rest ihres Lebens versorgt wurden. Er nahm sie auch in die Gruppe der Exempten auf. Die Exempten waren eine spezielle Gruppe von Menschen, die als Belohnung für ihren großen öffentlichen Dienst bestimmte Rechte und Privilegien erhielten. Sie waren von der Steuerzahlung befreit. Wenn Beute vom Feind genommen wurde, erhielten sie ihren vollen Anteil ohne Abzüge, während alle anderen einen Teil ihres Anteils an den Khan abgeben mussten. Die Exempten genossen auch verschiedene andere Privilegien. Sie hatten das Recht, den Khan zu jeder Zeit zu sehen, ohne wie andere auf eine Erlaubnis zu warten. Sie hatten auch das besondere Privileg, 9 Begnadigungen für alle Vergehen zu erhalten, die sie begangen hatten. Das bedeutete, dass sie nur bestraft wurden, wenn sie 10 Vergehen oder Verbrechen begingen. Diese Privilegien wurden an ihre Nachkommen für 7 Generationen weitergegeben. Temujin überschüttete die Sklaven mit Belohnungen als Zeichen seiner tiefen Wertschätzung für ihre Rolle bei der Rettung von ihm und seiner Armee. Temujin gab den Sklaven eine großzügige Belohnung, wirklich dankbar für ihre Hilfe, die möglicherweise seine Armee und ihn selbst gerettet hatte. Er wollte auch seinen Anhängern klarmachen, dass er diejenigen, die bedeutende Hilfe leisten, immer belohnt. Temujin fand sich nun an der Spitze einer großen Gruppe von Männern wieder. Seine Priorität war es, ein Disziplinsystem zu schaffen, damit sie in geordneter und ordentlicher Weise kämpfen konnten. Er teilte seine Armee in 3 Gruppen. Die mittlere Gruppe bestand aus seinen Wachen und stand unter seinem Kommando. Die Flügel bestanden aus den Gruppen seiner Verbündeten und Freunde. Seine Strategie für den Kampfeintritt bestand darin, die beiden Flügel voranzutreiben, während das Zentrum als Reserve gehalten wurde. Das Zentrum würde dann im geeigneten Moment mit unaufhaltsamer Kraft angreifen, um den maximalen Effekt zu erzielen. Als alles bereit war, stellte Temujin seine Armee auf und begann, sich in Richtung Wang Khans Land zu bewegen. Die Einheiten, die seine riesige Horde bildeten, waren so zahlreich, dass sie die gesamte Ebene füllten. In der Zwischenzeit war Wang Khan aktiv gewesen. In seinem Namen hatten Sankum und Yemuka eine große Armee versammelt, und er hatte begonnen, von Karakorom aus zu marschieren, um seinem Feind entgegenzutreten. Seine Truppen, obwohl größer, waren jedoch nicht so gut organisiert und diszipliniert wie die von Temujin. Sie hatten auch viel Gepäck dabei, mit endlosen Wagenzügen, die Lebensmittel, Waffen und andere militärische Vorräte transportierten. Dies machte ihren Fortschritt langsam, da die Pferdetruppen in demselben Tempo wie die Wagen fahren mussten. Die Wagen waren schwer und die Straßen nicht gut ausgebaut, sodass sie nicht schnell vorankommen konnten. Die beiden Armeen kämpften eine erbitterte und blutige Schlacht auf einer Ebene zwischen 2 Flüssen. Karacher, Temujins ehemaliger Lehrer, führte eine Division von Temujins Armee, während Yemuka den gegenüberliegenden Flügel von Wang Khans Armee führte. Die anderen Flügel griffen sich auch heftig an, und für 3 Stunden war ungewiss, welche Seite siegen würde.
Schließlich erkannte Temujin, der geduldig gewartet hatte, dass es der richtige Zeitpunkt für ihn war, zu handeln. Er befahl seinen Wachen zu stürmen, und sie taten dies mit großer Kraft, überwältigten und zerstreuten Wang Kans Schwadronen. Bald erkannte Wang Kan, dass er verloren hatte, und beschloss, den Kampf aufzugeben und zu fliehen. Eine kleine Gruppe von Reitern, darunter seine unmittelbaren Begleiter und Wachen, begleitete ihn. Zunächst steuerten die Flüchtlinge auf Karakorum zu. Sie wurden jedoch so unbarmherzig verfolgt, dass sie die Richtung ändern mussten. Schließlich entschied sich Wang Kan, sein eigenes Land vollständig zu verlassen und Schutz bei einem Häuptling namens Taiyan Khan zu suchen. Taiyan Khan herrschte über einen großen Stamm namens Naimans, der einer der mächtigsten Stämme in der Karakatai-Region war. Taiyan Khan war der Vater von Temujins erster Frau, die er heiratete, als er erst etwa 14 Jahre alt war, während sein Vater noch lebte. Es wurde als seltsam angesehen, dass Wang Kan Zuflucht bei den Naimans suchte, da er schon seit einiger Zeit nicht mehr in freundschaftlichen Beziehungen zu Taiyan, dem Khan oder dem Stamm stand. Viele der untergeordneten Häuptlinge hegten einen Groll gegen ihn wegen des Schadens, den er ihnen und ihrem Land in früheren Kriegen zugefügt hatte. Doch alle diese Tatar-Stämme hatten einen starken Glauben an die Bedeutung von Gastfreundschaft. Wang Kan glaubte, dass seine Ankunft unter den Naimans als Flüchtling in Not ihre Feindseligkeit mildern würde. Er hoffte, dass diese Verwundbarkeit sie dazu ermutigen würde, ihn mit Freundlichkeit statt mit Aggression zu empfangen. Tatsächlich erwog Taiyan, der Anführer des Stammes, zunächst seinem Feind Wang Kan, der in seiner Notzeit Gastfreundschaft suchte, Zuflucht zu gewähren. Die anderen Häuptlinge widersetzten sich jedoch vehement, ihrem besiegten Feind Gnade zu zeigen, als er ihr Territorium betrat und sich ihrem Lager näherte. Sie erinnerten Taiyan daran, wie sehr er ihnen immer ein Feind gewesen war. Sie übertrieben den Schaden, den er ihnen zugefügt hatte, und stellten ihn in der schlimmstmöglichen Weise dar. Sie erwähnten auch, dass, wenn sie Wang Kan Schutz bieten würden, dies sie unweigerlich in einen Konflikt mit Temujin bringen würde. Sie waren sich bewusst, dass Temujin seinen Feind unermüdlich in ihr Territorium verfolgen würde und widersetzten sich daher stark jeglichen Bemühungen ihrerseits, Wang Kan zu schützen. Diese Gedanken beeinflussten Taiyan stark, aber er konnte sich immer noch nicht zu einer aggressiven Handlung gegen Wang Kan durchringen. Daher trafen sich die restlichen Häuptlinge, um ihre Optionen zu besprechen. Sie beschlossen, es auf sich zu nehmen, Wang Kan zu töten. Sie sagten: Taiyan stimmt dem nicht offen zu, aber er will es insgeheim und wird glücklich sein, wenn es passiert. Taiyan verstand, wie die Dinge liefen, auch wenn er so tat, als ob er es nicht täte, und ließ die anderen Häuptlinge weitermachen. Sie stellten eine Gruppe zusammen, die von 2 der Anführer, die den stärksten und intensivsten Hass auf Wang Kan hatten, angeführt wurde und gingen, um ihn abzufangen. Es scheint, dass er seine Reise nach dem Betreten des Naiman-Gebiets verzögert hatte, um herauszufinden, welche Art von Empfang ihn erwartete, bevor er weiterging. Die Naimans griffen Wang Kan schnell in seinem Lager an, töteten seine Wachen und enthaupteten ihn. Sie ließen seinen Körper dort und nahmen seinen Kopf, um ihn Taiyan zu zeigen. Taiyan war insgeheim glücklich und konnte seine Zufriedenheit über den Tod seines alten Feindes nicht verbergen. Er verspottete den Kopf sogar und sprach hasserfüllte Worte, um seine Freude über die Niederlage seines Rivalen zu zeigen. Aber dann hielt er inne und kritisierte die Häuptlinge für den Mord. Er sagte: Angesichts seines hohen Alters und seines früheren Ruhms und Ansehens als Prinz und Befehlshaber wäre es weiser gewesen, ihn zu schützen, anstatt ihn zu töten. Taiyan befahl, den Kopf mit großem Respekt zu behandeln. Nachdem er ihn ordnungsgemäß getrocknet und konserviert hatte, legte er ihn in eine silberne Schatulle und stellte ihn an einen Ehrenplatz. Während der Vorbereitungen für diese Art der Beisetzung wurde der Kopf zu einem Gegenstand von großem, feierlichem und geheimnisvollem Interesse für alle.
Es wurde berichtet, dass die Zunge mehrmals aus dem Mund hervortrat. Die Wahrsager, die diese Veränderungen beobachteten, interpretierten sie als bedeutende Zeichen für die kommenden Kriegsereignisse. Diese Zeichen deuteten darauf hin, dass Temujins Wohlstand und Macht wuchsen. Sankum, der Sohn von Wang Khan, starb in der Schlacht, aber Yemuka entkam. Gleichzeitig, weit entfernt vom Tumult der Naimans, bahnte sich Temujin einen erfolgreichen Weg im Reich von Wang Khan. Er errang einen entscheidenden Sieg in einer großen Schlacht, bei der Berichten zufolge 40.000 Soldaten getötet wurden. Diese Zahlen sind stark übertrieben. Außerdem starben in diesen Konflikten mit Barbaren viel mehr Menschen als die Anzahl der Beteiligten. Dies unterscheidet sich sehr von der gut strukturierten und geplanten Kriegsführung moderner, zivilisierter Länder, bei denen die Anzahl der Opfer im Vergleich zur Anzahl der Kämpfer niedriger ist. In jedem Fall erzielte Temujin einen großen und wichtigen Sieg. Er nahm zahlreiche Gefangene und eine beträchtliche Menge an Beute. Er erlangte auch die Kontrolle über all diese Wagenzüge, von denen viele sehr wertvolle Dinge enthielten. Er nahm auch eine große Anzahl von Pferden. Die meisten dieser Pferde gehörten den Männern, die getötet oder gefangen genommen wurden. Die verbleibenden besten Truppen von Wang Khans Armee schlossen sich nach der Schlacht ebenfalls seiner Seite an. Sie dachten, dass Wang Khans Macht zerstört war und dass Temujin von nun an als Herrscher des gesamten Landes anerkannt würde. Sie waren bereit, sofort ihre Loyalität zu ihm zu wechseln. Bald darauf wurde Temujin von seinem Schwiegervater Taiyan über den Tod von Wang Khan informiert. Diese Nachricht stärkte nur seine Entschlossenheit, alle Territorien von Wang Khan zu erobern. Einer nach dem anderen schworen die Khane, die zuvor Wang Khan treu gewesen waren, ihre Treue zu Temujin. Sie wussten, dass Widerstand zwecklos war, und sie freuten sich, ihre Loyalität zu ihrem alten Freund und Favoriten zu wechseln. Temujin reiste durch das Land und wurde überall freudig empfangen. Sein früherer Feind Yemuka war verschwunden. Yemuka, der Hauptanführer gegen Temujin gewesen war, hatte immer noch eine Gruppe bewaffneter Männer bei sich, die aus den Soldaten bestand, die er nach der Schlacht sammeln konnte. Es war jedoch unklar, wohin er gegangen war. Andere Verwandte und Freunde von Wang Khan schlossen sich schnell Temujins Seite an. Sie konkurrierten miteinander, um seine Gunst zu gewinnen. Ein Bruder von Wang Khan, der ein starker und wichtiger Anführer war, kam, um seine Hilfe anzubieten, und als Geste des guten Willens präsentierte er seine Tochter als Frau für Temujin. Temujin begrüßte den Bruder herzlich. Er akzeptierte das Geschenk seiner Tochter, aber da er bereits viele Frauen hatte und einer seiner obersten Offiziere an ihr interessiert schien, gab er die junge Frau großzügig an ihn weiter. Natürlich konnte die junge Frau ihre Meinung zu der Sache nicht äußern. Sie musste gehorsam zustimmen, was auch immer ihr Vater und die anderen Khane bezüglich ihres Schicksals entschieden. Der Name des Prinzen war Hakembu. Er kam mit Sorgen in Temujins Lager. Er hatte Angst, dass Temujin, weil er Wang Khans Bruder war, ihm gegenüber einen Groll hegen und seine Kapitulation und Geschenke ablehnen könnte. Aber als er sah, wie herzlich er empfangen wurde, fühlte er sich viel besser und bat Temujin, ihm eine Rolle in der Armee zu geben. Temujin stimmte dem gerne zu, besonders da es Wang Khans Bruder war, der darum bat. Er sagte zu Hakembu: »Natürlich bin ich dir deines Bruders wegen dankbar. Er hat mir geholfen und Schutz gewährt, als ich in Not war, und mich aufgenommen, als ich ein Flüchtling und ein Exilant war. Er zeigte mir während dieser Zeit viele Freundlichkeiten. Ich werde immer an die Hilfe denken und dafür dankbar sein, die er mir gegeben hat. Obwohl er später mein Feind wurde, hege ich keinen Groll gegen ihn oder seinen Sohn Sankum. Ich glaube, dass Yemuka, der immer gegen mich war, ihn mit falschen Informationen beeinflusst hat. Ich bin nicht wütend auf Wang Khan, weil er sich gegen mich gestellt hat, daher habe ich immer noch Respekt vor ihm. Ich bin froh, dass ich nun meine Wertschätzung gegenüber seinem Bruder durch dich für die Hilfe, die ich von Wang Khan erhalten habe, zeigen kann.«
So gab Temujin Hakembu eine wichtige Position in seiner Armee und behandelte ihn mit großem Respekt. Angesichts seiner beständigen Großzügigkeit ist es nicht überraschend, dass er großen Einfluss auf seine Anhänger erlangte. Dieser Einfluss trug wesentlich zu seinen späteren Erfolgen und seinem Ruhm bei. In der Zwischenzeit, während Sankum getötet wurde, gelang es Yemuka zu entkommen. Nach mehreren Abenteuern erreichte er schließlich das Land von Taiyan. Er brachte die verbliebenen Soldaten von Wang Kans Armee mit, die es geschafft hatten zu überleben und nicht gefangen genommen zu werden, zusammen mit vielen Offizieren. Yemuka hatte sein Bestes getan, um die verletzten Soldaten zu versorgen, indem er die verstreuten Überreste sammelte und die beschädigten Gruppen neu ordnete. Sie, zusammen mit einigen der Kranken und Verwundeten, die noch reiten konnten, hatten Taiyans Gebiete erreicht. Er war ein geschickter General und wurde am Hof von Taiyan gut aufgenommen. Taiyan, der Gerüchte über Temujins schnelle Eroberungen und wachsende Macht hörte, begann eifersüchtig zu werden und hielt es für notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Expansion seines Schwiegersohns zu begrenzen. Sicherlich hatte Taiyan viele Gespräche mit Yemuka über Temujins Persönlichkeit und Pläne. Yemuka stellte sicher, sie auf sehr negative Weise zu beschreiben, um Taiyan misstrauischer und eifersüchtiger zu machen. Er stellte Temujin als einen extrem ehrgeizigen Mann dar, der ständig Pläne schmiedet, um seine Macht zu vergrößern und sich bei der Verfolgung seiner Ziele nicht von Dankbarkeit oder Ehre leiten lässt. Er gab Temujin die gesamte Schuld am Krieg mit Wang Kan. Es passierte, weil Temujin Pläne gemacht hatte, sowohl Wang Kan als auch seinen Sohn zu ruinieren, obwohl er ihnen viel verdankte, weil sie ihm in seiner Not geholfen hatten. Yemuka sagte auch zu Taiyan, er solle aufwachen und sich vor der Gefahr schützen, bevor es zu spät sei. Yemuka sagte: Er ist zwar dein Sohn und behauptet, dein Freund zu sein, aber er ist äußerst verräterisch und prinzipienlos. Du kannst ihm in keiner Weise vertrauen, trotz deiner früheren Freundlichkeit und der familiären Bindung, die euch verbinden sollte. Er wird bereitwillig Pläne schmieden, um dir zu schaden, sobald er glaubt, dass du die Erfüllung seiner ehrgeizigen Ziele behinderst. Genauso wie bei jeder anderen Person. Diese Handlungen, basierend auf Taiyans natürlichen Ängsten, hatten eine erhebliche Wirkung. Schließlich entschied Taiyan, sich vor der Gefahr zu schützen. Er begann mit den Anführern verschiedener Stämme zu sprechen, von denen er glaubte, dass sie ihn unterstützen könnten. Bald bildete er eine starke Allianz mit denen, die Temujin und jedem anderen, der seine Macht einschränken wollte, entgegenstanden. Diese Schritte wurden heimlich unternommen, weil Yemuka und Taiyan Temujin nicht wissen lassen wollten, dass sie ein Bündnis gegen ihn schmiedeten, bis sie vollständig vorbereitet waren. Sie konnten das Geheimnis jedoch nicht so lange bewahren, wie sie es geplant hatten. Sie waren vorsichtig, keinen Khan oder Häuptling einzuladen, ihrer Liga beizutreten, bis sie sicher waren, dass die Person ihr Ziel unterstützte. Aber im Laufe der Zeit wurden sie nachlässiger und machten schließlich einen Fehler. Taiyan sandte Einladungen an einen bestimmten Prinzen oder Khan namens Alakus und bat ihn, der Liga beizutreten. Diese Einladungen waren in einem Brief geschrieben, der von einem speziellen Boten überbracht wurde. Der Brief enthielt umfassende Details über das Bündnis und skizzierte die Strategien, die die Verbündeten anwenden wollten. Zusätzlich listete er die Hauptkhane oder Stämme auf, die bereits zugestimmt hatten, der Koalition beizutreten. Es gab nun einen Herrscher namens Alakus, der über eine Nation von vielen Stämmen in der Nähe von China herrschte. Aus irgendeinem Grund entschied sich Alakus, Temujin in dem Streit zu unterstützen. Anstatt den Boten gehen zu lassen, hielt Alakus den Boten als Gefangenen und schickte den Brief, der alle Details der Verschwörung enthielt, an Temujin. Temujin war sehr überrascht, als er die Informationen erhielt, denn bis dahin hatte er seinen Schwiegervater Taiyan als einen seiner engsten und zuverlässigsten Freunde angesehen. Er versammelte schnell eine große Gruppe von Beratern, um zu besprechen, was als nächstes zu tun sei.
Temujin hatte einen Sohn namens Yugi, der nun ein junger Mann war. Temujin glaubte, dass es an der Zeit war, dass Yugi anfing, an den Angelegenheiten des Hofes teilzunehmen, zusammen mit anderen Prinzen und Häuptlingen. Er gab Yugi einen Sitz im Rat und erkannte ihn öffentlich als eine einflussreiche Figur im Staat an. Als er von Taiyan und den anderen erfuhr, dass sie eine Liga bildeten, äußerte der Rat den Wunsch, die Kräfte zu vereinen und einen sofortigen Angriff auf den Feind zu starten. Ihr Ziel war es, die Pläne des Feindes an ihrer weiteren Entwicklung zu hindern. Allerdings stießen sie auf ein Problem bei der Beschaffung einer ausreichenden Anzahl von Pferden. Die Pferde der verschiedenen Gruppen in Temujins Armee waren sehr müde von den langen Märschen und anderen schwierigen Aufgaben, die sie in den letzten Feldzügen bewältigen mussten. Sie brauchten etwas Zeit, um sich auszuruhen und zu erholen, bevor sie eine neue Expedition beginnen konnten. Aber ein bestimmter Anführer namens Bulai, der mit Temujin verwandt war, löste dieses Problem schnell, indem er genügend frische Pferde für die gesamte Armee aus seinen Herden bereitstellte. Diese Tatsache zeigt das große Ausmaß des nomadischen Lebensstils der mächtigen asiatischen Führer jener Zeit. Temujin nahm das Angebot seines Onkels an und sie bereiteten sich schnell auf die Expedition vor. Als Yemuka von diesen Vorbereitungen hörte, drängte er Taiyan, die verbündeten Truppen zu sammeln und Temujins Armee zu konfrontieren, bevor sie die Grenze überschritten. Yemuka sagte: Es ist besser, ihm dort entgegenzutreten und gegen ihn zu kämpfen, wo er sich wohlfühlt, als darauf zu warten, dass er in dein Gebiet eindringt und Schaden anrichtet. Taiyan antwortete: Nein, es ist am besten zu warten. Je weiter er auf seinem Marsch geht, desto müder werden seine Pferde und Männer sein, desto weniger Vorräte werden sie haben und desto schwieriger wird es für ihn sein, sich zurückzuziehen, nachdem wir ihn in der Schlacht besiegt haben. So sammelte Taiyan zwar seine Truppen, rückte jedoch nicht vor. Als Temujin, der seine Armee anführte, die Grenze der Naiman, wie die Region genannt wurde, die von Taiyan regiert wurde, erreichte, war er überrascht, dort keinen Feind zu finden, der sie verteidigte. Dies überraschte ihn umso mehr, da die Grenze von einem Fluss gebildet wurde, der leicht zu verteidigen gewesen wäre. Als er jedoch das Flussufer erreichte, gab es kein Hindernis. Er überquerte sofort den Fluss mit all seinen Truppen und setzte seinen Marsch in das Naiman-Gebiet fort. Temujin war vorsichtig, als er weiter vorrückte, um die von Taiyan vorhergesagte Gefahr zu vermeiden. Die Gefahr bestand darin, dass er die Stärke seiner Männer, Tiere und Lebensmittelvorräte erschöpfen würde. Um dies zu verhindern, sorgte er dafür, dass er reichlich Proviant mitbrachte und langsam und stetig vorrückte, um alle frisch und stark zu halten. Schließlich erreichte er den Ort, an dem Taiyan sein Lager aufgeschlagen und seine Armeen versammelt hatte. Beide Seiten organisierten ihre Truppen schnell für die Schlacht. Yemuka führte die Streitkräfte auf Taiyans Seite, unterstützt von Kushluk, einem jungen Prinzen und Sohn Taiyans. Auf der anderen Seite wurde Yugi, der junge Sohn von Temujin, von seinem Vater eine wichtige Rolle zugewiesen. Tatsächlich wurden diese beiden jungen Prinzen, die sich intensiv rivalisierten und nachahmten, ausgewählt, um die Frontlinien im Kampf zu führen. Yugi griff zuerst an und wurde von Kushluk getroffen, der mit der Verteidigung gegen ihn beauftragt war. Beide Prinzen kämpften tapfer während der gesamten Schlacht und erlangten großen Ruhm. Die Schlacht begann am Morgen und dauerte den ganzen Tag. Am Ende gewann Temujin vollständig. Taiyan wurde am Morgen schwer verletzt und schnell vom Schlachtfeld entfernt. Jeder mögliche Versuch wurde unternommen, sein Leben zu retten, aber er verstarb kurz darauf. Sein Sohn, Prinz Kushluk, kämpfte den ganzen Tag tapfer. Als jedoch die Nacht hereinbrach und er die Niederlage erkannte, floh er mit so vielen Truppen, wie er im Chaos sammeln konnte. Diese Gruppe anführend, eilte er in das Gebiet eines seiner Onkel, des Bruders seines Vaters. Dort suchte er vorübergehend Zuflucht und plante, später seine nächsten Schritte zu entscheiden. Was Yemuka betrifft, so kämpfte er den ganzen Tag heftig, wurde aber schließlich gegen Abend umzingelt und gefangen genommen.
Temujin befahl sofort seine Hinrichtung nach der Schlacht. Er sah Yemuka nicht als ehrenwerten Gegner, sondern als Rebellen und Verräter und glaubte daher, dass er keine Gnade verdiente. Kapitel 6 – Die Krönung von Chinggis Khan, das Fundament eines Reiches. Es gab ein großes Gebiet, das einen bedeutenden Teil des inneren Asiens bedeckte. Es wurde von Temujin kontrolliert, der viele wohlhabende und mächtige Gruppen unter seiner Herrschaft hatte. Er beschloss, seine Kontrolle zu vereinigen und zu stärken, indem er eine zentralisierte imperiale Regierung über das gesamte Territorium errichtete. Es mussten noch einige Kämpfe ausgetragen werden, um die verbleibenden Führer, die Widerstand leisteten, zu besiegen, und einige Städte mussten erobert werden. Diese Siege wurden jedoch schnell errungen. Kurz nach der großen Schlacht mit Taiyan wurde Temujin der unangefochtene Herrscher von fast der gesamten bekannten Welt. Jeglicher Widerstand gegen seine Herrschaft war verschwunden, und nun lagen seine Prioritäten darin, die Organisation seiner Armee zu verbessern, Gesetze zu erlassen, eine Hauptstadt auszuwählen und ein ziviles Regierungssystem zu implementieren, das in der Lage war, die inneren Angelegenheiten eines großen Reiches zu verwalten. Temujin beschloss, Karakorum zu seiner Hauptstadt zu machen. Er zog dann mit seinen Truppen in die Stadt und betrat sie in großem Stil. Er errichtete an diesem Ort einen prächtigen Hof. Während des gesamten Winters, während er sich auf die Organisation und Stärkung seines Reiches konzentrierte, erhielt er einen kontinuierlichen Zustrom von Botschaftern aus verschiedenen Nationen und Stämmen in Zentralasien. Sie kamen, um ihm zu seinen Siegen zu gratulieren und ihre Loyalität oder Allianz im Namen der Khane, die sie vertraten, anzubieten. Diese Botschafter kamen mit gut gekleideten und vollständig bewaffneten Reitern. Die freudigen und prächtigen Szenen, die im Winter in Karakorum zu sehen waren, waren beeindruckender als alles, was dort zuvor gesehen worden war. Während die Menschen in die Paraden vertieft waren, dachte Temujin über die Art von Regierung nach, die er für sein Reich etablieren sollte, und über die Gesetze, die seine Untertanen regieren sollten. Er verstand die Bedeutung der Gestaltung eines robusten Regierungssystems, das Stabilität und Ordnung innerhalb seines weiten Herrschaftsbereichs gewährleisten würde. Er besprach dies privat mit einigen seiner Berater und ließ von Sekretären ein Regierungssystem und einen Satz von Gesetzen entwerfen. Die Pläne für diese vorgeschlagenen Gesetze wurden im Rat diskutiert. Sobald sie gut vorbereitet waren, sandte Temujin eine Nachricht an alle wichtigen Herrscher und Anführer in seinen Landen. Er bat sie, sich an einem bestimmten Tag zu versammeln, um seine Ideen zu hören. Temujin beabsichtigte, eine Regierungsform zu schaffen, bei der der Großkhan durch einen Wahlprozess von allen anderen Khanen gewählt werden sollte. Diese Wahl sollte bei einer Generalversammlung stattfinden, wann immer ein neuer Khan ernannt werden sollte. Es wurde bestimmt, dass jeder, der sich selbst zum Großkhan erklärte oder versuchte, die höchste Autorität ohne ordnungsgemäße Wahl durch die anderen Khane zu erlangen, mit der Todesstrafe belegt würde. Das Land wurde in Provinzen unterteilt, jede mit einem untergeordneten Herrscher namens Khan. Diese Herrscher waren dem Großkhan verantwortlich. Wenn der Großkhan sie rief, mussten sie sofort in die Hauptstadt kommen. Dort mussten sie erklären, wie sie ihre Provinz regierten und auf jede Anklage gegen sie antworten. Wenn sie schwerer Ungehorsamkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden, würden sie hingerichtet. Temujin verwandelte und restrukturierte die Armee nach denselben oder ähnlichen Prinzipien. Die Soldaten wurden in Gruppen von ungefähr 100 Personen eingeteilt. Jede 10 dieser Gruppen wurden dann zu einer größeren Einheit namens Regiment organisiert, die typischerweise aus rund 1000 Soldaten bestand. Die Regimenter wurden dann zu größeren Einheiten von jeweils etwa 10.000 Soldaten zusammengefasst. Offiziere wurden ausgewählt, um die Truppen zu führen, und sie erhielten Waffen und Munition, die in Lagern aufbewahrt wurden.
Die Offiziere waren dafür verantwortlich, die Vorräte an die Soldaten zu verteilen, wenn sie benötigten. Temujin sorgte auch dafür, dass Städte und Paläste gebaut, Straßen angelegt und Befestigungen errichtet wurden. Er erließ eine Regel, dass alle Menschen einen Tag pro Woche an diesen öffentlichen Arbeiten teilnehmen sollten, wann immer dies notwendig war. Trotz des gegenwärtigen Friedens im Land unter dieser neuen Regierung war Temujin entschlossen, den Kampfgeist der Menschen aufrechtzuerhalten. Er wollte sicherstellen, dass ihre Bereitschaft zum Kampf in Friedenszeiten nicht nachließ. Er schuf Gesetze zur Förderung und Kontrolle der Jagd, insbesondere der Jagd auf wilde Tiere in den Bergen. Darüber hinaus organisierte er zahlreiche Jagdausflüge mit den Adligen seines Hofes und anderen einflussreichen Führern. Der Zweck war, die Begeisterung für den Nervenkitzel und die Risiken der Jagd unter allen Kanen zu wecken. Er nutzte auch häufig militärische Kräfte während dieser Expedition, die er als eine Art Alternative zum Krieg betrachtete. Er wollte sicherstellen, dass die Einheimischen nicht als Diener arbeiteten oder niedere Aufgaben verrichteten. Stattdessen mussten sie sich auf Kriegsgefangene verlassen, die versklavt wurden. Einer der Gründe dafür war, die Menschen an den Grenzen zu ermutigen, ihre Nachbargemeinden anzugreifen und Sklaven für sich und das Land zurückzubringen. Die Eigentumsrechte an den gefangenen Sklaven wurden streng geschützt und es wurden strenge Gesetze erlassen, um sie durchzusetzen. Es war bei Todesstrafe verboten, einem Sklaven ohne Erlaubnis seines Besitzers Unterkunft, Nahrung, Wasser, Kleidung oder jegliche Hilfe zu gewähren. Außerdem, wenn jemand auf einen entlaufenen Sklaven traf und es versäumte, ihn zu ergreifen und zu seinem Besitzer zurückzubringen, würde er ebenfalls die Todesstrafe erhalten. Jeder Mann konnte mehrere Frauen heiraten und seine weiblichen Sklaven konnten alle legal zu Konkubinen gemacht werden. Es gab eine interessante Praxis unter diesen pastoralen Nationen, die die Bedeutung von Familie und Beziehungen betonte. Zwei Familien konnten ihre Verbindung legal durch eine fiktive Heirat zwischen verstorbenen Kindern verschmelzen. Die Verträge und Zeremonien für solche Ehen wurden durchgeführt, als ob die Kinder noch lebendig wären. Anschließend wurden die beiden Familien rechtlich verbunden und waren einander verpflichtet, wie es bei einer echten Ehe der Fall wäre. Es wird gesagt, dass einige tatarische Nationen diese Tradition noch heute praktizieren. Es wird angenommen, dass eine solche Hochzeitszeremonie, die von den Eltern verstorbener Kinder durchgeführt wird, Auswirkungen auf die beteiligten Personen im Jenseits hat. Daher wird ihre auf der Erde arrangierte und geweihte Vereinigung im Himmel bestätigt und vollendet. Zusätzlich zu diesen einzigartigen und spezifischen Gesetzen gab es auch Gesetze gegen Raub, Diebstahl, Mord, Ehebruch und falsches Zeugnis. Die Strafen für diese Verbrechen waren in der Regel hart. Der Diebstahl von Vieh wurde mit dem Tod bestraft. Bei kleineren Diebstählen wurde der Kriminelle mit einem Stock geschlagen, wobei die Anzahl der Schläge von der Schwere des Vergehens abhing. Hatte der Kriminelle jedoch genug Geld, konnte er diese Strafe vermeiden, indem er das Neunfache des Wertes des gestohlenen Gegenstands bezahlte. In Bezug auf die Religion besagte Temujins Verfassung, dass es nur einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott wird als der oberste Herrscher und Gouverneur der gesamten Menschheit anerkannt. Er hat die Macht über Leben und Tod, Reichtum und Armut und hat absolute Autorität über alles. Dieser grundlegende Glaube war die einzige Voraussetzung. Temujin erlaubte den verschiedenen Nationen und Stämmen innerhalb seiner Territorien, ihre bevorzugten Arten der Anbetung zu praktizieren und ihre religiösen Rituale zu feiern. Er verbot strikt die Störung oder Verfolgung von Personen aufgrund ihrer Religion, unabhängig von deren Form. Die Zeit war gekommen, dass sich die Kane zu einem großen Treffen versammelten. Anstatt es in der Hauptstadt Karakorom abzuhalten, wählten sie einen zentralen Ort namens Dilon Ildak. Dieser Ort war bequemer, weil er die große Anzahl von Pferden und Tieren aufnehmen konnte, die die Kane immer mitbrachten.
Es war wichtig, einen Platz mit viel freiem Raum und fruchtbaren Weiden für das Lager zu finden. Als die verschiedenen Anführer ankamen, jeder mit seiner Gruppe von Anhängern, wählten sie ihre Plätze, stellten ihre Zelte auf und ließen ihre Pferde, Schafe und Ochsen auf den Ebenen grasen. Innerhalb weniger Tage füllten Zeltdörfer das gesamte Land. Reiter waren überall zu sehen und kleine Viehherden wurden von Hirten und Sklaven geführt. Das Vieh knabberte langsam an Gras, während es sich durch die Hügel und Täler bewegte. Schließlich, als alle versammelt waren, wurde in der Mitte des Lagers ein Platz für die Zeremonien ausgewählt. Ein besonderer Sitz wurde für Temujin vorbereitet, um seine Rede vor der Versammlung zu halten. Die Kane und ihre Anhänger versammelten sich um diesen Bereich, und Temujin sprach zu ihnen, erklärte, warum sie zusammengekommen waren und teilte seine Pläne für die Zukunft. Er sagte ihnen, dass durch die Siege, die sie gemeinsam errungen hatten, ein großes Reich gegründet worden war. Nun versammelte er sie, um eine Regierung für dieses Reich zu organisieren und einen Herrscher zu wählen. Er bat sie, mit der Wahl dieses Herrschers zu beginnen. Die Kane gingen dann zur Wahl über. Dies war nur eine Formalität, da erwartet wurde, dass Temujin selbst gewählt würde. Die Wahl wurde durchgeführt und einer der ältesten und angesehensten Kane wurde beauftragt, das Ergebnis bekannt zu geben. Mit großer Feierlichkeit erklärte er vor der gesamten Versammlung, dass Temujin gewählt worden war. Dann sprach er direkt zu Temujin, der für diesen Teil der Zeremonie auf einem schwarzen Filzteppich saß. Der Khan erinnerte Temujin daran, dass seine Autorität von Gott stamme und dass er vor Gott dafür verantwortlich sei, seine Macht weise zu nutzen. Der Khan sagte, dass, wenn Temujin seine Untertanen gut regiere, Gott seine Herrschaft erfolgreich machen würde. Wenn er jedoch seine Macht missbrauche, würde er ein elendes Ende finden. Nachdem die Rede beendet war, kamen 7 der Kane, die für diese Aufgabe ausgewählt worden waren, und trugen Temujin zu einem Thron, der in der Mitte der Versammlung vorbereitet worden war. Alle Kane und ihre Anhänger kamen und erzeigten ihm ihren Respekt. Unter anderem war ein alter Prophet namens Kokza, der von den Menschen sehr respektiert wurde, weil sie glaubten, er sei inspiriert und führe ein strenges Leben. Er trug dünne Kleidung und ging das ganze Jahr barfuß, und es wurde geglaubt, dass seine Fähigkeit, diese Bedingungen zu ertragen, wundersam und göttlich sei. Die Menschen gaben ihm einen Namen, der das Abbild Gottes bedeutete, und betrachteten ihn als inspiriert. Er behauptete auch, dass gelegentlich ein weißes Pferd zu ihm komme und ihn in den Himmel bringe. Dort würde er von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen und Offenbarungen empfangen, die er anderen mitteilen sollte. All dies wurde von den Menschen fest geglaubt. Der Mann könnte ein Betrüger gewesen sein oder geistig krank. In vielen Fällen wie diesem stammt die vermeintliche Inspiration, die die Person glaubt zu erleben, aus einer bestimmten spirituellen Erregung. Diese Erregung, obwohl sie die Person nicht vollständig von ihren normalen Aufgaben und Pflichten abhält, nähert sich dem Wahnsinn und führt oft letztendlich zu völliger Verrücktheit. Dieser alte Prophet trat an Temujin heran, während er auf seinem Filzteppich saß, und hielt vor allen versammelten Kanen eine feierliche Rede. Er behauptete, eine Botschaft vom Himmel bezüglich des Reiches und der Herrschaft Temujins zu haben. Laut dem Propheten wurde dieses Reich durch den Willen Gottes gegründet und würde so lange bestehen, wie Temujin lebte und an seine Nachkommen für Generationen weitergegeben werden. Nach dieser Rede nahmen die Menschen sofort den Namen an, den der Prophet ihrem neuen Anführer verliehen hatte, und begrüßten Temujin begeistert damit. So wurde unser Held Genghis Khan genannt, ein Name, der schnell in ganz Asien berühmt wurde und seither weltweit bekannt ist. Die Bedeutung dieses Titels in der Sprache der Mongolen war der große Khan der Kane. Temujin, auch bekannt als Genghis Khan, wurde von den Menschen mit einem neuen Titel ausgerufen, der ihm von dem alten Propheten verliehen worden war. Er saß auf seinem Thron, während seine Untertanen kamen, um ihm ihren Respekt zu erweisen. Zuerst traten die Kane selbst heran
und knieten 9-mal nieder, als Zeichen ihrer vollständigen Unterwerfung unter seine Autorität. Nachdem sie gegangen waren, kamen die Menschen selbst und zeigten ihren Respekt auf die gleiche Weise. Als sie nach der letzten Verbeugung aufstanden, riefen sie wiederholt und begeistert: »Lang lebe der große Genghis Khan!« Anschließend hielt der neue Kaiser eine Rede an die Khane und ihre Anhänger. Er drückte seine Dankbarkeit für die Ehre aus, die sie ihm erwiesen hatten, indem sie ihn zum obersten Anführer ernannten. Er teilte auch die Leitprinzipien, die seine Regierungsführung prägen würden. Diese Prinzipien umfassten Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gegenüber seinen Untertanen, Schutz vor Feinden und Bemühungen, ihr Wohlbefinden und Glück zu fördern. Der Kaiser versprach, sie zu Ehre und Ruhm zu führen und ihre Anerkennung weltweit sicherzustellen. Er betonte die unparteiische Behandlung aller Stämme und Horden und zeigte sowohl den Mongolen als auch den Tartaren, den beiden Hauptgruppen unter seinen Untertanen, gleiche Gunst. Nach der Rede gab Genghis Khan allen untergeordneten Khanen Geschenke, sowohl den wichtigen als auch den weniger wichtigen. Er hielt auch große Feierlichkeiten ab, die mehrere Tage andauerten. Nachdem sie die Festlichkeiten genossen hatten, verabschiedeten sich die Khane nacheinander vom Kaiser. Dann wurde das große Lager aufgelöst und die verschiedenen Stämme kehrten in ihre Heimat zurück. Nachdem die Einweihungszeremonien abgeschlossen waren, kehrte Genghis Khan mit seinen Hofbeamten und unmittelbaren Anhängern nach Karakorum zurück. Diese Stadt, obwohl sie als Hauptstadt des Reiches galt, war nicht sehr bedeutend. Tatsächlich hatten Dörfer und Städte zu dieser Zeit keine große Bedeutung, und es gab nur wenige feste Wohnplätze, die als bedeutsam angesehen wurden. Der Grund dafür ist, dass Städte Orte des Handels und der Herstellung sind und für diese Aktivitäten am wichtigsten sind. Die Mongolen und Tataren hingegen führten größtenteils ein nomadisches und pastorales Leben. Ihr Reichtum und ihre Größe waren mit großen Tierherden, schönen Zelten, langen Wagenkolonnen, die Kleidung, Waffen und andere Besitztümer transportierten, und riesigen Lagern in der Nähe fruchtbarer Weideflächen verbunden. Diejenigen, die in festen Häusern lebten, galten als eine niedrigere Klasse. Sie waren entweder wegen ihrer Armut oder ihrer Arbeit an einen Ort gebunden. Im Gegensatz dazu konnten die anderen frei mit ihrem Vieh über die Ebenen wandern. Sie konnten schnelle Pferde oder Dromedare reiten und ihr Lager aufschlagen, wo immer sie wollten, in den üppigen Tälern oder entlang der sich windenden Bäche. Karakorum war keine große und prächtige Stadt. Sie war von einer Lehmwand umgeben, einer Wand aus sonnengetrockneten Lehmziegeln. Die Häuser der Menschen waren einfache Hütten, und selbst der Königspalast und andere öffentliche Gebäude waren fragil. Der architektonische Stil der Mongolen zu jener Zeit war von Zelten beeinflusst, die als Inspiration für alle anderen Strukturen dienten. Der neue Kaiser verbrachte jedoch nicht viel Zeit in Karakorum. Er verbrachte mehrere Jahre damit, seine Truppen auf Expeditionen in verschiedene Teile seiner Ländereien zu führen. Der Zweck dieser Expedition war es, Aufstände zu unterdrücken, ungehorsame Khane zu kontrollieren und verschiedene Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Horden zu lösen. Während dieser Expedition reiste er mit seiner Armee über die Ebenen und machte leichte Märsche. Manchmal schlug er ein Lager auf und blieb dort Wochen oder sogar Monate lang, als wäre es sein Zuhause. Nicht nur Genghis Khan selbst, sondern viele andere große Häuptlinge lebten auf diese Weise. Ihre Lager glichen Städten mit Vierteln, Plätzen und Straßen. Manchmal waren diese Lager so groß, dass sie ein Gebiet von fast einer Meile in jede Richtung bedeckten. Das Zelt des Khans stand in der Mitte. Ein Platz war dafür reserviert, der groß genug war, nicht nur für das Hauptzelt selbst, sondern auch für die kleineren Zelte in der Nähe, in denen die Frauen und anderen Frauen aus der Familie des Khans wohnten. Es gab auch Reihen von Karren oder Wagen, die Vorräte, Kleidung, Waffen und andere wertvolle Gegenstände transportierten. Diese nomadischen Anführer brachten diese Gegenstände immer auf ihren Reisen mit.
Das Zelt des Khans bestand im Sommer aus einem leichten Stoff und im Winter aus wärmerem Filz. Es war höher als die anderen Zelte und mit leuchtenden Farben und anderen traditionellen Verzierungen dekoriert. Die Häuser, in denen die Frauen wohnten, die sich in der Nähe des Hauptzeltes befanden, waren manchmal Zelte und manchmal kleine Holzhütten. Wenn sie aus Holz waren, wurden sie leicht gebaut und konnten leicht zerlegt und auf Karren oder Wagen gepackt werden. So konnten sie bei Bedarf an den nächsten Lagerplatz gebracht werden, wann immer ihr Herr und Meister ihr Zuhause aus irgendeinem Grund wechseln musste. Ein bedeutender Teil des Landes innerhalb von Genghis Khans Territorium war fruchtbar und bot reichlich Gras für weidende Tiere sowie zahlreiche Quellen und Bäche. Es gab jedoch auch bergige Gebiete, in denen Tiger, Leoparden, Wölfe und andere gefährliche Raubtiere Zuflucht suchten. Genghis Khan organisierte große Jagdgesellschaften in diesen Bergen, um ihre Beute zu verfolgen. Es gab einen wichtigen Offizier im Königreich, der als Großjägermeister bekannt war. Dieser Offizier war für alles, was mit Jagd und Wild im gesamten Reich zu tun hatte, verantwortlich. Der Großjägermeister hatte einen sehr hohen Rang und sogar einen höheren Status als die obersten Minister des Staates. Genghis Khan ernannte seinen Sohn Yugi zum Großjägermeister. Yugi war zuvor im Zusammenhang mit dem wichtigen Kriegsrat erwähnt worden, den sein Vater einberufen hatte, sowie der anschließenden Schlacht, in der er großen Ruhm erlangte. Zusätzlich ernannte er 2 ältere und erfahrenere Khane zu seinen Staatsministern. Die Jagd auf wilde Bestien, so wild wie diejenigen in den asiatischen Bergen, ist eine sehr gefährliche Aktivität, selbst mit modernen Waffen wie Schießpulver und Gewehren. In der Vergangenheit, als Jäger nur Bögen, Pfeile, Speere und Lanzen hatten, war es äußerst gefährlich. Ein ausgewachsener afrikanischer Löwe wurde einst als gleichwertig mit 40 Männern angesehen, wenn nur herkömmliche Waffen gegen ihn verwendet wurden. Es wurde als fast unmöglich angesehen, den Löwen mit weniger als 40 Männern anzugreifen. Selbst mit dieser Anzahl wurde der Löwe typischerweise nicht besiegt, bevor er 2 oder 3 seiner Angreifer getötet oder verletzt hatte. Heutzutage kann eine einzelne Person, wenn sie mutig, ruhig und besonnen ist, eine solche gefährliche Situation mit den leistungsstarken Gewehren, die heute erfunden wurden, bewältigen. Die verwendete Waffe ist ein spezielles Gewehr namens Doppelbüchse, das spiralförmige Rillen im Lauf hat. Diese Rillen lassen die Kugeln beim Abfeuern rotieren, wodurch sie mit erstaunlicher Genauigkeit und Präzision durch die Luft fliegen. Die in diesen Gewehren verwendeten Kugeln sind nicht rund, sondern zylindrisch mit einer spitzen Kegelform an der Vorderseite. Sie sind hohl und mit einem explosiven Material gefüllt, das viel stärker als Schießpulver ist. Der spitze Kegel ist vom Hauptkörper der Kugel getrennt und gleitet in diesen hinein. Wenn die Kugel den Körper eines Löwen oder eines anderen wilden Tieres trifft, wirkt sie wie eine Perkussionskappe und bringt das explosive Material zur Detonation. Infolgedessen explodiert die Kugel im Körper des Tieres und verursacht schwere Schäden durch die Eisensplitter aus dem Zylinder. Infolgedessen könnte eine normale Kugel in seinem Körper stecken bleiben oder hindurchgehen, ohne großen Schaden zu verursachen, was ihn noch wütender machen und zu einem intensiveren Angriff auf seinen Feind führen würde. Wenn jedoch eine explosive Kugel ihn irgendwo am Körper trifft, wird er sofort außer Gefecht gesetzt und verspürt intensive Schmerzen, die schließlich zu seinem Tod am Boden führen. Deshalb war die Jagd auf wilde Tiere in den Bergen sehr gefährlich. Aus diesem Grund war die Position des Großjägermeisters hoch angesehen. Nicht jede Jagd war jedoch so gefährlich wie oben beschrieben. Einige Tiere sind von Natur aus scheu und harmlos und versuchen, sich durch Flucht zu retten. Solche Tiere wurden mit schnellen Pferden und Hunden gejagt und gefangen oder durch clevere Taktiken überlistet. In bestimmten Regionen der Mongolei benutzten Jäger diese Methode, um eine bestimmte Art von Hirsch zu fangen. Die Jäger, wenn sie sich der Stelle näherten, an der eine Gruppe von Hirschen fraß, teilten sich in 2 Gruppen auf.
Eine Gruppe nahm die Geweihe von Hirschen und positionierte sie so, dass sie in den Büschen über ihren Köpfen halten konnten, so dass es aussah, als wären dort echte Hirsche. Die andere Gruppe, bewaffnet mit Bögen und Pfeilen, Speeren und anderen Waffen, versteckte sich in der Nähe. Die Gruppe mit den Geweihen machte dann ein Geräusch, das dem der weiblichen Hirsche ähnelte. Beim Hören des Rufs näherten sich die männlichen Hirsche schnell der Gegend. Die Männer, die sich in den Büschen versteckten, hoben dann die Geweihe und bewegten sie, um die Hirsche zu täuschen und einen Sinn für Wettbewerb und Ärger zu provozieren. In der Zwischenzeit fuhren die zugewiesenen Personen fort, sich als weibliche Hirsche auszugeben und den Ruf auszustoßen. Die Hirsche begannen, den Boden zu scharren und sich für einen Kampf zu rüsten. Als die Hirsche auf die falschen Geweihe in den Büschen konzentriert waren, näherten sich die Jäger heimlich. Dann zielten sie sorgfältig und schossen die ahnungslosen Tiere direkt ins Herz. Natürlich erfordert es viel Übung und Geschick, solche Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Viele andere Aspekte der Jagd erforderten spezielle Ausbildung. Eine der schwierigsten Aufgaben war es, die Pferde zu trainieren, sich Tigern und anderen wilden Tieren ohne Angst zu nähern. Pferde haben von Natur aus eine starke Angst vor diesen Tieren, und es war sehr herausfordernd, diese Angst zu überwinden. Die mongolischen Jäger fanden einen Weg, ihre Pferde mutiger zu machen und ihnen den Mut zu geben, starken Feinden gegenüberzutreten. Dieses Training machte die Pferde enthusiastisch, wie ein diszipliniertes Kriegspferd, das auf andere Pferde und Reiter im Kampf losgeht. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Bergen gab es auch Wüsten im mongolischen Land. Die größte Wüste erstreckt sich durch das Zentrum Asiens und ist eines der größten unfruchtbaren Gebiete der Welt. Im Gegensatz zu anderen Wüsten ist dieses Land stark erhöht, was zu seiner Unfruchtbarkeit beiträgt. Ein bedeutender Teil dieser Wüste besteht aus Felsen und kargem Sand. Zu der Zeit, über die wir sprechen, war sie völlig unbewohnbar. Die große Höhe des Landes machte es extrem kalt, was es fast unmöglich machte, sie außer während der wärmsten Jahreszeit zu durchqueren. In einigen niedrigeren Gebieten dieses Distrikts, die nicht so hoch gelegen und fruchtbarer waren, gab es Gras und Pflanzen, die die Tiere fressen konnten. Daher gingen die Menschen zu bestimmten Jahreszeiten dorthin, um ihre Tiere weiden zu lassen. Im ganzen Land gab es keine großen Wälder. Es gab nur einige wenige dichte Dickichte in den Bergen, wo sich wilde Tiere versteckten und ihre Behausungen bauten. Ein möglicher Grund für den Mangel an Wäldern war die Praxis, die Ebenen jedes Frühjahr zu verbrennen, ähnlich wie es die amerikanischen Ureinwohner auf den Prärien Amerikas taten. Im Frühjahr bedeckte das alte, trockene Gras vom Vorjahr den Boden und machte es dem frischen Gras schwer zu wachsen. Um dieses Problem zu lösen, zündeten die Menschen das trockene Gras an einem windigen Frühlingsmorgen an. Das Feuer brannte schnell alles oberirdisch ab, aber die Graswurzeln blieben sicher im Boden. Kurz darauf wuchs das neue Gras sehr gut. Die Menschen glaubten, dass das neue Gras so grün aussah und schnell wuchs, weil das alte, tote Gras verschwunden war. Aber heute wissen wir, dass das Verbrennen des alten Grases Asche auf dem Boden hinterlässt, die dem neuen Gras hilft, besser zu wachsen. Der Grund, warum die frische Vegetation so üppig aussieht, liegt also hauptsächlich daran. Dies war das Land, in dem die umherziehenden pastoralen Stämme lebten, die nun unter der Kontrolle von Genghis Khan standen. Seine Herrschaft hatte keine festen Grenzen, da sie sich über bestimmte Stämme erstreckte, anstatt über eine bestimmte Region. Fast alle Stämme der Mongolen und Tataren hatten sich ihm nun unterworfen. Dennoch musste er gelegentlich kleine Kriege mit entfernten Stämmen führen, bevor seine Autorität vollständig und endgültig anerkannt wurde. Kapitel 7 – Die letzte Eroberung westlicher Feinde. Der Marsch zum Sieg. Prinz Kuschluk, wie sich der Leser vielleicht erinnert, war der Sohn von Taiyan, dem Khan der Naimans. Taiyan organisierte das große Khans-Bündnis gegen Temujin auf Anstiftung von Yemuka, wie in Kapitel 10 erwähnt.
Kuschluk war der junge Prinz, der Yugi, dem Sohn von Temujin, in der entscheidenden Schlacht gegenüberstand. In dieser Schlacht wurden sowohl Taiyan als auch Yemuka getötet, aber Kuschluk konnte entkommen. Er wurde bei seiner Flucht von einem Anführer namens Tukta Bey begleitet. Tukta Bey war der Häuptling eines starken Stammes. Die Stadt, die er als seine Hauptstadt betrachtete, war Kashin, die im Südwesten in der Nähe der chinesischen Grenze lag. Tukta Bey ging mit Kuschluk nach Kashin und begann, eine neue Armee zur Bekämpfung von Temujin aufzustellen. Ich erwähne Temujin, weil diese Ereignisse direkt nach der Schlacht stattfanden, bevor Temujin als Chingis Khan bekannt wurde. Temujin erfuhr, dass Tukta Bey und der junge Prinz nach Kashin gegangen waren. Er beschloss, ihnen dorthin zu folgen. Als Tukta Bey von Temujins Ankunft hörte, begann er, die Stadt zu befestigen und die Anzahl der Soldaten zu erhöhen. Er legte auch Vorräte an Nahrungsmitteln und militärischen Bedarf an. Während er diese Vorbereitungen traf, erhielt er die Nachricht, dass Temujin mit einer großen Armee näherte. Tukta Bey erkannte, dass seine Stadt einer so großen Streitmacht nicht lange standhalten würde. Er war unsicher, was er als nächstes tun sollte. Nun gab es einen Bruder von Taiyan Khan namens Boyrak. Boyrak war der Anführer einer starken Gruppe von Menschen, die in einem nahegelegenen Gebiet lebten, nicht weit von Tukta Beys Land entfernt. Tukta Bey glaubte, dass er Boyrak leicht davon überzeugen könnte, ihm im Krieg zu helfen, da es ein Krieg gegen den Feind seines Bruders war. Tukta Bey beschloss, seine Hauptstadt zu verlassen und die Soldaten, die er dort stationiert hatte, sie schützen zu lassen. Er plante, in Boyraks Land zu gehen, um mehr Unterstützung für den Krieg zu bekommen. Zuerst schickte er Prinz Kuschluk weg, um dessen Sicherheit zu gewährleisten. Nachdem er die notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte, um seine Stadt im Falle eines Angriffs zu verteidigen, nahm er seinen ältesten Sohn und eine kleine Gruppe von Reitern, um zu Boyrak zu gehen. Er war auch um die Sicherheit seines Sohnes besorgt. Dementsprechend entdeckten Temujin und seine Truppen bei ihrer Ankunft in der Stadt Kashin, dass die Flüchtlinge, die sie verfolgten, bereits gegangen waren. Temujin beschloss jedoch, die Stadt zu erobern. Er umzingelte sie sofort und begann den Angriff. Die Garnison leistete starken Widerstand, aber Temujins Kräfte waren zu mächtig. Die Stadt wurde schnell erobert. Temujin befahl seinen Soldaten, jeden, der gegen sie bewaffnet war, innerhalb der Mauern erbarmungslos zu töten. Sie zerstörten auch die Mauern und anderen Verteidigungsanlagen der Stadt. Er machte dann eine Proklamation, die den Rest des Stammes Frieden und Vergebung anbot. Die Bedingung war, dass sie ihm ihre Loyalität versprechen würden. Dies akzeptierten sie ohne zu zögern. Viele Führer aus verschiedenen Stämmen akzeptierten auch Temujins Autorität und versprachen, ihm zu folgen. Dies geschah direkt nach der großen Schlacht mit Taiyan, bevor Temujin Kaiser wurde oder seinen neuen Titel Chingis Khan erhielt. Tatsächlich war Temujin ein wenig besorgt über die Zeit, die er während seiner Expedition nach Kashin in Verfolgung von Kuschluk und Tukta Bey verlor. Er wollte so schnell wie möglich nach Karakorum gehen, um seine Regierung zu organisieren und zu stärken. Deshalb beschloss er, die Flüchtigen nicht weiter zu verfolgen und stattdessen direkt nach Karakorum zu gehen. Er plante, sich in der nächsten Saison mit Kuschluk und Tukta zu befassen. Während seines Aufenthalts in Karakorum verbrachte er den Winter damit, die Verfassung für sein neues Reich zu erstellen und Vorbereitungen für ein großes Treffen der Khane im Frühjahr zu treffen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben. In der Zwischenzeit wurden Tukta Bey und Prinz Kuschluk herzlich von Boyrak, Taiyans Bruder, empfangen. Sie dachten zunächst, dass Temujin den Prinzen weiterhin verfolgen würde, nachdem er Kashin erobert und zerstört hatte. Daher begann Boyrak mit den Vorbereitungen zur Verteidigung. Ihre Ängste wurden jedoch vorübergehend gelindert, als sie erfuhren, dass Temujin die Verfolgung eingestellt und nach Karakorum zurückgekehrt war. Sie wussten jedoch, dass die Gefahr nur verzögert war.
Boyrak war entschlossen, die Sache seines Neffen zu schützen und Rache für den Tod seines Bruders zu suchen. Er arbeitete hart daran, seine Armee zu vergrößern, seine Befestigungen zu stärken und alle notwendigen Verteidigungsmaßnahmen gegen den erwarteten Angriff in der kommenden Saison zu sammeln. Boyraks Vorhersage eines Angriffs bewahrheitete sich. Nachdem er sich um die Angelegenheiten seiner Regierung gekümmert hatte, bereitete Temujin, nun bekannt als Tschingis Khan, schnell eine Expedition gegen Tukta Bey und Boyrak vor. An der Spitze einer mächtigen Armee betrat er Boyraks Territorien. Boyrak stellte sich ihm entgegen und es kam zu einer großen Schlacht, die in Boyraks vollständiger Niederlage endete. Als er erkannte, dass er die Schlacht verloren hatte, versuchte er zu fliehen, aber er wurde verfolgt, gefangen genommen und in das Lager von Dschingis Khan gebracht, wo er getötet wurde. Dschingis Khan rechtfertigte diese grausame Tat wahrscheinlich, indem er behauptete, dass der Gefangene, wie Yemuka, kein fairer und ehrenvoller Feind, sondern ein Rebell und Verräter war. Daher wurde seine Tötung als die Hinrichtung eines Verbrechers und nicht als Mord an einem Gefangenen angesehen, aber obwohl Boyrak selbst gefangen genommen und getötet wurde, gelang es Kuschluk und Tukta Bey zu entkommen. Sie liefen nach Norden und Westen, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. Schließlich fanden sie einen sicheren Ort an den Ufern des Flusses Irtisch. Dieser Fluss entspringt nicht weit von der Mitte des asiatischen Kontinents und fließt nordwärts in den nördlichen Ozean. Der Fluss floss in dem Land nordwestlich von Dschingis Khans Gebieten, jenseits seiner Grenzen. Prinz Kuschluk und Tukta Bey durchquerten mit ihrer kleinen Gruppe von Anhängern dieses Land, bis sie bei einer Festung namens Ardisch ankamen. Sie beschlossen, dort Stellung zu beziehen. Sie waren hier bei Freunden, weil Ardisch an der Grenze zu Tukta Beys Territorium lag. Die Menschen in der Gegend schlossen sich schnell Tuktas Gruppe an, und der flüchtende Anführer fand sich bald an der Spitze einer großen Streitmacht wieder. Diese Streitmacht wurde weiter verstärkt durch die Ankunft verstreuter Gruppen, die aus der Schlacht, in der Boyrak und Tukta Bey getötet wurden, entkommen waren, sich aber während ihrer Flucht von Tukta Bey getrennt hatten. Anfangs schien Dschingis Khan über den Aufenthaltsort der Flüchtigen im Unklaren zu sein. Doch erst im folgenden Jahr entschied er sich, sie zu verfolgen. Nachdem er von ihrem Aufenthaltsort und ihren Aktivitäten erfahren hatte, organisierte er eine Expedition, um in die Irtisch-Region einzudringen und einen Angriff zu starten. Er kam während des strengen Winters in das Land. Er hatte zu dieser Jahreszeit Eile, um Tukta Bey daran zu hindern, seine Befestigungen fertigzustellen. Tukta Bey und seine Gefährten waren überrascht, als sie erfuhren, dass ihr Feind zu dieser Jahreszeit herannahte. Trotz ihrer unfertigen Festungsverteidigungen erkannten sie schnell die Aussichtslosigkeit, sich Dschingis Khans Armee im offenen Kampf zu stellen. Sie erkannten, dass ihre Vorbereitungen gegen die gewaltige Streitmacht, die er anführte, unzureichend waren. Daher suchten sie alle Zuflucht in und um die Festung und warteten dort auf ihren Feind. Die Winter in dieser Gegend waren sehr kalt, und das Land, das Dschingis Khan durchqueren musste, war voller Herausforderungen. Die Flussarme, die er überqueren musste, waren mit Eis blockiert, und die Straßen waren vielerorts aufgrund von Schnee fast unpassierbar. Der Kaiser kannte den Weg zur Festung, in der sich Tukta Bey und seine Anhänger versteckt hielten, nicht. Es wäre ihm fast unmöglich gewesen, sie ohne die Hilfe bestimmter Stämme, deren Territorien er durchquerte, zu finden, da sie ihm Führer zur Verfügung stellten. Diese Stämme verstanden, dass ein Widerstand gegen Dschingis Khans mächtige Streitmacht sinnlos wäre. Stattdessen ergaben sie sich ihm sofort und schickten Gruppen von Reitern, um ihn entlang des Flusses zu führen. Unter der Leitung dieser Führer setzte Dschingis Khan seinen Weg fort. Er erreichte schließlich die Festung von Ardisch und zwang Tukta Bey und seine Verbündeten sofort zur Auseinandersetzung. Tuktas Armee wurde schnell besiegt und zum Rückzug gezwungen. Tukta und viele andere Khane und Häuptlinge, die Be'eim waren, wurden getötet.
aber Prinz Kuschluk hatte das Glück zu entkommen. Er entkam mit einer kleinen Gruppe von Anhängern, die alle schnelle Pferde ritten. Nach langen Reisen und dem Ertragen vieler Härten und Leiden erreichte der unglückliche Flüchtling schließlich das Land eines mächtigen Prinzen namens Gurkhan. Gurkhan herrschte über ein Land namens Turkestan, das in Westasien in der Nähe des Kaspischen Meeres liegt. Von hier stammen die Türken, die sich später über Westasien und Osteuropa ausbreiteten. Gurkhan empfing Kuschluk und seine Gefolgschaft sehr freundlich, und Tschingis Khan verfolgte sie nicht weiter. Es ist unklar, ob er die Entfernung für zu groß hielt oder ob er dachte, dass Gurkhans Macht zu stark war, um sein Land ohne weitere Unterstützung zu betreten. In jedem Fall gab Tschingis Khan die Verfolgung vorübergehend auf. Er sicherte sich die Belohnungen seines Sieges in Ardisch und erhielt die Kapitulation aller Stämme und Khane in diesem Gebiet, bevor er nach Hause zurückkehrte. Es wird gesagt, dass ihm in dieser Zeit einer der Khane, die sich Tschingis Khan unterwarfen, einen Vogel namens Shongar als Geschenk überreichte. Dies war ein üblicher Brauch unter den Menschen dieser Region. Der Shongar war ein großer und wilder Raubvogel, ähnlich den Falken, die im Mittelalter von europäischen Fürsten und Adligen hoch geschätzt wurden. Es war üblich, dass ein niedrigerer Khan einem höheren Khan wichtigen Anlässen einen dieser Vögel überreichte. Diese Handlung symbolisierte ihre Unterwerfung unter die Autorität des höheren Khans. Der Vogel war in diesen Fällen mit Gold und Edelsteinen geschmückt, was das Geschenk ziemlich teuer und beeindruckend machte. Tschingis Khan erhielt ein solches Geschenk von einem Häuptling namens Urus Inal. Urus war einer der Menschen, die sich Tschingis Khan in der Irtisch-Region nach der Schlacht, in der Tukta Bey besiegt und getötet wurde, unterwarfen. Urus überreichte den Vogel Tschingis Khan in einer großen Zeremonie als Zeichen der Unterwerfung und des Respekts. Es gab einen anderen mächtigen Anführer namens Idikut. Sein Stamm stand unter der Herrschaft von Gurkhan, dem Fürsten von Turkestan. Kuschluk hatte in Turkestan Zuflucht gesucht, aber Idikut entschied sich, gegen Gurkhan zu rebellieren und sich Tschingis Khan anzuschließen. Dieses Ereignis zeigt die komplexen politischen Beziehungen zwischen verschiedenen Stämmen und Nationen. Idikuts Stamm sollte Turkestan Tribut zahlen, und es gab einen Beamten namens Shuwakem, der den Tribut einsammelte und verschickte. Wie viele Steuereintreiber zu dieser Zeit verlangte Shuwakem, jedoch oft mehr als fair war. Damals sammelten Regierungen Steuern von tributpflichtigen oder eroberten Gebieten, indem sie die Rechte zur Eintreibung der Steuern an wohlhabende Einzelpersonen verkauften. Diese Person zahlte der Regierung einen festen Betrag, der normalerweise geringer war als die gesamten Steuern, und sammelte dann die Steuern von den Menschen, um einen Gewinn zu erzielen. Natürlich bedeutete dies, dass der Steuereintreiber versuchte, so viel wie möglich zu sammeln, um seinen Gewinn nach Zahlung an die Regierung zu maximieren. Jeder zusätzliche Betrag, der gesammelt wurde, galt als Gewinn des Steuereintreibers. Wenn die Menschen sich über seine Handlungen der Regierung beschwerten, bekamen sie selten Hilfe. Die Regierung erkannte, dass das Rügen oder Bestrafen des Steuereintreibers ihre Beziehung schädigen könnte. Infolgedessen würde es schwieriger werden, günstige Bedingungen mit ihm für die nächste Steuererhebung auszuhandeln. Der Anbau von Einnahmen führte zu viel unfairer Behandlung und Missbrauch, und die Menschen mussten es ertragen, weil es normalerweise keine Lösung gab. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als den König oder Häuptling selbst zu fragen, aber diese Beschwerden erhielten selten Aufmerksamkeit. Dies lag daran, dass der Herrscher sich nicht mit solchen Streitigkeiten auseinandersetzen wollte und auch weil sie nicht beweisen wollten, dass das gesammelte Geld erzwungen war. So stellte der arme Steuerzahler fest, dass sowohl die Person, die das Geld sammelte, als auch die Person, die Streitigkeiten beilegte, gegen ihn waren, und sie wurden ständig unfair behandelt. Der für die Steuererhebung in Idikuts Gebiet für Gurkhan, den König von Turkestan, zuständige Beamte war Shuwakem.
Er belastete die Menschen ungerecht, indem er mehr Steuern verlangte, als notwendig war. Es ist unklar, ob er aus seinen Handlungen als Steuerpächter Profit schlug oder ob er im Namen von Ghurkan handelte, um ihn zu beeindrucken, indem er die Einnahmen aus den Provinzen maximierte. Unabhängig davon litten die Menschen und hatten keine Möglichkeit, Ghurkan direkt zu erreichen, also brachten sie ihre Beschwerden zu Idikut, ihrem Khan. Idikut stritt sich mit Shuwakem, aber anstatt das Argument gut aufzunehmen und ruhig zu reagieren, um die Spannung zu lindern, reagierte Shuwakem wütend auf Idikuts Einmischung und drohte ihm. Das machte Idikut sehr wütend. Er war bereits verärgert, weil er es nicht mochte, dass eine Person, die einem fremden Fürsten Treue schuldete, auf stolze und herrische Weise Autorität in seinem Gebiet ausübte. Shuwakems Reaktion auf die Konfrontation über seine Erpressung machte Idikut nur noch wütender. Infolgedessen ließ Idikut Shuwakem ermorden. Er tötete auch alle anderen Beamten von Ghurkan in seinem Land, wahrscheinlich diejenigen, die Shuwakem bei der Steuereintreibung halfen. Die Ermordung dieser Beamten war ein klarer Akt der Rebellion gegen Ghurkan. Um sich vor den Konsequenzen zu schützen, entschied Idikut, sich und seinen Stamm mit dem Reich von Dschingis Khan zu verbünden. Er schickte schnell 2 Botschafter, um dies dem mongolischen Kaiser vorzuschlagen. Die Gesandten, begleitet von einer passenden Gruppe von Wachen und Bediensteten, betraten das mongolische Territorium. Sie trafen bald auf Dschingis Khan, der zu einem Stamm oder einer Horde marschierte, die gegen ihn rebelliert hatte. Der warme Empfang, den sie erhielten, lag an den Absichten von Dschingis Khan. Obwohl er noch nicht bereit war, offen Krieg gegen Ghurkan zu führen oder sein Land zu betreten, um Prinz Kuschluk zu jagen, hatte er Pläne, diese Aktionen in Zukunft durchzuführen. In der Zwischenzeit war er erfreut, seinen Feind zu schwächen, indem er jede tributpflichtige Stämme, die geneigt waren, gegen Ghurkan zu rebellieren, dazu überredete, sich von dessen Reich zu lösen. Er empfing die Botschafter von Idikut herzlich und stimmte ihren Vorschlägen zu. Um seine Aufrichtigkeit zu zeigen, schickte er auch 2 eigene Botschafter, die die Botschafter von Idikut auf ihrer Rückreise begleiteten. Sie versicherten Idikut die freundliche Annahme seiner Freundschaftsangebote durch Dschingis Khan und versprachen ihm Schutz. Idikut war glücklich, als seine Boten mit der Nachricht von ihrer erfolgreichen Mission zurückkehrten. Er beschloss, Dschingis Khan in seinem Lager zu besuchen, um das Bündnis zu festigen. Idikut brachte beeindruckende Geschenke mit und führte seine Wachen zum Lager. Dschingis Khan empfing ihn herzlich, nahm die Geschenke an und war so zufrieden mit Idikut, dass er ihm eine seiner Töchter zur Heirat anbot. Was Ghurkan betrifft, so war er äußerst wütend, als er von der Ermordung Shuwakems und der anderen Beamten erfuhr. Er schwor, Rache zu nehmen, indem er Idikuts Territorien zerstörte. Als er jedoch entdeckte, dass Idikut den Schutz von Dschingis Khan gesucht hatte und sogar die Tochter des Kaisers geheiratet hatte, beschloss Ghurkan, seine Rache zugunsten eines strategischeren Ansatzes zu verschieben. Er wollte nicht die Feindseligkeit eines so mächtigen Herrschers provozieren. Prinz Kuschluk blieb viele Jahre in Turkestan und den umliegenden Ländern. Er heiratete die Tochter von Ghurkan, der ihn beschützte. Aufgrund dieser Verbindung und seines hohen Ranges in seinem eigenen Land sowie seines persönlichen Mutes und seiner militärischen Fähigkeiten gewann er schnell viel Einfluss unter den Khans Westasiens. Schließlich rebellierte er gegen Ghurkan, führte Krieg gegen ihn und nahm ihm mehr als die Hälfte seiner Ländereien ab. Danach stellte er eine große Armee auf und bereitete sich darauf vor, gegen Dschingis Khan zu kämpfen. Dschingis Khan schickte einen seiner besten Generäle, der eine kleine, aber hochorganisierte und disziplinierte Truppe anführte, um ihn zu konfrontieren. Der Name dieses Generals war Jena. Kuschluk, trotz der drohenden Gefahr, blieb unerschrocken. Seine Armee war größer als die von Jena. Also marschierte er mutig vor, um seinem Feind entgegenzutreten. Allerdings wurde er in der Schlacht besiegt. Als er erkannte, dass die Schlacht verloren war,
floh er mit einer kleinen Gruppe von Reitern, die es schafften, mit ihm zu entkommen. Jener verfolgte den Flüchtling schnell mit einer kleinen Gruppe schneller Pferde. Die Gruppe um Kuschluk, erschöpft von der Schlacht und verängstigt durch die Flucht, konnte nicht zusammenbleiben. Sie wurden nacheinander gefangen und getötet, bis nur noch 3 übrig blieben. Diese 3 blieben bei Kuschluk, bis Jenas Gruppe sie aus den Augen verlor. Schließlich, als Jena an einen Ort kam, an dem sich 2 Straßen kreuzten, fragte sie einen Bauern, ob er ungewöhnliche Reiter gesehen habe. Der Bauer sagte, dass 4 Reiter vor kurzem vorbeigekommen seien, und er sagte Jena, welche Straße sie genommen hatten. Jena und ihre Gruppe ritten in die vom Bauern angegebene Richtung weiter. Sie eilten noch schneller voran und holten schnell die verängstigten Personen ein, die zu entkommen versuchten. Sie griffen Kuschluk gnadenlos an und beendeten sofort sein Leben. Dann schnitten sie ihm den Kopf ab und kehrten zurück, um ihn zu Tschingis Khan zu bringen. Tschingis Khan belohnte Jena großzügig für ihre erfolgreiche Aktion. Er setzte Kuschluks Kopf auf einen Pfahl und stellte ihn in allen Lagern und Dörfern zur Schau, die er passierte. Er diente sowohl als Zeichen als auch als Trophäe seines Sieges über einen Feind. Zusätzlich fungierte er als Warnung für andere über die Gefahr, der sie sich aussetzen würden, wenn sie versuchten, seiner Macht zu widerstehen. Kapitel 8 – Zerstörung der Großen Mauer. Die chinesischen Dynastien gegen den Khan der Khans. Die Berichte über die Ereignisse und Handlungen während der Herrschaft von Tschingis Khan, nachdem er die Macht über die mongolischen und tatarischen Nationen erlangt hatte, sind unvollständig und in vielerlei Hinsicht unklar. Es scheint jedoch, dass im Jahr 1211, etwa 5 Jahre nachdem er Großkhan geworden war, er einen Krieg mit den Chinesen begann, der letztendlich bedeutende Folgen hatte. Das Königreich China befand sich südlich der mongolischen Gebiete. Es wurde durch die bekannte chinesische Mauer geschützt, die sich von Osten nach Westen über viele Meilen erstreckte, Hügel und Täler vom großen Wüstengebiet bis zum Meer überspannte. Die Mauer hatte strategisch entlang ihrer gesamten Länge gebaute Türme, und befestigte Städte lagen in bestimmten Abständen. Diese Städte beherbergten starke Garnisonen und Truppenreserven, die bereit waren, überall entlang der Mauer eingesetzt zu werden. Die Mauer war nicht nur die Grenze Chinas. Die chinesische Regierung kontrollierte das Gebiet außerhalb der Mauer über eine weite Strecke. Es gab viele große Städte und starke Festungen in diesem Gebiet, und chinesische Soldaten schützten sie. Die Menschen, die außerhalb der Mauer lebten, gehörten meist zur tatarischen oder mongolischen Rasse. Sie gehörten zu einer Gruppe namens die Khitan und wollten gelegentlich gegen die chinesische Herrschaft rebellieren. Ein chinesischer Kaiser suchte, die Kontrolle über bestimmte Provinzen zu verbessern. Er verfügte, dass alle wichtigen Städte und Festungen außerhalb der Mauer doppelt so viele chinesische Familien wie Khitaner enthalten sollten. Diese Politik zielte darauf ab, den chinesischen Einfluss zu verstärken und Ordnung in diesen Gebieten zu halten. Diese Regel verstärkte die Unzufriedenheit der Khitan und machte sie noch rebellischer als zuvor. Zusätzlich gab es schon seit einiger Zeit ein wachsendes Problem zwischen der chinesischen Regierung und Tschingis Khan. Es scheint, dass die Mongolen dem Kaiser von China lange Zeit eine Art Tribut gezahlt hatten. Vor vielen Jahren, als Tschingis Khan, bekannt als Temujin, in Karakorum lebte und Wang Khan diente, schickte der Kaiser einen königlichen Prinzen namens Yongzi, um den Tribut einzusammeln. Während Yongzi sich im mongolischen Gebiet aufhielt, traf er Temujin, aber sie verstanden sich überhaupt nicht. Der chinesische Prinz beleidigte Temujin, und Temujin mochte das nicht. Temujin, der stolz und temperamentvoll war, wollte wahrscheinlich den Tribut nicht zahlen. Infolgedessen wurde Yongzi extrem wütend auf ihn und beschuldigte ihn schwerer Vergehen, als er zum Kaiser zurückkehrte. Yongzi wollte, dass Temujin gefangen genommen und getötet wird,
Aber der Kaiser wollte kein so riskantes Unterfangen. Temujin erfuhr von Yongzis Plan und beschloss, dass er sich eines Tages rächen würde. Etwa 3 oder 4 Jahre nachdem Temujin auf den Thron erhoben worden war, starb der Kaiser der Chinesen und Yongzi folgte ihm nach. Schon im darauffolgenden Jahr sandte er einen Offizier zu Chingis Khan, um den üblichen Tribut zu verlangen. Als der Offizier in Chingis Khans Lager eintraf und seine Forderung stellte, fragte Chingis Khan ihn, welcher Kaiser ihn mit einer solchen Botschaft geschickt habe. Der Offizier antwortete, dass Yongzi zu jener Zeit Kaiser der Chinesen sei. Chingis Khan sagte: Yongzi! Die Chinesen haben ein Sprichwort, das besagt, dass sie glauben, einen Gott als ihren Kaiser haben zu sollen. Es scheint jedoch, dass sie nicht einmal in der Lage sind, einen respektablen Mann auszuwählen. Geh und sag deinem Kaiser, dass ich ein König bin und ihn niemals als meinen Vorgesetzten akzeptieren werde. Als der Bote mit dieser kühnen Antwort zurückkehrte, wurde Yongzi sehr wütend und begann sich auf den Krieg vorzubereiten. Auch Chingis Khan begann sofort mit seinen Vorbereitungen. Er schickte Boten zu den obersten Khans, die die Gebiete außerhalb der Mauer kontrollierten, und bat sie, sich ihm anzuschließen. Er stellte eine große Armee zusammen und setzte seine besten Generäle an die Spitze der verschiedenen Teile. Yongzi stellte ebenfalls eine große Armee auf. Historiker behaupten, sie habe 300.000 Soldaten umfasst. Er ernannte einen fähigen General namens Hujaku, um diese Armee zu führen, und befahl ihm, nach Norden zu ziehen. Das Ziel war, die Armee von Chingis Khan abzufangen und die Mauer und ihre Festungen vor seinen Angriffen zu schützen. In der folgenden Kampagne erzielte Chingis Khan großen Erfolg. Die Mongolen eroberten zahlreiche Städte und Festungen jenseits der Mauer. Jeder Sieg brachte die Stämme und Nationen in diesen Gebieten dazu, sich ihnen anzuschließen. Viele dieser Gruppen rebellierten gegen die chinesische Herrschaft und schlossen sich den Mongolen an. Unter ihnen war ein sehr einflussreicher Häuptling, der eine Armee von 100.000 Soldaten befehligte. Um sich feierlich an das Bündnis mit Chingis Khan zu binden, bestieg er mit dem Gesandten und anderen Zeugen einen Berg. Dort führte er die traditionelle Zeremonie durch, die das Opfern eines weißen Pferdes und eines schwarzen Ochsen beinhaltete. Er zerbrach auch einen Pfeil, während er einen Eid ablegte, Chingis Khan mit äußerster Ernsthaftigkeit treu zu bleiben. Um den Prinzen für seine Unterstützung zu belohnen, ernannte Chingis Khan ihn zum König jener spezifischen Region im Land. Dies zog viele weitere Anführer an, sich ihm anzuschließen, darunter einen, der ein Tor und eine Festung an der großen Mauer kontrollierte. Mit ihrer Hilfe erlangte Chingis Khan Zugang nach China, was Yongzi und seinen General Hujaku besorgte. Nach vielen Bewegungen und Manövern entdeckte Chingis Khan, dass Hujaku mit seiner gesamten Armee in einer stark verteidigungsfähigen Position am Fuße eines Berges lagerte. Chingis Khan beschloss, dorthin zu gehen und anzugreifen. Das tat er, und infolgedessen wurde Hujaku besiegt und gezwungen, sich zurückzuziehen. Hujaku zog sich in eine große befestigte Stadt zurück, und Chingis Khan verfolgte ihn und begann eine Belagerung der Stadt. Hujaku floh, als er in Gefahr war, und Chingis Khan war kurz davor, die Stadt einzunehmen. Sein Fortschritt wurde jedoch abrupt gestoppt, als er von einem Pfeil, der von der Mauer abgeschossen wurde, schwer verletzt wurde. Die Wunde war sehr schlimm. Chingis Khan konnte wegen der Wunde seine Armee nicht anführen, also zog er seine Truppen zurück und kehrte in sein eigenes Land zurück. Er wartete dort, bis seine Wunde geheilt war. Nach ein paar Monaten war er vollständig genesen, und im nächsten Jahr bereitete er eine neue Reise vor und ging erneut nach China. In der Zwischenzeit war Hujaku, der im Vorjahr wiederholt von Chingis Khan besiegt und zurückgedrängt worden war, in Ungnade gefallen. Seine Rivalen und Feinde unter den anderen Generälen und Hofbeamten verschworen sich gegen ihn.
Sie behaupteten beim Kaiser, dass er unfähig sei zu kommandieren und dass sein Versagen, die ihm anvertrauten Städte und das Land zu verteidigen, auf seine Feigheit und Inkompetenz zurückzuführen sei. Infolgedessen wurde Hujaku unehrenhaft aus seinem Kommando entlassen. Das ärgerte ihn sehr und er beschloss, sich an ihnen zu rächen. Es gab viele Unterstützer für ihn am Hof, aber auch viele Gegner. Nach einem langen und intensiven Streit setzten sich die Unterstützer erneut durch und überzeugten den Kaiser, Hujaku seine Position zurückzugeben. Der Streit wurde jedoch nicht beigelegt. Als Chingis Khan im folgenden Jahr zurückkehrte, um die Invasion fortzusetzen, waren die chinesischen Führer gespalten und ihre Handlungen wurden durch diesen Konflikt behindert. Infolgedessen erzielte er leichte Siege über sie. Anstatt gegen den gemeinsamen Feind zusammenzuarbeiten, konzentrierten sich die chinesischen Generäle ausschließlich auf ihren Streit. Schließlich wurde der Hass so intensiv, dass Hujaku beschloss, den Kaiser zu stürzen, der scheinbar der gegnerischen Seite zuneigte. Er plante, alle Führer der gegnerischen Partei zu ermorden und schließlich den Kaiser selbst zu töten, um sich selbst zum neuen Herrscher zu erklären. Um diesen Plan zu erleichtern, beschloss er, keine aggressiven Maßnahmen gegen Chingis Khan und die Mongolen zu ergreifen. Stattdessen ließ er sie weiter ins Land vordringen. Dies machte die Menschen natürlich unzufriedener und aufgeregter, was die Bühne für den geplanten Aufstand von Hujaku bereitete. Endlich war es an der Zeit zu handeln. Hujaku erschien plötzlich mit einer großen Truppe vor den Toren der Hauptstadt und schlug Alarm, dass die Mongolen kämen. Er marschierte in die Stadt und ging zum Palast, um dort Alarm zu schlagen. Gleichzeitig verbreiteten sich Soldaten, die er für diese Aufgabe befohlen hatte, in der Stadt, verhafteten und exekutierten alle Führer der gegnerischen Partei. Er behauptete, er habe eine Verschwörung aufgedeckt, in die sie verwickelt waren, um die Stadt an den Feind zu verraten. Der Angriff löste Angst und Verwirrung unter der Bevölkerung der Stadt aus und brachte die Behörden durcheinander. Außerdem waren die Beamten aufgrund von Gerüchten, dass die Mongolen bald ankommen würden, handlungsunfähig. Dies machte es ihnen unmöglich, Hujaku zu widerstehen oder die Personen zu retten, die er festgenommen hatte. Er tötete einige von ihnen sofort und sperrte andere ein. Mit voller Kontrolle über die Stadt ergriff er dann den Kaiser, setzte ihn ab und sperrte ihn ein. Kurz darauf exekutierte er ihn. Das war das Ende von Yongzi, aber Hujaku gelang es nicht, seinen Plan, Kaiser zu werden, umzusetzen. Er erkannte, dass es zu viel Widerstand dagegen geben würde, also gab er diesen Teil seines Plans auf. Stattdessen machte er einen Prinzen aus der königlichen Familie zum neuen Kaiser und behielt seine Position als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. In dem Glauben, dass er den Einfluss seiner Widersacher in der Hauptstadt beseitigt hatte, führte er seine Truppen, um Chingis Khan zu konfrontieren. Um diese Zeit geschah ihm ein Unfall und er verletzte seinen Fuß, was ihn etwas behindert machte. Trotzdem setzte er seine Reise fort. Schließlich stieß er auf die führenden Soldaten von Chingis Khans Armee an einem Ort, wo sie versuchten, einen Fluss über eine Brücke zu überqueren. Hujaku beschloss, sie sofort anzugreifen. Sein Fuß war verletzt, also konnte er nicht laufen oder reiten. Stattdessen stieg er in ein provisorisches Gefährt und wurde in die Schlacht gefahren. Die Mongolen wurden besiegt und zurückgedrängt. Vielleicht geschah dies, weil Chingis Khan nicht dort war, um sie zu führen. Er war weit hinten bei der Hauptgruppe der Armee. Hujaku wollte seinen Sieg fortsetzen, indem er am nächsten Tag die Vorhut der Mongolen angriff. Er konnte es jedoch nicht selbst tun, da sein Fuß durch die Schlacht und die rauen Bewegungen schlimmer wurde. Über Nacht trat eine Entzündung auf und die Wunde öffnete sich am nächsten Tag wieder. So musste er den Plan, selbst gegen den Feind vorzugehen, aufgeben und schickte stattdessen einen seiner Generäle, Kanqi. Kanqi zog aus, um gegen den Feind zu kämpfen, kam aber ohne Erfolg zurück. Hujaku war sehr wütend, als er Kanqis Bericht hörte. Vielleicht machte ihn die Wunde an seinem Fuß ungeduldig und unvernünftig.
So oder so sagte Hujaku, dass Kanki versagt habe, weil er zu langsam gewesen sei, den Feind zu verfolgen, was entweder Feigheit oder Verrat sei. Laut Hujaku verdiente Kanki die Hinrichtung dafür. Hujaku meldete den Fall sofort dem Kaiser und bat um Bestätigung des Todesurteils gegen Kanki und die Erlaubnis, es durchzuführen. Aber der Kaiser, der wusste, dass Kanki ein mutiger und treuer Offizier war, wollte dem nicht zustimmen. In der Zwischenzeit hatte sich Hujakus Wut etwas gelegt, bevor der Kaiser antwortete. Als er die Antwort erhielt, sagte er zu Kanki, dass er ihm doch noch eine Chance geben würde. Hujaku sagte: Übernimm erneut das Kommando über die Truppen und stelle dich dem Feind. Wenn du sie besiegst, werde ich dein anfängliches Vergehen vergeben und dein Leben verschonen. Wenn du jedoch wieder besiegt wirst, wirst du zum Tode verurteilt. Kanki führte sein Detachement erneut zum Angriff auf die Mongolen. Die Mongolen waren im Norden positioniert, auf oder in der Nähe einer sandigen Ebene. Ein starker Nordwind blies jedoch Sand und Staub in die Augen von Kankis Soldaten, was es ihnen schwer machte zu sehen. Die Mongolen hingegen wurden nicht vom Wind beeinflusst. Infolgedessen wurde Kanki mit erheblichen Verlusten zurückgeschlagen und musste sich zu Hujakus Quartier zurückziehen, um die restlichen Soldaten zu retten. Nun war er verzweifelt. Hujaku hatte gesagt, dass er sterben würde, wenn er ohne Sieg zurückkäme. Er glaubte, dass Hujaku das tun würde, weil er gewalttätig und rücksichtslos war. Er beschloss, nicht aufzugeben. Er dachte, es sei besser, im Kampf mit seinen Soldaten zu sterben, als schändlich von Hujakus Henker getötet zu werden. Also schmiedete er einen Plan mit seinen Soldaten, die Hujaku wahrscheinlich genauso hassten wie er. Als sie in die Stadt zurückkehrten, würden sie mit ihren Waffen einmarschieren, die Stadt übernehmen, den Palast umzingeln und den General gefangen nehmen oder töten, wenn er versuchte, sich zu widersetzen. Die Soldaten ergriffen schnell die Wachen an den Stadttoren und entwaffneten sie. Dann betraten sie die Stadt, schwenkten ihre Waffen und schrien. Dies verursachte zunächst Erstaunen und dann Furcht bei den Bewohnern. Die Panik erreichte schnell den Palast. Die Soldaten selbst kamen bald am Palast an, umzingelten ihn und begannen an die Tore zu hämmern, um eingelassen zu werden. Sie drangen schnell ein. Hujaku, der extrem verängstigt und panisch war, rannte aus dem Palast und versuchte, durch die Gartenmauern zu fliehen. Die Soldaten verfolgten ihn. In seinem Zustand der Aufregung und des Stresses sprang er von einer zu hohen Mauer und brach sich dabei das Bein. Er lag auf dem Boden und wand sich vor Schmerzen, als die Soldaten ihn einholten. Von der Verfolgungsjagd erfüllt mit Wut und Raserei, stachen sie ihn mit ihren Speeren nieder und töteten ihn. Kanki nahm den Kopf seines alten Feindes und brachte ihn in die Hauptstadt. Er beabsichtigte, ihn dem Kaiser zu übergeben und sich den Beamten der Justiz zu stellen. Er wollte für das Verbrechen, einen militärischen Aufstand angeführt und seinen Vorgesetzten getötet zu haben, hingerichtet werden. Nach dem Kriegsrecht war dies ein sehr ernstes und unverzeihliches Vergehen. Der Kaiser war jedoch wirklich erfreut, dass der lästige und schwierige alte General entfernt worden war. Dies lag daran, dass Individuen wie Hujaku, die unehrlich, ehrgeizig und nachlässig sind, in jedem, der mit ihnen zu tun hat, Angst und Ekel hervorrufen. Der Kaiser gab dann eine öffentliche Erklärung ab, dass Hujaku für seine zahlreichen Verbrechen zu Recht hingerichtet worden sei. Sofort ernannte der Kaiser Kanki zum neuen Anführer der Streitkräfte. Nach Hujakus Tod versuchte der Kaiser von China, seine Ländereien mit anderen Generälen vor Chingis Khan zu schützen. Der Krieg dauerte viele Jahre. Während dieser Zeit übernahm Chingis Khan die Kontrolle über den nördlichen Teil Chinas und verursachte große Zerstörung und Leid. China war ein dicht besiedeltes und wohlhabendes Land. Die Menschen, im Gegensatz zu den Mongolen und Tataren, lebten von der Landwirtschaft und waren in vielen Fertigungs- und Handwerkskünsten geschickt. Das Land war sehr fruchtbar, mit bewirtschafteten Feldern, Gärten, Obstplantagen und Maulbeerhainen. Überall im Land waren blühende Dörfer und geschäftige Städte verstreut.
Die große Mauer war vor langer Zeit gebaut worden, um dieses blühende Zentrum des Reichtums und der Industrie zu schützen. Die Chinesen waren bekannt für ihre Stabilität, Industrie und Friedfertigkeit. Die Gebiete Zentralasiens im Norden waren lange Zeit die Heimat wilder und skrupelloser Gruppen von Plünderern gewesen, wie sie unter Dschingis Khans Banner vereint waren. Die Mauer war über viele Jahrhunderte hinweg geschützt worden. Kein Anführer war mit genug Macht aufgetreten, um die verschiedenen Gruppen in einem großen Maßstab zu vereinen und eine so starke Barriere zu durchbrechen. Mit der Ankunft von Dschingis Khan wurde die Barriere jedoch endlich gebrochen, und die wilden und unbändigen Horden strömten wie eine mächtige und unaufhaltsame Welle herein. Im Jahr 1214, nach Hujakus Tod, stellte Dschingis Khan eine riesige Streitmacht zusammen, um in China einzufallen. Er teilte diese Streitmacht in 4 getrennte Bataillone, die jeweils eine andere Route nahmen und Zerstörung in verschiedenen Teilen des Landes verursachten. Jedes Bataillon war für sich eine beeindruckende Armee, und die gleichzeitige Invasion durch diese 4 Armeen löste im ganzen Land Angst und Panik aus. Der chinesische Kaiser sandte seine besten Truppen, um die Bergpässe, Brücken und Flussübergänge zu bewachen, in einem Versuch, die einfallenden Streitkräfte aufzuhalten. Seine Bemühungen waren jedoch vergeblich. Dschingis Khan hatte seine Armee vorbereitet, indem er im Vorjahr China geplündert hatte. Er hatte seinen Soldaten auch verlockende Versprechungen bezüglich der Belohnungen gemacht, die sie in dieser neuen Kampagne erhalten würden. Die Truppen waren voller Aufregung und Eifer und rückten mit solcher Kraft vor, dass sie alle Hindernisse überwanden. Der Kaiser von China wollte sein Land verteidigen, also sagte er allen Männern, die kämpfen konnten, sie sollten in die nächstgelegene große Stadt oder Festung gehen. Sie würden ausgebildet und mit Waffen ausgestattet, um zu kämpfen. Infolgedessen fanden die Mongolen, als sie durch das Land zogen, in den kleinen Städten und Dörfern nur alte und schwache Männer, Frauen und Kinder vor. Viele dieser Menschen, insbesondere diejenigen, die wichtig, attraktiv oder die ältesten Kinder zu sein schienen, wurden gewaltsam zu Sklaven gemacht. Die Invasoren nahmen auch alles Gold, Silber, Seide und andere wertvolle Gegenstände, die sie fanden, und teilten sie als Beute. Sie erbeuteten eine riesige Menge an Schafen und Rindern, sie bildeten massive Herden mit diesen Tieren und trieben sie zurück in das mongolische Territorium. Die verbleibenden Tiere wurden geschlachtet, um die Armee zu versorgen. Die Invasoren hatten die Gewohnheit, eine Stadt und ihre Umgebung zu plündern und alles, was sie nützlich fanden, mitzunehmen. Danach brannten sie die Stadt nieder und zogen weiter, wobei sie nur einen Haufen rauchender Ruinen hinterließen. Die überlebende Bevölkerung, die von den Invasoren verschont blieb, wurde in der verwüsteten Gegend in Elend und Verzweiflung zurückgelassen. Sie behandelten die Gefangenen, die sie machten, auf eine feige und schreckliche Weise. Als sie eine befestigte Stadt mit einer Garnison oder bewaffneten Kräften erreichten, die bereit waren zurückzuschlagen, brachten sie diese wehrlosen Gefangenen nach vorne und stellten sie an die Spitze der Schlacht. Dies machte es den Verteidigern auf den Mauern unmöglich, Pfeile auf die Angreifer zu schießen, ohne das Risiko einzugehen, ihren eigenen Familien Schaden zuzufügen. Die Offiziere befahlen den Männern zu schießen, aber als sie die Frauen und Kinder weinen hörten, konnten sie es nicht übers Herz bringen. Sie weigerten sich zu gehorchen, und im Chaos, das folgte, nahmen die Mongolen die Stadt leicht ein. Es gibt 2 große Flüsse in China, die von Westen nach Osten fließen. Sie sind durch eine beträchtliche Entfernung getrennt und teilen das Gebiet in 3 fast gleiche Teile. Der nördlichste Fluss wird Hoang-ho genannt. Innerhalb von 2 Jahren eroberten die Mongolen fast das gesamte Gebiet nördlich dieses Flusses, das etwa 1/3 des eigentlichen China ausmacht. Sie stießen jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Eroberung einiger gut befestigter Städte. Unter anderem gab es die Kaiserstadt Yenqing, in der der Kaiser selbst lebte. Sie war stark verteidigt, was die Mongolen zögern ließ,
sie anzugreifen. Schließlich kam Dschingis Khan mit einer großen Streitmacht an, und der Kaiser und sein Hof waren alarmiert und erwarteten einen sofortigen Angriff. Dschingis Khan zögerte jedoch. Einige seiner Generäle schlugen vor, die Mauern zu erklimmen, um die Stadt mit Gewalt zu betreten, aber er hielt es für klüger, einen anderen Plan zu wählen. Also schickte er einen Offizier in die Stadt mit Friedensvorschlägen, die dem Kaiser überbracht werden sollten. In diesen Vorschlägen erwähnte Dschingis Khan, dass er die Stadt verschonen wollte. Um jedoch seine Soldaten, die begierig darauf waren, die Stadt anzugreifen und zu plündern, zu beruhigen, verlangte er beträchtliche Geschenke. Er bot an, die Stadt zu verschonen und sich zurückzuziehen, wenn der Kaiser den Bedingungen zustimmte, die es ihm ermöglichen würden, seine Männer in dieser Hinsicht zufriedenzustellen. Der Kaiser und seine Berater waren sehr verwirrt, als sie diesen Vorschlag erhielten. Die Ratgeber hatten unterschiedliche Meinungen darüber, wie sie darauf reagieren sollten. Einige wollten ihn sofort ablehnen. Unzufrieden mit dem bloßen Ablehnen des Angebots schlug ein General eine aggressivere Reaktion vor. Er schlug vor, dass die Garnison ausmarschieren und die Mongolen direkt in ihrem Lager konfrontieren sollte, um ihren Zorn und ihre Missachtung zu demonstrieren. Einige Minister rieten dem Kaiser, die Situation zu akzeptieren und Frieden mit dem Eroberer zu schließen. Sie argumentierten, dass es zu riskant sei, den Feind in seinem Lager anzugreifen. Sie glaubten auch, dass die Verteidigung innerhalb der Stadtmauern sie großer Gefahr aussetzen würde, ohne einen bedeutenden Vorteil zu bieten. Wenn sie es nicht schafften, die Stadt zu retten, wären sie völlig ruiniert. Selbst wenn es ihnen gelänge, den Angriff abzuwehren, wäre es nur eine vorübergehende Erleichterung, da die Mongolen bald mit noch mehr Truppen und größerer Wut zurückkehren würden. Außerdem erwähnten sie, dass die Soldaten in der Festung unzufrieden und demoralisiert seien und wahrscheinlich wenig Widerstand leisten würden. Die meisten von ihnen waren Soldaten, die aus ländlichen Gebieten weit weg von ihren Lieben und ihrem Zuhause gebracht worden waren. Alles, was sie wollten, war, vom Dienst befreit zu werden, damit sie herausfinden konnten, was mit ihren Frauen und Kindern geschehen war. Der Kaiser stimmte schließlich diesem Rat zu und schickte einen Vertreter in Dschingis Khans Lager, um die Friedensbedingungen zu besprechen. Dschingis Khan stellte sehr harte Bedingungen, aber der Kaiser hatte keine andere Wahl, als sie zu akzeptieren. Eine der Bedingungen war, dass Dschingis Khan eine chinesische Prinzessin, die Tochter des verstorbenen Kaisers Yongzi, als eine seiner Frauen erhielt. Außerdem mussten sie Dschingis Khan 500 Jungen und Mädchen als Sklaven, 3000 Pferde, eine große Menge Seide und eine riesige Summe Geld zur Verfügung stellen. Sobald diese Bedingungen erfüllt waren, teilte Dschingis Khan die Sklaven und die Beute unter seinen Offizieren und Soldaten auf, hob die Belagerung auf und zog nach Norden. Was die Gefangenen angeht, die von den Soldaten in den Städten und Dörfern gefangen genommen wurden, die zuvor erwähnten Frauen und Kinder, so nahm die Armee alle mit, die als nützliche Sklaven betrachtet wurden. Die kleinen Kinder, die als Belastung galten, wurden getötet. Der Kaiser fühlte sich unwohl, selbst nachdem die mongolische Armee abgezogen war. Er befürchtete, dass sie zurückkommen könnten, selbst wenn er sie bezahlt hätte. Deshalb schlug er vor, seinen Hof in eine große Stadt in der Provinz Henan auf der anderen Seite des Hoangho-Flusses zu verlegen. Einige seiner Berater waren jedoch anderer Meinung. Sie glaubten, dass der Kaiser die nördlichen Provinzen auf diese Weise für immer verlieren würde. Dschingis Khan würde bald die vollständige Kontrolle über das gesamte Gebiet übernehmen. Sie schlugen vor, dass der beste Plan darin bestand, in der Hauptstadt zu bleiben und das Land stark zu verteidigen. Um auf eine mögliche Rückkehr des Feindes vorbereitet zu sein, müssten sie neue Soldaten rekrutieren, die Befestigungen reparieren, die Garnison verstärken und ihre Vorräte an Lebensmitteln und anderen militärischen Gütern auffüllen. Dies würde es ihnen ermöglichen, dem Feind energisch und effektiv zu widerstehen. Aber der Kaiser ließ sich nicht überzeugen. Er erklärte, dass die Schatzkammer leer sei, die Truppen demoralisiert seien,
die Städte in der Nähe der Hauptstadt ruiniert seien und das gesamte Land durch die mongolischen Invasionen schwer beschädigt worden sei. Infolgedessen war es unmöglich, eine beträchtliche Anzahl neuer Soldaten zu rekrutieren. Daher war die einzige gangbare Option der Regierung, sich nach Süden über den Fluss zurückzuziehen. Er erwähnte jedoch, dass er seinen Sohn zusammen mit einer gut ausgerüsteten Garnison zurücklassen würde, um die Hauptstadt zu schützen. Er nahm einige enge Familienmitglieder und einige Soldaten mit sich und begann seine Reise. Die Leute sahen dies als eine beschämende und unehrenhafte Flucht an. Diese Entscheidung verursachte ihm viele Probleme. Unterwegs rebellierten einige seiner Wachen gegen ihn. Einer der rebellierenden Generäle schickte eine Nachricht an Dschingis Khan, in der er ihn darüber informierte, dass der Kaiser seine Hauptstadt verlassen hatte. Der General schlug auch vor, mit all seinen Truppen die Seiten zu wechseln, unter der Bedingung, dass Dschingis Khan ihn akzeptieren würde. Als Dschingis Khan erfuhr, dass der Kaiser sich aus seiner Hauptstadt zurückgezogen hatte, war er wütend oder tat zumindest so. Er sah dies als feindseligen Akt gegen sich selbst, der den Vertrag verletzte und den Krieg neu entfachte. Also befahl er schnell einem seiner obersten Generäle, einem Häuptling namens Mingan, eine große Armee nach Süden zu führen und Yenking erneut zu belagern. Der alte Kaiser, der nun offenbar alle Hoffnung und Mut verloren hatte, war sehr besorgt um die Sicherheit seines Sohnes, des Prinzen, den er in Yenking als Verantwortlichen zurückgelassen hatte. Er befahl seinem Sohn schnell, die Stadt zu verlassen und sich ihm anzuschließen. Der Abgang des Prinzen, der diesen Befehlen folgte, machte die Stadt natürlich noch düsterer und verstärkte die weit verbreitete Unzufriedenheit, die durch das Verhalten des Kaisers verursacht wurde. Der Prinz ließ 2 Generäle für die Verteidigung der Garnison zurück, als er ging. Ihre Namen waren Wan Yen und Mon Yen. Sie mussten die Stadt vor der Armee der Mongolen verteidigen, die von Mingan angeführt wurde und sich schnell näherte. Die Generäle waren sehr beunruhigt und verwirrt aufgrund ihrer schwierigen Lage. Sie hatten nicht genügend Ressourcen für die Verteidigung und wussten nicht, was sie tun sollten. Einer von ihnen, Wan Yen, schlug vor, dass sie ihr Leben beenden sollten. Mon Yen, der Kommandeur, auf den die Truppen angewiesen waren, weigerte sich jedoch. Er glaubte, dass Selbstmord wie das Verlassen seiner Pflichten wäre, was er als unehrenhaft betrachtete. Er glaubte, dass es seine Pflicht war, bei seinen Truppen zu bleiben. Wenn sie an ihrem jetzigen Ort nicht geschützt werden konnten, würde er versuchen, sie an einen sichereren Ort zu führen, solange sie noch die Gelegenheit dazu hatten. Nachdem sein Vorschlag abgelehnt worden war, ging Wan Yen wütend. Er ging in sein Zimmer und schrieb eine Nachricht an den Kaiser. Darin beschrieb er, wie schlecht die Lage war und dass es unmöglich sei, die Stadt zu retten. Er schloss damit, dass er es verdiene zu sterben, weil er das, was der Kaiser ihm aufgetragen hatte, nicht geschafft habe. Er versiegelte und verschickte diese Nachricht. Dann versammelte er sein Hauspersonal und verteilte ruhig all seine persönlichen Besitztümer unter ihnen. Schließlich verabschiedete er sich von ihnen und ließ sie gehen. Nur ein Offizier blieb bei ihm. Vor diesem Offizier schrieb er ein paar Worte und entließ ihn dann. Als der Offizier gegangen war, trank er einen Becher Gift, den er bereits zubereiten lassen hatte. In nur wenigen Minuten war er tot. In der Zwischenzeit bereitete sich der andere General, Mon Yen, darauf vor, die Stadt zu verlassen. Er plante, einige nützliche Truppen für den Kaiser mitzunehmen, aber alle Menschen, die im Palast und in der Stadt lebten, zurückzulassen, um ihrem Schicksal ins Auge zu sehen. Unter den Palastbewohnern waren mehrere Frauen des Kaisers, die zurückgelassen worden waren, als er floh. Er hatte zu dieser Zeit nur ein paar seiner Lieblingsfrauen mitgenommen. Als diese Frauen hörten, dass Mon Yen plante, die Stadt zu verlassen und sich dem Kaiser im Süden anzuschließen, gingen sie alle gemeinsam auf ihn zu und baten ihn, sie mitzunehmen. Um ihren Bitten auszuweichen, stimmte er zu, erklärte jedoch, dass er die Stadt mit den Wachen verlassen müsse, um Vorbereitungen zu treffen. Er versicherte ihnen, dass er bald zurückkehren würde. Zufrieden mit diesem Versprechen kehrten sie in den Palast zurück, um sich auf die Reise vorzubereiten.
Mon-Yen verließ sofort die Stadt. Kurz nachdem er gegangen war, erreichte Mingan, der mongolische General, die Tore. Mit wenig Widerstand betrat er die Stadt, und Chaos und Angst breiteten sich aus. Die Soldaten durchsuchten die Stadt nach Dingen, die sie stehlen konnten, und töteten jeden, dem sie begegneten. Sie stahlen Dinge aus dem Palast und setzten ihn dann in Brand. Der Palast war sehr groß und enthielt viele Kleider und wertvolle Gegenstände. Selbst nachdem sie alle Schätze mitgenommen hatten, die sie finden konnten, brannte das Feuer in den Ruinen noch einen Monat oder länger. Was mit den unglücklichen Frauen geschah, die von Mon-Yen bezüglich ihrer Hoffnung auf Flucht getäuscht wurden, wird nicht explizit erwähnt. Sie starben wahrscheinlich zusammen mit den anderen Stadtbewohnern während des weit verbreiteten Massakers. In Zeiten des Chaos können Soldaten, die eine Stadt plündern und brandschatzen, in Raserei verfallen. Sie können Gefallen daran finden, wahllos jeden anzugreifen, der ihnen mit ihren Waffen in den Weg kommt. Mon-Yen entschuldigte sich beim Kaiser dafür, die Frauen zurückgelassen zu haben, da er glaubte, dass es unmöglich gewesen sei, sie zu retten und selbst zu entkommen. Er erklärte, dass es schwierig gewesen wäre, sich schnell mit einer Gruppe von Frauen zu bewegen. Der Kaiser akzeptierte diese Erklärung, beschuldigte Mon-Yen jedoch später des Verrats und ließ ihn hinrichten. Mingan übernahm die Kontrolle über die kaiserliche Schatzkammer. Er fand viel Seide, Gold und Silber. Er schickte all diese Dinge zu Dschingis Khan, der sich immer noch im Norden in einem großen Lager in der Tartarei befand. Anschließend führte Dschingis Khan weitere Feldzüge in China. Während dieser Feldzüge weitete er seine Eroberungen noch weiter nach Süden aus und erlangte die Kontrolle über ein großes Gebiet. Nachdem er diese Eroberungen bestätigt hatte, wählte er chinesische Offiziere, die bereit waren, in seinen Dienst zu treten, und ernannte sie zu Gouverneuren der Provinzen. Dies ermöglichte es ihm, diese Provinzen in sein Reich zu integrieren. Diese Offiziere schworen Dschingis Khan die Treue und stimmten zu, ihm den jährlich aus ihren Gebieten gesammelten Tribut zu senden. Nachdem diese Angelegenheit geregelt war, wandte Dschingis Khan seine Aufmerksamkeit den westlichen Grenzen seines Reiches zu. Diese Grenzen umfassten die tatarischen und mongolischen Gebiete, die an Turkestan und die Territorien der Muslime angrenzten. Kapitel 9 – Die Suche nach Vergeltung gegen Sultan Mohammed. Dschingis Khan erweiterte sein Reich, indem er einen Teil Chinas eroberte. Dieses Gebiet hieß Katai. Mit dieser Ergänzung und den bereits riesigen Territorien, die er bereits regierte, wurde sein Reich außergewöhnlich groß. Er beherrschte ein Land, das sich von den Japan- und Chinas-Meeren im Osten bis zum Kaspischen Meer im Westen erstreckte, eine Entfernung von fast 3000 Meilen. Diese Herrschaft war entweder direkt oder durch Tribut. Jenseits der westlichen Grenzen lagen Turkestan und andere Länder, die von den Muslimen regiert wurden. Einer der muslimischen Herrscher war Sultan Mohammed, ein mächtiger Souverän, der eine große Region in der Nähe des Kaspischen Meeres regierte. Sein Hauptmachtzentrum befand sich in einem Land namens Karazm. Er war auch als Mohammed Karazm bekannt. Es könnte erwartet worden sein, dass Dschingis Khan, nachdem er alle seine Rivalen in Asien besiegt hatte, den Sultan angreifen und seine Territorien erweitern würde. Aus irgendeinem Grund entschied er sich jedoch, einen anderen Ansatz zu versuchen. Vielleicht war er des Krieges müde, oder vielleicht waren die Ländereien des Sultans zu weit entfernt oder zu mächtig, um angegriffen zu werden. Anstatt eine Armee zu senden, entschied er sich, eine Gesandtschaft zu schicken, um ein freundliches Bündnis vorzuschlagen. Die Gesandtschaft wurde im Jahr 1217 geschickt und der Hauptbotschafter hieß Makinut. Makinut ging mit einer großen Gruppe von Begleitern und Wachen auf seine Mission. Die Reise dauerte mehrere Wochen, aber er erreichte schließlich die Ländereien des Sultans. Kurz nach seiner Ankunft durfte er den Sultan treffen. Er hatte seine Sekretäre bei sich und alle ranghöchsten Offiziere des Hofes des Sultans waren anwesend.
Er überbrachte seine Botschaft dem Publikum. In seiner Rede sprach er über die jüngsten Siege, die sein Herrscher Tschingis Khan errungen hatte. Er erwähnte auch, wie das Reich dadurch gewachsen war. Tschingis Khan kontrollierte nun alle Länder in Zentralasien, vom äußersten Osten des Kontinents bis zu den Grenzen des Sultanats. Da er nun der Nachbar des Sultans war, wollte er durch einen Vertrag ein freundliches Bündnis etablieren, das beiden Parteien zugutekommen würde. Tschingis Khan hatte einen Botschafter an den Hof des Sultans geschickt, um ein Bündnis vorzuschlagen. Der Kaiser wollte, dass der Sultan ihn als Vater betrachtete und er würde den Sultan als Sohn sehen. Unter den traditionellen Regierungskonzepten jener Zeit ging die Vater-Sohn-Beziehung über Zuneigung hinaus. Es umfasste eine Dynamik, bei der der Vater Autorität innehatte und der Sohn abhängig und unterwürfig sein sollte. Vielleicht beabsichtigte Dschingis Khan nicht, dass sein Vorschlag auf diese Weise aufgefasst wurde. Er könnte sich nur auf den Altersunterschied zwischen sich und dem Sultan bezogen haben, besonders da er schon recht alt war. Wie dem auch sei, der Sultan war zunächst nicht glücklich mit dem Vorschlag, wie er vom Botschafter präsentiert wurde. Der Sultan hörte Makinuts Worte jedoch schweigend an und wartete, bis die öffentliche Versammlung vorbei war. Dann nahm er Makinut in ein anderes Zimmer für ein privates Gespräch. Er bat Makinut, die wahre Situation bezüglich all der angeblichen Siege von Tschingis Khan zu erklären. Um Ehrlichkeit zu fördern, gab er Makinut einen schönen Schal, der mit kostbaren Juwelen verziert war. Der Sultan fragte: Wie steht es damit? Hat der Kaiser all diese Eroberungen gemacht und ist sein Reich so umfangreich und mächtig, wie er vorgibt? Sag mir die Wahrheit darüber. Makinut antwortete: Was ich Eurer Majestät gesagt habe, ist die Wahrheit. Mein Herr, der Kaiser, ist so mächtig, wie ich ihn dargestellt habe. Ihr werdet es bald herausfinden, Eure Majestät, falls ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit ihm haben solltet. Die kühne und trotzige Sprache des Botschafters machte den Sultan noch gereizter. Er war sehr wütend in seiner Antwort. Der Sultan erwiderte: Ich verstehe nicht, warum Euer Herr mir diese Nachrichten schickt, in denen er mit den eroberten Provinzen prahlt und behauptet, mächtiger als ich zu sein. Er erwartet, dass ich ihn wie einen Vater respektiere und damit zufrieden bin, wie sein Sohn behandelt zu werden. Ist er wirklich so wichtig? Makinut erkannte nun, dass er vielleicht zu direkt gesprochen hatte. Er begann schnell, seine Worte zu mildern und dem Sultan Komplimente zu machen, von dem er wusste, dass er mächtiger und glorreicher war als Tschingis Khan, trotz dessen jüngster Expansion. Makinut bat den Sultan auch, nicht wütend auf ihn zu sein, weil er die Nachricht überbrachte, die ihm anvertraut worden war. Er erklärte, dass er nur ein Diener sei und die Befehle seines Herrn befolgen müsse. Makinut versicherte dem Sultan, dass der Kaiser in seinen Worten keine bösen Absichten hatte. Er sagte, dass der Kaiser sowohl in der gesendeten Botschaft als auch in allen damit verbundenen Geschäften freundlich und ehrenhaft sein wollte. Durch die Verwendung einer friedlicheren Sprache wie dieser beruhigte sich der Sultan schließlich und stimmte allem zu, was der Botschafter vorgeschlagen hatte. Ein Friedens- und Handelsvertrag wurde erstellt und unterzeichnet, und nachdem alles geregelt war, kehrte Makinut mit vielen Geschenken in das Mongolenland zurück. Einige der Geschenke waren für ihn selbst und seine Begleiter, während andere für Tschingis Khan bestimmt waren. Er wurde auch von einer Gruppe von Händlern begleitet. Aufgrund des neuen Vertrages reisten sie mit ihren Waren in das Land von Tschingis Khan, um den neuen Markt zu erkunden. Sie reisten mit Makinut auf seiner Rückreise, um den Schutz seiner Wachen beim Passieren der Nachbarländer in Anspruch zu nehmen. Diese Länder waren mit Gruppen von Tataren gefüllt, die wenig Rücksicht auf das Gesetz nahmen, so dass es für die Händler unsicher gewesen wäre, ohne Eskorte durch sie zu reisen. Tschingis Khan war sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Gesandtschaft. Er war auch erfreut über die Geschenke, die der Sultan ihm geschickt hatte. Die Geschenke umfassten teure Stoffe für Kleidung, wunderschön gefertigte Waffen, Edelsteine und andere ähnliche Gegenstände. Er begrüßte die Händler auch herzlich und erlaubte ihnen, sich frei in seinen Gebieten zu bewegen und ihre Waren zu verkaufen.
Um die Sicherheit zukünftiger Karawanen, die zwischen seinem Land und dem des Sultans reisten, zu gewährleisten, stellte er Wachen entlang der Straßen auf. Diese Wachen waren in Festungen stationiert, die an strategischen Punkten wie Flussüberquerungen und Bergpässen lagen. Ihre Aufgabe war es, die umliegenden Gebiete zu patrouillieren und Überfälle zu verhindern. Wann immer sich eine Gruppe von Räubern bildete, jagten die Soldaten sie von einem Versteck zum anderen, bis sie vollständig vernichtet waren. Dies machte das Land in kurzer Zeit sehr sicher, sodass Handelskarawanen frei mit wertvollen Gütern, einschließlich Gold- und Silberschätzen, ohne Sorge reisen konnten. Anfangs schien es, dass einige Händler aus Mohammeds Ländern überhöhte Preise für ihre Waren verlangten. Es gibt eine Geschichte über eine Gesellschaft, die kurz nach der Gründung des Vertrages ankam. Sie versuchten, ihre Waren an Dschingis Khan zu verkaufen, aber ihre Preise waren so hoch, dass er überrascht war. Dschingis Khan sagte: Ich nehme an, indem ihr solche Preise verlangt, stellt ihr euch vor, dass ich noch nie Waren gekauft habe. Dann zeigte er ihnen seine Schätze, die über 1000 große Truhen mit verschiedenen wertvollen Gegenständen enthielten. Diese Gegenstände bestanden aus goldenen und silbernen Utensilien, luxuriösen Seidenstoffen, wunderschön verzierten Waffen und Accessoires, die mit Edelsteinen besetzt waren, und anderen ähnlichen Waren. Er erklärte, dass er ihnen diese Dinge zeigte, um seine Erfahrung im Umgang mit solchen Waren und sein Wissen über deren fairen Wert zu demonstrieren. Er stellte fest, dass die hohen Preise, die sie verlangten, wahrscheinlich darauf zurückzuführen waren, dass sie dachten, die Käufer wüssten es nicht besser. Als Antwort wählte er, sie mit ihren Waren wegzuschicken und verbot ihnen, in seinem Land Verkäufe zu tätigen, unabhängig vom angebotenen Preis. Diese Drohung wurde durchgeführt. Die Händler mussten zurückkehren, ohne irgendeine ihrer Waren verkauft zu haben. Die nächste Gruppe von Händlern, die von den Handlungen der vorherigen Gruppe hörte, beschloss, anders an die Sache heranzugehen. Als sie den Khan trafen und ihm ihre Waren zeigten, fragte er sie nach dem Preis. Sie antworteten, dass der Khan den Preis festlegen könne, da er mehr über den Wert dieser Dinge wisse als sie. Sie sagten sogar, dass der Khan die Waren nehmen könne, ohne etwas zu bezahlen, wenn er dies wolle. Der Kaiser war sehr zufrieden mit dieser Antwort. Er bezahlte ihnen das Doppelte des Preises für die Gegenstände, die er aus ihren Beständen auswählte, und gewährte ihnen besondere Handelsprivilegien mit seinem Volk, während sie sich in seinem Königreich aufhielten. Der Handel zwischen den Herrschaftsgebieten des Sultans und denen von Dschingis Khan wurde nicht ausschließlich von Händlern aus dem Land des Sultans kontrolliert. Nach der Ankunft der erwähnten Karawane organisierte Dschingis Khan eine Gruppe von Händlern aus seinem eigenen Land. Sie sollten in das Land des Sultans reisen und Waren aus dem Mongolenland mitbringen, die sie dort zu verkaufen hofften. Es gab 4 Hauptkaufleute, aber sie hatten viele Assistenten, Diener, Kameltreiber und andere mit sich, was die ganze Gruppe zu einer großen Karawane machte. Dschingis Khan schickte 3 Botschafter mit ihnen. Die Botschafter hatten eine klare Aufgabe: dem Sultan die fortwährenden freundlichen Gefühle von Dschingis Khan zu übermitteln. Zusätzlich sollten sie Khans Wunsch zum Ausdruck bringen, den bereits erfolgreich eingeleiteten Handel zwischen ihren beiden Ländern zu fördern und zu unterstützen. Die 3 Botschafter, die Dschingis Khan für diese Aufgabe auswählte, waren Muslime. Die Mongolen praktizierten eine Religion, die sich vom Islam unterschied, aber Dschingis Khan erlaubte alle Formen der Verehrung in seinem Reich. Er ernannte auch Beamte aufgrund ihrer Fähigkeiten, ohne ihre religiösen Überzeugungen zu berücksichtigen. Als er jedoch diese Gruppe von Vertretern zum Sultan schickte, wählte er speziell Botschafter aus, die Muslime aus seinem Hofstaat waren. Er glaubte, dass dies dem Sultan mehr gefallen würde, da die Botschaft von Personen überbracht würde, die den gleichen Glauben teilten. Zusätzlich stammten die 3 ausgewählten Personen aus Turkestan und waren daher sowohl mit der Sprache als auch mit dem Land vertraut. Dschingis Khan erlaubte verschiedenen Personen, die Karawane zu begleiten.
Jede seiner Frauen sowie die einflussreichen Adligen an seinem Hof durften einen Diener oder Boten zusammen mit den Händlern und Botschaftern schicken. Ihre Aufgabe war es, interessante und wertvolle Gegenstände aus den muslimischen Städten auszuwählen und zu kaufen, die die Karawane besuchen würde. Die Adligen und ihre Ehepartner waren alle sehr glücklich, diese Gelegenheit zu nutzen. All diese Leute, die Botschafter und ihre Gruppe, die Händler und ihr Personal sowie die besonderen Boten, die von den Herren und Damen des Hofes geschickt wurden, bildeten eine sehr große Gruppe. Berichten zufolge hatte die Karawane ungefähr 450 Personen, als sie bereit war, ihre Reise zu beginnen. Sobald alles vorbereitet war, begann die Karawane ihre lange Reise. Sie hatte eine entsprechende Eskorte. Um die Sicherheit der wertvollen Fracht und der Menschen zu gewährleisten, sandte Tschingis Khan Befehle an die Militärstationen entlang des Weges. Die Hauptleute wurden angewiesen, die Wache auf ihren Straßenabschnitten zu verstärken, während die Karawane vorbeizog. Durch diese und ähnliche Vorsichtsmaßnahmen gelang es der Expedition, die Reise abzuschließen und sicher im muslimischen Land anzukommen. Allerdings stießen sie kurz nach ihrer Ankunft auf sehr ernste Missgeschicke, die sich aus einer Reihe von Ereignissen ergaben, die sich bereits seit einiger Zeit abspielten. Ich werde nun etwas zurückgehen, um diese Ereignisse zu beschreiben. Es scheint, dass es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Sultan Mohammed und dem Kalifen von Bagdad gab, der Führer der muslimischen Macht war. Mohammed bat den Kalifen, ihm bestimmte Rechte und Befugnisse zu gewähren, die in der Vergangenheit anderen Sultanen für ihre großen Dienste am muslimischen Reich gewährt worden waren. Er sagte, dass er sich diese Belohnungen durch die von ihm erbrachten Dienste verdient habe. Er behauptete, über 100 Fürsten und Häuptlinge besiegt zu haben, indem er sie enthauptete und ihre Territorien seinem eigenen hinzufügte. Dies erweiterte und vergrößerte die Macht der Mohammedaner erheblich. Mohammed bat den Kalifen durch einen Botschafter, den er nach Bagdad schickte, um etwas. Nachdem er die Botschaft des Botschafters gehört hatte, lehnte der Kalif ab. Er erklärte, dass das, was Mohammed getan hatte, nicht bedeutend genug sei, um die gewünschten Ehren und Privilegien zu verdienen. Aber obwohl er sich weigerte, Mohammeds Bitte nachzukommen, zeigte er sich bereit, den Sultan selbst mit gebührendem Respekt zu behandeln. Er sandte seinen Botschafter, um den Botschafter von Mohammed auf der Rückreise zu begleiten, mit der Anweisung, die Antwort des Kalifen höflich zu übermitteln. Mohammed empfing den Botschafter des Kalifen mit großem Respekt. Obwohl er über die Antwort des Kalifen verärgert war, verbarg er seine Emotionen vor dem Botschafter. Nachdem der Botschafter gegangen war, rief Mohammed eine Ratsversammlung mit allen wichtigen Führern, Generälen und Ministern seines Reiches ein. Er informierte sie über seinen Entschluss, eine Armee aufzustellen und nach Bagdad zu marschieren, um den Kalifen zu stürzen und der neue Herrscher zu werden. Die wichtigen Personen im Rat waren eifrig dabei, sich diesem Plan anzuschließen, da sie wussten, dass sie, wenn er erfolgreich war, viele Ehren und eine Menge Schätze erhalten würden. So halfen sie alle begeistert dem Sultan, seine Armee zu erstellen und vorzubereiten. Schließlich war die Expedition bereit, und der Sultan begann seine Reise. Es gab jedoch Verzögerungen bei den Vorbereitungen, und als die Armee endlich in Bewegung setzte, war es bereits zu spät in der Saison. Die Truppen bewegten sich langsam, nachdem sie ihren Marsch begonnen hatten, und der Winter kam, während sie in den Bergpässen waren. Der Winter war sehr hart, und die Truppen litten stark unter der Kälte und dem Regen sowie den anderen Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt waren. Infolgedessen war der Sultan nicht in der Lage, weiterzumachen und musste zurückkehren und von vorne anfangen. Der schlimmste Teil war, dass der Kalif nun von seinen Plänen wusste und in der Lage sein würde, vor der nächsten Saison geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu verteidigen. Als der Herrscher von den Schwierigkeiten hörte, die der Armee des Königs widerfuhren und wie er nur knapp einer gefährlichen Invasion entkommen war, war er sehr glücklich. Er beschloss, einen Krieg gegen den rebellischen König zu beginnen.
Während der Schlachtplanung entwickelte er einen Plan, um Dschingis Khan zu überreden, einen Angriff auf die Ländereien des Königs von Osten her zu starten, während er selbst einen Angriff von Westen her führen würde. Die Hauptstadt des Herrschers, Bagdad, lag im westlichen Teil des Königreichs, während das Mongolenreich im Osten lag. Doch als der Herrscher seinen Plan seinen Beratern vorstellte, widersprachen einige von ihnen entschieden. Der Herrscher und die Menschen seiner Nation waren Anhänger des muslimischen Glaubens, während die Mongolen einer anderen Religion angehörten. Die Muslime bezeichneten die Mongolen als Ungläubige oder Heiden. Die Berater, die dem Vorschlag des Herrschers widersprachen, erhoben eine moralische Bedenken. Sie argumentierten, dass es ethisch falsch sei, die Feinde Gottes in ihr Land einzuladen, selbst um sich gegen eine aktuelle und kurzfristige Bedrohung zu verteidigen. Sie befürchteten, dass diese Entscheidung letztendlich zum Untergang ihrer Religion und ihres Reiches führen könnte. Sie betrachteten es als Gotteslästerung, eine große Gruppe von unzivilisierten Ungläubigen herbeizurufen, um Krieg gegen ihre Mitgläubigen zu führen. Der Kalif antwortete, dass der Notfall so kritisch sei, dass sie berechtigt seien, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um sich vor dem drohenden Untergang zu retten. Um Bedenken zu begegnen, dass Dschingis Khan möglicherweise zum Feind werden könnte, wenn er als Verbündeter in ihr Land gelassen würde, riet der Kalif zur Vorsicht. Er empfahl, wachsam zu bleiben und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sich gegen diese potenzielle Bedrohung zu wappnen. Außerdem würde er es vorziehen, einen offenen Ungläubigen wie Dschingis Khan als Gegner zu haben, als einen muslimischen Verräter und Rebellen wie den Sultan. Darüber hinaus äußerte er die Überzeugung, dass der mongolische Kaiser keine Feindseligkeit oder böse Absichten gegenüber den Muslimen oder ihrer Religion hege. Dies zeigte sich darin, dass er viele Muslime in seinen Territorien hatte und ihnen erlaubte, dort friedlich zu leben. Er hatte sogar muslimische Offiziere von hohem Rang an seinem Hof. Schließlich beschlossen sie, eine Nachricht zu senden und ihn einzuladen, sich dem Führer im Krieg gegen den Sultan anzuschließen. Die Herausforderung bestand nun darin, einen Weg zu finden, diese Nachricht über die Territorien des Sultans zu senden, die sich zwischen den Herrschaftsgebieten des Kalifen und Dschingis Khans befanden. Um dies zu erreichen, verwendete der Kalif eine einzigartige Methode. Anstatt die Nachricht in einem Brief zu schreiben, ließ er sie mit einer Nadel und Indigotinte auf den Kopf des Boten tätowieren. Das Tattoo wurde so gemacht, dass es vom Haar des Boten verdeckt wurde. Der Bote wurde dann als Bauer verkleidet und losgeschickt. Er schaffte es, die Reise sicher zu beenden, und als er ankam, musste Dschingis Khan nur seinen Kopf rasieren, um die Nachricht des Kalifen zu enthüllen. Diese Art der Kommunikation galt als sehr sicher. Selbst wenn der Mann angehalten und durchsucht worden wäre, hätten die Männer des Sultans nichts Verdächtiges gefunden, um ihre Vermutungen zu bestätigen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie daran gedacht hätten, seine Haare nach einem Brief zu durchsuchen. Dschingis Khan war erfreut, die Vorschläge des Kalifen zu erhalten. Er antwortete jedoch, dass er im Moment keine Angriffe gegen den Sultan starten könne, da der kürzlich geschlossene Friedens- und Handelsvertrag mit ihm bestand. Solange der Sultan den Vertrag einhielt, fühlte sich Dschingis Khan verpflichtet, ihn zu ehren. Er wusste jedoch, dass die rastlose Natur des Sultans es nicht zulassen würde, dass die Situation lange unverändert blieb. Er erwartete, dass der Sultan, sobald sich eine Gelegenheit ergab, einen Krieg gegen ihn beginnen würde. Die Situation war so, als die große Gruppe von Händlern und Diplomaten, die Dschingis Khan gesandt hatte, an den Grenzen des Sultanats ankam. Nach dem Überqueren der Grenze war der erste wichtige Ort, den sie erreichten, eine Stadt namens Otra. Der Gouverneur dieser Stadt empfing sie herzlich, und sie waren froh, die Möglichkeit zu haben, sich nach ihrer langen Reise auszuruhen. Es scheint jedoch, dass der Gouverneur seinen Gästen nicht freundlich gesinnt war. Er schickte schnell eine Nachricht an den Sultan und informierte ihn darüber, dass eine Gruppe von Menschen aus dem Mongolenreich angekommen war.
Diese Personen behaupteten, Händler und Botschafter zu sein, aber der Gouverneur vermutete, dass sie Spione waren. Sie stellten viele Fragen über die militärische Stärke und die Verteidigungsanlagen des Landes. Der Gouverneur glaubte, dass sie von Chingis Khan geschickt wurden, um Informationen für eine mögliche Invasion zu sammeln. Eine Geschichte besagt, dass der Gouverneur seine Bedenken mit dem Sultan teilte, weil er sich respektlos behandelt fühlte. Dies war der Fall, nachdem ein Botschafter aus Otra, der den Gouverneur vor seinem Aufstieg zur Macht kannte, zulässig mit ihm gesprochen hatte. Laut einer anderen Version beabsichtigte der Gouverneur, die Expedition zu sabotieren. Sein Motiv war, die wertvollen Waren und Geschenke, die von den Händlern und Botschaftern mitgeführt wurden, für sich zu beschlagnahmen. In jedem Fall schrieb er an den Sultan und beschuldigte die gesamte Gruppe, ausländische Agenten und Spione zu sein. Kurz darauf erhielt er eine Antwort vom Sultan, der ihm befahl, sie alle zu töten oder sie nach eigenem Ermessen zu behandeln. Deshalb lud er die gesamte Gruppe zu einem prächtigen Fest in seinem Palast ein. Dann, bei einem bestimmten Signal, wahrscheinlich als die meisten von ihnen betrunken und unfähig waren, sich zu verteidigen, stürmte eine Gruppe seiner Wachen herein und tötete sie alle. Oder sie versuchten, sie alle zu eliminieren, aber einer der Männer aus der Händlergruppe floh erfolgreich während der Verwirrung. Er kehrte ins mongolische Territorium zurück und informierte Chingis Khan über die Geschehnisse. Chingis Khan war sehr wütend, als er diese Nachricht hörte. Er versammelte schnell seine Söhne sowie alle wichtigen Herren und Häuptlinge seines Hofes. Er erzählte ihnen die Geschichte des Massakers an den Händlern auf eine Weise, die sie alle wütend machte und mit einem starken Verlangen nach Rache erfüllte. Er informierte den Sultan auch schnell darüber, dass er wegen einer solch schrecklichen Tat alle getroffenen Vereinbarungen gebrochen habe. Von diesem Moment an erklärte er sich zum Feind des Sultans und suchte Rache für dessen Verrat und Grausamkeit, indem er sein Land mit Feuer und Waffen angriff. Diese Nachricht wurde von 3 Botschaftern übermittelt, deren Personen gemäß allen Prinzipien des Völkerrechts als heilig hätten gelten sollen. Doch der Sultan befahl, sobald sie ihre Botschaft übermittelt hatten, ihre Köpfe abzuschlagen. Dieses jüngste Massaker machte Chingis Khan extrem wütend. Es heißt, dass er 3 Tage lang nicht aß oder schlief und fast verrückt vor einer Mischung aus Frustration, Traurigkeit und Wut schien. Danach arbeitete er Tag und Nacht unermüdlich, um seine Armee zu versammeln und für den Marsch vorzubereiten. Er ruhte nicht, bis alles bereit war. Kapitel 10 – Der Fall von Bokhara, die Kriegsmaschine von Chingis Khan. Chingis Khan bereitete sich auf einen groß angelegten Krieg vor. Er sandte Boten zu allen Fürsten, Khans, Gouverneuren und anderen Häuptlingen in seinem Reich. Die Boten erklärten den Grund für den Krieg und befahlen ihnen, ihre Truppen an den festgelegten Treffpunkten zu versammeln. Er gab spezifische Anweisungen, wie die Männer bewaffnet und ausgerüstet sein sollten. Die erforderlichen Waffen waren der Säbel, der Bogen mit einem Köcher von Pfeilen und die Streitaxt. Zusätzlich wurde jeder Soldat angewiesen, ein Seil mitzuführen, da Seile und Schnüre von Menschen, die auf Pferden leben und in Zelten wohnen, häufig benötigt werden. Die Offiziere mussten Rüstungen tragen und Waffen führen. Diejenigen, die es sich leisten konnten, sollten sich einen vollständigen Kettenpanzer besorgen. Andere sollten nur Helme und Brustplatten zum Schutz tragen. Auch die Pferde sollten gepanzert werden, entweder mit Eisen oder starkem Leder, um sie vor Pfeilen zu schützen. Als die Soldaten, die gebeten worden waren zu kommen, an dem festgelegten Treffpunkt eintrafen, stellte Chingis Khan fest, wie es die Geschichte erzählt, dass er eine Armee von 700.000 Männern hatte. Als Chingis Khan seine Armee versammelte, stellte er bestimmte Regeln und Vorschriften auf, ähnlich den Kriegsartikeln, für seine Truppen. Eine wichtige Regel war, dass keine Gruppe von Soldaten ohne vorherigen Kampf zurückweichen sollte, unabhängig davon, wie unmittelbar die Gefahr war.
Tschingis Khan erteilte einen strikten Befehl bezüglich der Disziplin im Kampf. Er befahl, dass, wenn irgendeine kleinere Einheit innerhalb einer größeren Gruppe, wie eine Kompanie innerhalb eines Regiments oder ein Regiment innerhalb eines Bataillons, die Reihen brach und ohne offiziellen Rückzugsbefehl floh, die verbleibenden Soldaten ihren Fokus ändern sollten. Anstatt weiterhin gegen den Feind zu kämpfen, sollten sie sofort die fliehenden Soldaten angreifen und eliminieren. Der Kaiser plante auch für den Fall, während des Feldzugs zu sterben. In diesem Fall würde eine große Versammlung aller Khans und Häuptlinge des Reiches einberufen. Die Verfassung und Gesetze des Reiches, wie sie vom Kaiser festgelegt wurden, würden vor den Khans und seinen Söhnen verlesen werden. Danach würde die Versammlung gemäß den in der Verfassung festgelegten Verfahren einen neuen Khan wählen. Nachdem er all diese Angelegenheiten organisiert hatte, setzte Tschingis Khan seine Armee in Bewegung. Er musste sie in mehrere große Divisionen aufteilen und jede Division auf unterschiedlichen Routen und durch verschiedene Teile des Landes schicken. Eine so große Gruppe kann während eines langen Marsches nicht zusammenbleiben aufgrund der enormen Menge an Nahrung, die sowohl für die Pferde als auch für die Soldaten benötigt wird. Diese Nahrung muss hauptsächlich aus dem Land kommen, durch das sie ziehen, da weder die Pferde noch die Soldaten genug Nahrung für mehr als ein paar Tage tragen können. Tschingis Khan stellte eine große Division unter das Kommando seines Sohnes Yugi, der sich in den Konflikten, die seinem Vater zum Aufstieg verhalfen, hervorgetan hatte. Yugi wurde angewiesen, mit seiner Gruppe durch Turkestan vorzurücken, wohin sich Prinz Kuschluk in Sicherheit gebracht hatte. In Turkestan gab es immer noch einige Menschen, die mit Tschingis Khan nicht zufrieden waren. Tschingis Khan selbst nahm mit dem Großteil der Armee einen anderen Weg, um direkt in die Länder des Sultans zu gelangen. Inzwischen saß der Sultan nicht untätig herum. Er sammelte alle Kräfte, die er befehligen konnte, und als sie gezählt wurden, waren es 400.000 Männer. Das war eine große Armee, aber immer noch kleiner als die von Tschingis Khan. Der Sultan begann mit seinen Truppen den Marsch, um den Invasoren entgegenzutreten. Nachdem er eine Weile vorgerückt war, entdeckte er, dass die Armee von Yugi, die durch Turkestan gezogen war, nördlich seiner Position lag. Er erkannte, dass er eine Chance hatte, diesen Teil der mongolischen Streitmacht zu besiegen, bevor er sich mit der Hauptarmee vereinen konnte, und beschloss sofort, seine Richtung zu ändern und diesen Plan zu verfolgen. Er änderte seine Richtung und marschierte in das Gebiet, in dem er Yugi vermutete. Nach einer Weile erreichte er einen Ort, an dem seine Späher eine große Anzahl von Leichen in der Nähe eines Flusses entdeckten. Unter den Gefallenen befand sich ein Mann, der verwundet, aber noch am Leben war. Dieser verwundete Mann informierte die Späher, dass die Leichen zu Menschen gehörten, die von Yugis Armee getötet worden waren, die kürzlich durch dieses Gebiet gezogen war. Der Sultan setzte seine Reise fort und holte schnell zu ihnen auf. Yugi beeilte sich, seinen Vater zu treffen. Yugi fragte seine Generäle, was der beste Kurs wäre. Sie empfahlen, eine Schlacht zu vermeiden. Sie sagten: Wir sind nicht stark genug, um der gesamten Armee des Sultans allein gegenüberzutreten. Wir sollten uns geordnet zurückziehen und uns der Hauptgruppe anschließen, bevor wir den Feind in der Schlacht engagieren. Alternativ, wenn der Sultan versucht, uns zu verfolgen, wird sich seine Armee wahrscheinlich auf dem Weg in kleinere Gruppen aufteilen. Zu diesem Zeitpunkt können wir uns umdrehen und jede Gruppe einzeln besiegen, was ein viel sichererer Ansatz ist, als sie alle auf einmal anzugreifen. Yugi war nicht bereit, diesem Rat zu folgen. Yugi antwortete: Was werden mein Vater und meine Brüder denken, wenn sie sehen, wie wir auf sie zukommen, vor dem Feind fliehen, ohne gekämpft zu haben, entgegen seinem direkten Befehl? Nein, wir müssen hier bleiben, auf unsere Tapferkeit vertrauen und unser Bestes geben. Wenn wir sterben sollen, ist es besser, im Kampf getötet zu werden, als auf der Flucht. Ihr habt eure Pflicht erfüllt, indem ihr mich vor der Gefahr gewarnt habt, der wir gegenüberstehen. Und jetzt ist es an mir, meine Pflicht zu erfüllen, indem ich versuche, euch mit Ehre herauszuführen. Daher befahl er der Armee, anzuhalten und sich in einer Formation für den Kampf aufzustellen. Die Schlacht begann und dauerte den ganzen Tag.
Die Mongolen, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren, waren besser diszipliniert und tapferer als ihre Feinde. Sie hatten den Vorteil, gewannen aber nicht entscheidend. Gegen Abend begannen die Truppen des Sultans Anzeichen von Rückzug zu zeigen, und die Offiziere hatten Schwierigkeiten, sie davon zu überzeugen, ihre Position bis zur Dunkelheit zu halten. Als es zu dunkel wurde, um noch etwas zu sehen, zogen sich beide Armeen in ihre Lager zurück und machten Feuer für die Nacht. Yugi glaubte, dass er durch den Kampf an diesem Tag die Anforderung seines Vaters erfüllt hatte, die Ehre der Armee zu verteidigen. Er hielt es für weise, sich zurückzuziehen, anstatt am nächsten Tag eine weitere Schlacht zu riskieren. Um den Feind zu täuschen, fügte er den Lagerfeuern mehr Brennstoff hinzu und führte seine Männer nachts aus dem Lager. Am nächsten Morgen, als die Truppen des Sultans wieder bereit für den Kampf waren, hatte Yugi bereits weit voraus marschiert, um sich mit seinem Vater zu treffen, und war außer Reichweite. Er vereinigte sich schnell mit seinem Vater, der ihn mit großer Freude begrüßte. Chingis Khan war sehr glücklich über die Taten seines Sohnes und gab ihm viele öffentliche Auszeichnungen und Preise. Danach fanden weitere Schlachten zwischen den beiden Armeen statt. In einer dieser Schlachten wurde eine riesige Trompete, 15 Fuß lang, erwähnt, die zu den vielen Instrumenten gehörte, die benutzt wurden, um die Soldaten zu motivieren, mit Enthusiasmus voranzustürmen. In diesen Schlachten waren die Mongolen siegreich. Der Sultan kämpfte jedoch weiter gegen die Invasoren, stellte aber fest, dass er 160.000 seiner Männer verloren hatte. Dies war fast die Hälfte seiner Armee, und es schwächte ihn so sehr, dass er entschied, dass es sinnlos war, den Mongolen in offenen Schlachten Widerstand zu leisten. Stattdessen schickte er seine Armee in verschiedene Städte und Festungen seines Reiches und wies sie an, sich zu verteidigen, bis sich die Lage besserte. Der Sultan selbst suchte jedoch keinen solchen Schutz. Er wählte die aktivsten, aufmerksamsten und am besten berittenen Soldaten aus seinen Truppen aus und bildete ein schnell bewegliches Geschwader. Mit diesem Geschwader konnte er schnell in verschiedene Teile des Landes reisen, wo seine Hilfe am dringendsten benötigt wurde. Chingis Khan war nun bereit, die Städte anzugreifen, in denen sich die verschiedenen Divisionen der Armee des Sultans verschanzt hatten. Sein erstes Ziel war Otra, wo die Botschafter und Kaufleute getötet worden waren. Da die Stadt nicht sehr groß war, beschloss er, 2 seiner jüngeren Söhne mit einem geeigneten Detachement dorthin zu schicken, anstatt selbst dorthin zu gehen. Er marschierte mit seiner Armee in Richtung der Städte Samarkand und Buchara. Dies waren die Hauptstädte im Reich des Sultans. Buchara war eine große und schöne Stadt. Sie lag in einem sehr feinen und fruchtbaren Land, an einem für den Handel jener Tage sehr günstigen Ort. Sie war auch ein wichtiges Zentrum für Bildung, Kunst und Wissenschaften. Die Stadt hatte mehrere Institutionen, die Ausbildung in verschiedenen Künsten und Wissenschaften anboten, die in jener Zeit populär waren. Infolgedessen strömten Studenten aus verschiedenen Teilen Westasiens in die Stadt, um dort zu studieren. Die Stadt hatte eine starke Mauer, die sie umgab. Zusätzlich gab es eine weitere Mauer, die 30 Meilen lang war und die Vororte der Stadt umschloss. Es gab auch Parks und Gärten in diesem Gebiet, wo sich die Menschen vergnügen konnten und die wohlhabenden Bewohner ihre Villen hatten. Chingis Khan und seine rücksichtslosen Barbaren kamen, um diese friedliche Stadt der Industrie und des Reichtums anzugreifen und zu plündern. Die erste Stadt, die die Mongolen auf ihrem Marsch nach Buchara erreichten, hieß Zarnuk. Als sie sich näherten, ritt eine große Gruppe auf die Mauern zu und rief. Die verängstigten Menschen schlossen schnell die Tore. Chingis Khan schickte jedoch einen Offizier, um ihnen zu sagen, dass es sinnlos sei, ihm Widerstand zu leisten, und riet ihnen, sofort zu kapitulieren. Sie wurden angewiesen, ihre Festung zu zerstören und alle jungen und wehrfähigen Männer zu Chingis Khan zu schicken. Der Offizier schlug auch vor, Geschenke an Chingis Khan zu senden, um ihn zu besänftigen und ihn zu überzeugen, die Stadt zu verschonen. Die Menschen hörten auf den Rat und öffneten die Tore.
Alle jungen Männer, die kampffähig waren, wurden gesammelt und ins mongolische Lager geschickt. Ältere Männer aus der Stadt gingen mit ihnen und brachten die besten Geschenke. Dschingis Khan nahm die Geschenke an, nahm die jungen Männer in seine Armee auf und ließ die Älteren in Frieden gehen. Dann setzte er seinen Marsch fort und zog weiter. Schließlich erreichte er eine Stadt namens Nur. Ein Mann aus Zarnuk fungierte als Führer für das Detachement, das ausgesandt wurde, um die Stadt zur Kapitulation aufzufordern. Nur galt als eine heilige Stadt mit zahlreichen heiligen Stätten, die viele Pilger und Gläubige anzogen. Die Einwohner von Nur schlossen die Tore und weigerten sich zunächst, sich zu ergeben. Schließlich erkannten sie jedoch, dass Widerstand zwecklos war, also öffneten sie die Tore und ließen die Mongolen ein. Dschingis Khan, um die Einwohner für ihren bloßen Gedanken, ihm Widerstand zu leisten, zu bestrafen, stellte eine Versorgung mit Vieh und anderen Vorräten bereit, um sie vor dem Verhungern zu bewahren. Dann erlaubte er seinen Soldaten, das restliche Eigentum in der Stadt unter sich als Beute zu verteilen. Die Armee erreichte die große Ebene, in der sich Buchara befand, und schlug dort ihr Lager auf. Buchara war eine sehr große und belebte Stadt, was durch ihre äußere Mauer, die einen Umfang von 30 Meilen hatte, offensichtlich war. Dschingis Khan wusste, dass es schwierig und zeitaufwendig sein würde, die Stadt zu erobern. Er war jedoch entschlossen, sie zu belagern und einzunehmen, wegen ihres Reichtums und ihrer Bedeutung sowie wegen des Glaubens, dass der Sultan mit seinen Schätzen darin sei. Dies war jedoch ein Irrtum. Der Sultan war nicht dort. Er war zwar zunächst dort gewesen und hatte seine wertvollsten Schätze mitgenommen, aber bevor Dschingis Khan ankam, zog er heimlich nach Samarkand, weil er dachte, es sei dort sicherer. In Wirklichkeit begann der Sultan sich sehr entmutigt zu fühlen. Neben anderen Dingen, die seinen Geist beunruhigten, wurden ihm bestimmte Briefe gebracht, als ob sie abgefangen worden wären. Diese Briefe enthielten Informationen über ein Komplott unter seinen Offizieren, ihn zu verlassen und sich Dschingis Khan anzuschließen. Die Briefe waren nicht unterschrieben und der Sultan konnte nicht herausfinden, wer sie geschrieben hatte, aber die angebliche Verschwörung, die sie offenbarten, machte ihn ängstlich und besorgt. Es war am Ende nur ein gefälschtes Komplott, denn die Briefe waren von einem Mann im Lager von Dschingis Khan geschrieben worden, mit der Erlaubnis oder Zustimmung von Dschingis Khan. Dieser Mann war früher ein Anhänger Mohammeds und hatte zuvor für den Sultan gearbeitet. Der Sultan hatte jedoch seinen Vater und seine Brüder wegen eines vermeintlichen Vergehens getötet. Das machte ihn so wütend, dass er den Sultan verließ und sich Dschingis Khan anschloss. Jetzt war er entschlossen, seinem ehemaligen Herrscher so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Sein detailliertes Wissen über die Menschen und Angelegenheiten am Hof und in der Armee des Sultans ermöglichte es ihm, diese Briefe so zu schreiben, dass sie den Sultan völlig täuschten. Es war bereits mitten im Sommer, als Dschingis Khans Armee Buchara angriff. Es dauerte bis zum nächsten Frühjahr, bis sie die stark befestigte äußere Mauer durchbrachen und die Stadt eroberten. Sobald sie die Mauer durchbrochen hatten, zerstörten die Mongolen die Vororte der Stadt, ruinierten die Gärten und Anlagen und plünderten die Villen. Sie umzingelten dann die innere Mauer und begannen die eigentliche Belagerung der Stadt. Der Sultan hatte 3 seiner ranghöchsten Generäle mit der Verteidigung der Stadt beauftragt. Anstatt darauf zu warten, dass Dschingis Khan die Mauern angriff, beschlossen diese Generäle, einen Überraschungsangriff auf die Belagerer aus den Toren zu starten. Sie griffen die Mongolen nachts an, als sie es am wenigsten erwarteten. Leider scheiterte ihr Plan und sie wurden gezwungen, sich in die Stadt zurückzuziehen, wobei sie schwere Verluste erlitten. Die Generäle hatten beschlossen, mit diesem verzweifelten Versuch ein großes Risiko einzugehen. Sollte er scheitern, planten sie, die Stadt sofort zu verlassen. Als sie also durch ein Tor in die Stadt gedrängt wurden, marschierten sie geradewegs durch und verließen die Stadt durch das andere Tor. Sie hofften, dass sie sich durch diesen Rückzug selbst und die Garnison retten und sich schließlich mit dem Sultan wieder vereinigen könnten.
Sie zogen zunächst südlich der Stadt in Richtung des Flusses Amur. Die Generäle brachten ihre Familien und die Familien der Hauptoffiziere der Garnison mit sich. Die Nacht war dunkel und es gelang ihnen, die Stadt unbeobachtet zu verlassen. Am Morgen jedoch wurde alles entdeckt und Dschingis Khan schickte ein starkes Detachement gut berittener Truppen in die Verfolgung. Diese Truppen überholten die fliehende Garnison nach etwa einem Tag Verfolgung in der Nähe des Flusses. Für die armen Flüchtlinge gab es keinen Ausweg, und die erbarmungslosen Mongolen töteten fast alle, indem sie über sie ritten, sie mit den Hufen ihrer Pferde zertrampelten und mit ihren Schwertern in Stücke schlugen. Während diese Gruppe die Soldaten verfolgte, stellte Dschingis Khan fest, dass keine Truppen mehr in der Stadt waren, um sie zu verteidigen, und dass dort völliges Chaos herrschte. Er beschloss, einen letzten Angriff zu starten. Als seine Männer jedoch die Waffen vorbereiteten, um die Mauern zu durchbrechen, kam eine Prozession von Beamten, religiösen Führern und vielen wichtigen Bürgern aus einem der Tore. Sie trugen die Schlüssel der Stadt und boten sie Dschingis Khan als Zeichen der Kapitulation an, wobei sie ihn anflehten, ihr Leben zu verschonen. Der Kaiser nahm die Schlüssel und sagte den Bürgern, dass er ihr Leben verschonen würde, wenn sie ihm die Soldaten des Sultans, die sich in der Stadt versteckten, übergeben würden. Er forderte sie auch auf, ihm alle Bürger zu übergeben, die verdächtigt wurden, dem Sultan treu zu sein. Die Bürger versprachen, dies zu tun und schworen einen feierlichen Eid. Die Soldaten, die in der Stadt blieben, wurden jedoch nicht ausgeliefert. Sie gingen größtenteils zur Burg, die wie eine Festung war, und folgten den Befehlen des Burghauptmanns. Er war ein starker und entschlossener Mann, der sagte, dass er sich niemals ergeben würde. Viele junge Männer aus der Stadt, Söhne wichtiger Bürger, gingen ebenfalls zur Burg und waren fest entschlossen, sich dem Eroberer nicht zu ergeben. Nachdem Dschingis Khan die Schlüssel der Stadt erhalten hatte, öffnete er die Tore, und seine Truppen betraten die Stadt und übernahmen die Kontrolle. Er hatte den Bürgern versprochen, dass seine Soldaten ihr Leben verschonen und ihre Häuser nicht plündern würden, wenn die Magistrate die öffentlichen Lebensmittelvorräte für seine Armee friedlich übergeben würden. Er forderte auch, dass jeder, der Gold, Silber oder andere Schätze versteckt hatte, diese zurückgeben oder ihr Versteck preisgeben sollte. Die Menschen stimmten zu, diese Versprechen zu erfüllen. Nach seiner Ankunft in der Stadt ritt Dschingis Khan mit seinen Wachen durch die Straßen. Sie betraten ein großes und schönes Gebäude mit breiten Türen. Seine Truppen und andere Soldaten folgten ihm hinein. Einige Stadtmagistrate begleiteten ihn ebenfalls während seiner Tour durch die Stadt. Nachdem alle der Gruppe in das Gebäude gegangen waren, sah sich Dschingis Khan um und fragte sarkastisch, ob das der Palast des Sultans sei. Sie antworteten: »Nein, mein Herr, es ist das Haus Gottes.« Das Gebäude war eine Moschee. Als er das hörte, stieg Dschingis Khan von seinem Pferd und näherte sich einem heiligen Ort, an dem die Priester normalerweise saßen. Respektlos ging er zu den Priestern, nahm das dort liegende Exemplar des Korans und warf es unter die Hufe der Pferde. Er beging mehrere Akte der Entweihung. Dazu gehörte, dass er seinen Soldaten erlaubte, Vorräte in den Tempel zu bringen und dort zu essen und zu trinken, ohne Rücksicht auf seine Heiligkeit und die Gefühle der Stadtbewohner. Diese Aktionen beleidigten die Stadtbewohner zutiefst. Einige Tage später versammelte Dschingis Khan alle Beamten und wichtigen Bürger der Stadt. Er stand auf einer erhöhten Plattform und hielt eine Rede. Er begann damit, Gott zu preisen und zu erklären, dass er glaubte, von ihm begünstigt zu sein. Um diese Behauptung zu untermauern, erzählte er von den Siegen, die er errungen hatte, und schrieb diese göttlicher Hilfe zu. Dann kritisierte er die betrügerischen Handlungen des Sultans und beschuldigte ihn, einen Friedensvertrag geschlossen und ihn dann gebrochen zu haben, indem er Dschingis Khans Händler und Diplomaten tötete. Er behauptete, der Sultan sei ein schrecklicher Herrscher und dass Gott ihm die Aufgabe gegeben habe, solche grausamen Führer zu beseitigen.
Am Ende versprach er, ihr Leben zu verschonen und seine Soldaten daran zu hindern, ihre Besitztümer zu nehmen, wenn sie bereitwillig all ihr Geld und ihre wertvollen Besitztümer übergeben würden. Wenn jedoch jemand sich weigerte, dem nachzukommen oder den Aufenthaltsort seiner Schätze preiszugeben, würde er Folter anwenden, um sie zum Geständnis zu zwingen. Die armen Menschen der Stadt, die wussten, dass sie vollständig unter der Kontrolle der schrecklichen Gruppen standen, die die Stadt übernommen hatten, versuchten nicht, etwas zu verbergen. Sie offenbarten ihre versteckten Schätze und boten dem Eroberer sogar ihre Besitztümer an, wenn er sie wollte. Sie waren nur darauf bedacht, ihre Häuser und ihr Leben zu retten, wenn sie könnten. Dschingis Khan schien zunächst zufrieden mit ihrem Gehorsam zu sein, doch schließlich behauptete er, von versteckten Soldaten gehört zu haben und wurde wütend über den Widerstand der Zitadelle. Infolgedessen befahl er, die Stadt in Brand zu setzen. Da die meisten Gebäude aus Holz waren, breitete sich das Feuer schnell aus und verursachte massive Zerstörungen. Viele Menschen starben in den Flammen, während andere aufgrund mangelnder Ressourcen und der Witterung stark litten. Nachdem die Zitadelle kapituliert hatte, verschonte Dschingis Khan überraschenderweise das Leben des Gouverneurs und der Soldaten, trotz der Erwartungen eines Massakers. Die Festung wurde zerstört, ebenso wie die Stadt und alles, was darin war. Alles verwandelte sich in einen Haufen verbrannter Überreste. Die von den Bewohnern gestohlenen Besitztümer wurden den mongolischen Soldaten gegeben, während die Menschen selbst verstreut umherirrten und in der Nähe ohne ein Zuhause herumwanderten. Traurigerweise starben sie schließlich an Hunger und Hoffnungslosigkeit. Was ist der Unterschied zwischen einem Eroberer wie diesem und dem Anführer einer Gruppe von Piraten oder Räubern, abgesehen vom großen Ausmaß, in dem er seine Verbrechen begeht? Dschingis Khan war begeistert von der Eroberung von Buchara. Seine Freude wuchs noch mehr, als er Nachrichten von den beiden Prinzen erhielt, die er zur Belagerung von Otra geschickt hatte, die die erfolgreiche Eroberung der Stadt bestätigten. Sie berichteten auch, dass sie den Gouverneur von Otra, den Offizier, der die Botschafter und Kaufleute verräterisch getötet hatte, gefangen genommen und getötet hatten. Der Name des Gouverneurs war Gaya Khan. Der Sultan wusste, dass Dschingis Khan wahrscheinlich Otra angreifen würde, also ließ er 50.000 Soldaten zurück, um die Stadt zu verteidigen. Später schickte er 10.000 weitere Soldaten unter der Führung von General Kariakas. Mit diesen Soldaten verschanzt sich der Gouverneur in der Stadt. Ihm war bewusst, dass er, wenn er kapitulieren oder gefangen genommen würde, keine Gnade erfahren würde. Infolgedessen unternahm er Schritte, um die Verteidigungsanlagen zu stärken und eine ausreichende Versorgung mit Vorräten sicherzustellen. Er war entschlossen, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Der Hauptmann der Wache, der ihm zu Hilfe kam, hatte nicht die gleiche Motivation, die Stadt hartnäckig zu verteidigen. Dieser Unterschied in den Umständen der Kommandanten verursachte am Ende Probleme, wie wir bald sehen werden. Die mongolischen Prinzen begannen, Otra anzugreifen, indem sie die Gräben um die äußere Mauer der Stadt füllten, wo sie ihre Rammböcke platzieren wollten, um die Mauern zu brechen. Die Verteidiger der Stadt machten es ihnen schwer, indem sie plötzliche nächtliche Angriffe in großer Zahl und mit intensiver Wut starteten. Sie schafften es oft, einige der Belagerungsgeräte zu zerstören oder in Brand zu setzen, bevor sie wieder in die Stadt zurückgedrängt wurden. Dies ging eine Weile so weiter, bis die mongolischen Prinzen schließlich entmutigt wurden. Sie sandten eine Nachricht an ihren Vater, der zu dieser Zeit Buchara belagerte, und informierten ihn über die starke Verteidigung der Garnison von Otra. Sie baten um seine Erlaubnis, die Belagerung in eine Blockade zu ändern. Das bedeutete, dass sie sich aus der unmittelbaren Nähe der Mauern zurückziehen und sich darauf konzentrieren würden, die Stadt von allen Seiten zu umzingeln. Ihr Ziel war es, zu verhindern, dass jemand die Stadt betreten oder verlassen konnte, bis die Stadt keine Vorräte mehr hatte und die Garnison aufgrund von Hunger kapitulierte. Auf diese Weise, so sagten sie, würden die Leben vieler Truppen gerettet werden.
Aber ihr Vater sagte ihnen, sie sollten das nicht tun, sondern weiterhin versuchen, die Stadt mit Gewalt zu erobern, unabhängig davon, wie viele Männer getötet würden. Also begannen die Prinzen erneut mit neuer Begeisterung. Mit intensiver Energie verstärkten sie ihre Bemühungen. In weniger als einem Monat zerstörten sie die äußere Mauer und die Verteidigungsanlagen der Belagerten, die zum Schutz gedacht waren. Die Türme wurden zerstört, die Wälle zerschmettert und viele Öffnungen geschaffen, durch die die Angreifer jederzeit in die Stadt eindringen konnten. Folglich waren die Belagerten gezwungen, die äußeren Mauern zu verlassen und sich in die inneren Verteidigungslinien zurückzuziehen. Die Mongolen übernahmen die Kontrolle über die Vororte. Sie plünderten alles, was sie gebrauchen konnten, und zerstörten den Rest, bevor sie weiterzogen, um die inneren Verteidigungsanlagen anzugreifen. Der Kampf zwischen den Angreifern und den Verteidigern intensivierte sich. Die Verteidiger hielten 5 Monate lang stand und nutzten verschiedene Methoden, um sich von den Mauern aus zu schützen. Sie starteten auch heftige Gegenangriffe, um die Maschinen der Mongolen zu zerstören und ihre Soldaten zu töten. Schließlich begann Kariakas, der Hauptmann der Wache, der geschickt worden war, um dem Gouverneur bei der Verteidigung der Stadt zu helfen, zu glauben, dass es an der Zeit war, das Töten zu beenden und die Stadt zu kapitulieren. Der Gouverneur jedoch, dem bewusst war, dass er Beai einer Gefangennahme durch den Feind sicher hingerichtet würde, lehnte es ab, einen solchen Vorschlag zu erwägen. Er schürte auch erfolgreich starken Hass auf die Mongolen unter den Stadtbewohnern und Soldaten. Er stellte sie als extrem böse Ungläubige dar, die Feinde sowohl Gottes als auch der Menschheit seien. Aufgrund dessen stimmten sie alle zu, sich nicht zu ergeben. Kariakas fand sich nun in der Stadt und der Garnison verdächtigt und misstraut wieder, weil er die Kapitulation vorgeschlagen hatte. Da er sich unsicher fühlte, beschloss er, einen separaten Frieden zu schließen, indem er nachts heimlich die Stadt verließ und sich den Prinzen ergab. Er glaubte, dass er durch dieses Vorgehen und die Übergabe der Kontrolle über das Tor, durch das seine Truppen die Stadt verlassen würden, sein Leben retten und möglicherweise in den Dienst von Dschingis Khan treten könnte. Aber er irrte sich. Die Prinzen sagten, dass ein Mann, der seine Landsleute verrät, auch sie verraten würde, wenn er die Gelegenheit dazu bekäme. Daher befahlen sie, ihn und seine Offiziere zu töten und die Männer unter den Soldaten als Sklaven zu verteilen. Sie übernahmen trotzdem die Kontrolle über das Tor, durch das die Deserteure gegangen waren, und gelangten so in die Stadt. Der Gouverneur floh in die Zitadelle mit allen Männern, die er zusammenbringen konnte, und verschanzte sich dort. Einen Monat lang kämpfte er heftig, führte seine Männer in häufige Angriffe und setzte jede mögliche Tapferkeit ein, um die Angreifer zu frustrieren und abzuwehren. Alle Bemühungen waren jedoch vergeblich. Schließlich wurden die Mauern der Zitadelle durch die Angriffswaffen schwer beschädigt. Schließlich starteten die Mongolen einen heftigen und koordinierten Angriff von allen Seiten und schafften es, einzubrechen. Dies führte zu entsetzlichen Szenen von Gewalt und Verwüstung, da sie erbarmungslos alle Soldaten töteten, denen sie begegneten. Die Soldaten verteidigten sich bis zum Ende. Einige Menschen suchten Schutz in engen Höfen und Gassen sowie auf den Dächern der Häuser. Die Zitadelle war so groß, dass sie einer kleinen Stadt ähnelte. Sie kämpften mit großer Entschlossenheit, bis sie von den Pfeilen der Mongolen niedergestreckt wurden. Der Gouverneur, zusammen mit 2 Männern an seiner Seite, stand auf der Terrasse seines Palastes. Er weigerte sich, sich zu ergeben und kämpfte weiterhin heftig, bereit, jeden zu töten, der sich ihm näherte. Seine Frau blieb in seiner Nähe und unterstützte und ermutigte ihn. Dschingis Khan hatte den Prinzen befohlen, den Gouverneur nicht zu töten, sondern ihn lebend zu fangen. Er wollte sich persönlich mit ihm auseinandersetzen. Daher waren die Soldaten, die versuchten, ihn auf der Terrasse zu fangen, vorsichtig, ihre Pfeile nicht auf ihn zu schießen, sondern nur auf seine Begleiter. Während sie dies taten, wurden viele Soldaten von den Pfeilen getötet, die der Gouverneur und seine beiden Freunde zur Verteidigung abschossen. Nach einiger Zeit wurden die beiden Männer getötet,
Aber der Gouverneur blieb am Leben. Niemand konnte sich ihm nähern. Diejenigen, die es versuchten, wurden erschossen und fielen wieder zu ihren Kameraden zurück. Die Frau des Gouverneurs versorgte ihn so schnell wie möglich mit Pfeilen. Schließlich waren alle Pfeile erschöpft. Sie gab ihm dann Steine, die er auf seine Angreifer warf, als sie versuchten, zu ihm hinaufzuklettern. Schließlich kletterten so viele von ihnen gleichzeitig hinauf, dass der Gouverneur sie nicht alle abwehren konnte. Er wurde schließlich umzingelt, gefangen genommen und sofort in Ketten gelegt. Die Prinzen informierten schnell ihren Vater, dass sie die Stadt erobert und den Gouverneur als Gefangenen hatten. Sie wurden dann angewiesen, ihn nach Buchara zu bringen. Auf dem Weg dorthin erhielten sie jedoch einen weiteren Befehl, den Gefangenen hinzurichten, was umgehend ausgeführt wurde. Das Schicksal seiner mutigen und hingebungsvollen Frau ist unbekannt. Kapitel 11 – Das tragische Ende eines Sultans und der Fall eines Reiches. Nach dem Fall von Bokhara und Otra kämpften Chingis Khan und die Mongolen 2 Jahre lang erbittert. Der Sultan wurde unermüdlich verfolgt und schließlich von seinen Feinden besiegt. Im nächsten Kapitel wird offenbart, dass er ein tragisches Schicksal erlitt. In den 2 Jahren, in denen Chingis Khan gegen ihn Krieg führte, ereigneten sich zahlreiche Ereignisse, die die Kriegsführungsmethoden der damaligen Zeit und die Härten, die die allgemeine Bevölkerung erleiden musste, zeigten. Diese Schwierigkeiten waren das Ergebnis der brutalen Konflikte zwischen konkurrierenden Herrschern, die um das Recht kämpften, sie zu regieren. Eines Tages schickte Chingis Khan seinen Sohn Yugi mit einer großen Gruppe von Soldaten, um eine Stadt namens Saganak anzugreifen und zu erobern. Als Yugi die Stadt erreichte, sandte er eine Friedensflagge, um die Bewohner zur Kapitulation aufzufordern. Er versprach, sie gut zu behandeln, wenn sie sich ergeben würden. Der Träger der Flagge hieß Hassan und war ein Anhänger des Islam. Yugi glaubte vermutlich, dass die Botschaft besser von den Stadtbewohnern aufgenommen würde, wenn sie von jemandem aus ihrem eigenen Land überbracht würde. Er machte jedoch einen bedeutenden Fehler, als er dies dachte. Anstatt sich über den Boten zu freuen, weil er ebenfalls ein Anhänger des Islam war, wurden die Menschen sehr wütend auf ihn. Sie sahen ihn als jemanden, der ihre Überzeugungen verlassen und sie verraten hatte. Trotz des Versprechens des Gouverneurs, seine Sicherheit zu gewährleisten, machte das überwältigende Chaos es dem Gouverneur unmöglich, ihn zu schützen. Infolgedessen wurde der unglückliche Mann von der wütenden Menge angegriffen und getötet. Yugi griff die Stadt schnell mit seiner gesamten Streitmacht an. Sobald er die Kontrolle über sie übernommen hatte, tötete er gnadenlos alle Offiziere und Soldaten der Garnison. Er tötete auch etwa die Hälfte der Bewohner, um sich für seinen ermordeten Boten zu rächen. Er ließ auch ein schönes Denkmal zu seinem Gedenken auf dem Hauptplatz der Stadt errichten. Yugi war sehr hart zu den Menschen jeder Stadt, die versuchte, Widerstand zu leisten, aber diejenigen, die sich sofort ergaben, wurden einigermaßen verschont und in Sicherheit gebracht. Dies führte dazu, dass viele Städte aufgaben, ohne überhaupt zu versuchen, sich zu verteidigen. In einem Fall reisten die Anführer und wichtigen Leute einer Stadt 2 Tage lang, um ihn zu treffen. Sie brachten die Schlüssel zur Stadt und viele wertvolle Geschenke mit. Sie gaben dem Eroberer alles und baten um seine Gnade. Es gab eine Stadt, die Yugis Truppen mit einem cleveren Trick eroberten. Ein Ingenieur, der angeheuert wurde, um die Befestigungsanlagen zu untersuchen, entdeckte eine Stelle auf einer Seite der Stadt, wo sich ein wassergefüllter Graben außerhalb der Mauer befand. Dies machte es sehr schwierig, die Mauer von dieser Seite aus zu erreichen, sodass die Garnison dort keinen Angriff erwartete. Der Ingenieur schlug einen Plan vor, leichte Brücken zu bauen, die die Soldaten nachts über den Graben werfen sollten, während sie die Aufmerksamkeit der Garnison anderswo ablenkten. Dann würden sie Leitern benutzen, um die Mauern zu erklimmen und die Stadt zu betreten. Dieser Plan wurde akzeptiert. Die Brücken und Leitern wurden vorbereitet und in der vorgesehenen Nacht wurde ein Scheinangriff in einem anderen Teil der Stadt gestartet.
Die Soldaten wurden abgerufen, um gegen den Scheinangriff zu verteidigen, wodurch die Mauer unverteidigt blieb. Die Soldaten legten dann Brücken über den Graben und stellten Leitern gegen die Mauer. Bevor die Soldaten innerhalb der Stadt merkten, was geschah, war der Feind durch eines der Tore in die Stadt eingedrungen. Der Ingenieur, der den Plan entwickelt hatte, ging die erste Leiter hinauf. Den Weg in einem solchen Aufstieg zu führen, erforderte Mut und Gelassenheit, da es dunkel war und die Kletterer nicht wussten, wie viele Feinde sie oben erwarten würden. Der nächste Ort, den die Armee Yugi erreichte, war eine friedliche und schöne Stadt. Sie war Heimat vieler Bildungseinrichtungen und Intellektueller. Es war ein schöner Ort, mit Brunnen, Gärten und angenehmen Parks, darunter mehrere angenehme öffentliche und private Spazierwege. Dieser Ort hieß Tukat und seine Schönheit und sein Charme waren im ganzen Land bekannt. Tukat war mehr ein Ort des Vergnügens als der Verteidigung, aber es hatte eine Mauer. Der Gouverneur entschied sich, es zu verteidigen, und die Garnison kämpfte 3 Tage lang tapfer. Die Maschinen der Mongolen hatten jedoch viele Durchbrüche in den Mauern verursacht, was den Gouverneur glauben ließ, dass sie bald einbrechen würden. Er schickte eine Nachricht an Yugi, in der er um Kapitulationsbedingungen bat, aber Yugi weigerte sich zu verhandeln. Es war zu spät. Der Gouverneur hätte früher kapitulieren sollen. So drang die mongolische Armee in die Stadt ein und tötete alle Soldaten. Dann befahl Yugi allen Menschen, einschließlich Männern, Frauen und Kindern, sich an einem bestimmten Ort außerhalb der Mauern zu versammeln. Die Leute hatten Angst und dachten, sie würden getötet werden. Sie merkten jedoch später, dass Yugi wollte, dass sie ihre Häuser verlassen, damit die Soldaten leichter stehlen konnten. Nachdem sie eine Weile von der Stadt ferngehalten worden waren, durften sie zurückkehren. Als sie in ihre Häuser zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Häuser geplündert worden waren und alles, was die Soldaten mitnehmen konnten, gestohlen worden war. Es gab eine andere große und wichtige Stadt namens Kojend. Sie lag 200 oder 300 Meilen nördlich von Samarkand, am Fluss Sur, der in den Aralsee mündet. Der Gouverneur dieser Stadt war Timur Melek. Er war ein starker Führer und eine hoch angesehene militärische Figur, der als einer der Hauptgeneräle in der Armee des Sultans gedient hatte. Als Timur hörte, dass Tukat gefallen war, dachte er, dass seine Stadt Kojend das nächste Ziel der mongolischen Armee sein würde. Daher begann er mit den Vorbereitungen zur Verteidigung. Er zerstörte die Straßen, die zur Stadt führten, und die Brücken. Er legte auch Vorräte an, um die Bewohner während einer langen Belagerung zu versorgen. Zusätzlich befahl er, überschüssigen Mais, Früchte und Vieh aus der Umgebung zu entfernen und sie an weit entfernten, versteckten Orten zu lagern, um zu verhindern, dass der Feind sie bekommt. Yugi griff die Stadt nicht persönlich an, sondern schickte eine große Gruppe Soldaten unter der Führung von General Elak Nevian. Elak zog in Richtung der Stadt und begann mit seinen Operationen. Die erste Aufgabe war es, eine Brücke über den Fluss zu bauen, um Zugang zur Stadt auf der anderen Seite zu erhalten. Dann stellte er große Maschinen an verschiedenen Stellen entlang der Linie auf. Einige dieser Maschinen wurden verwendet, um die Mauern zu durchbrechen, während andere dazu dienten, Steine, Pfeile und Speere über die Mauern zu werfen, um die Verteidiger zurückzudrängen. Diese Maschinen verursachten erheblichen Schaden. Es wurde gemunkelt, dass einige von ihnen Steine so groß wie Mühlsteine über die Mauer werfen konnten. Timur Melek war ebenfalls aktiv bei der Verteidigung der Stadt. Er baute flachbodige Boote, die man schwimmende Batterien nennen könnte. Diese Boote wurden verwendet, um verschiedene Arten von Projektilen in das feindliche Lager zu schleudern. Die Boote hatten eine Abdeckung oben, um die Männer zu schützen, und Schießscharten an den Seiten. Anstatt Kanonenkugeln und Bomben abzuschießen, schossen sie Pfeile, Speere, Wurfspeere und Steine. Die Boote wurden sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Seite der Stadt positioniert, um die mongolischen Truppen effektiv anzugreifen. Sie verursachten erhebliche Verluste beim Feind und störten deren Operation. Dennoch hielt Elak durch.
Er versuchte, die Stadt so fest wie möglich zu umzingeln, aber es gab einen großen Sumpf oder Dschungel auf einer Seite, den er nicht schützen konnte. Timur erhielt jedoch zahlreiche Verstärkungen, um die Männer zu ersetzen, die an den Mauern getötet wurden, indem er diese Route nutzte. Gleichzeitig erhielt Elak auch immer wieder mehr Soldaten von Prinz Yugi, der in der Nähe war. So ging der Kampf mit viel Wut weiter. Schließlich hatte Timur einen cleveren Plan, um seinen Feind zu täuschen. Es gab eine kleine Insel im Fluss nahe den Stadtmauern. Vor Beginn der Belagerung hatte Timur eine Festung auf der Insel als eine Art Außenposten gebaut und etwa 1000 Soldaten dort stationiert. Um die Mongolen von der Stadt selbst abzulenken, schickte Timur einige Männer aus der Stadt, die vorgaben, Deserteure zu sein und direkt ins mongolische Lager gingen. Natürlich fragte Elak sie nach den Verteidigungsanlagen der Stadt, um herauszufinden, wo ihre Schwachstellen lagen, die er angreifen konnte. Die angeblichen Deserteure schlugen einen Angriff auf die Inselfestung vor und behaupteten, sie sei verwundbar und könne leicht erobert werden. Sie betonten die strategische Bedeutung der Festung und erklärten, dass ihre Eroberung zur Kapitulation der Stadt führen würde. Dies lag daran, dass die Festung die vollständige Kontrolle über das umliegende Gebiet hatte. So verlegte Elak seine Hauptmaschinen an das Flussufer gegenüber der Insel und setzte alle seine Bemühungen und Munition ein, um auf die Festung zu schießen. Der Fluss war jedoch breit und die Festungsmauern waren dick und hoch, sodass er keinen großen Eindruck machte. Schließlich gingen ihm die Steine aus, die damals als Kanonenkugeln verwendet wurden. Da die Stadt in einem Gebiet ohne Steine lag, musste er jemanden losschicken, um Munition von einem 10 oder 12 Meilen entfernten Ort zu besorgen. All dies nahm viel Zeit in Anspruch, wodurch die Garnison sich erholen und ihre Verteidigung stärken konnte. Die Belagerungsoperationen wurden größtenteils pausiert, während die Soldaten mehr Steine sammelten. Alle verfügbaren Truppen waren damit beschäftigt, sie zu transportieren. Schließlich wurde eine große Menge Steine gesammelt. Der mongolische General änderte jedoch seinen Plan. Anstatt die Steine von seinen Maschinen auf die Festung auf der Insel zu schießen, die sich als unerreichbar erwiesen hatte, beschloss er, einen Steg in den Fluss in Richtung der Festung zu bauen. Dies würde ihm ermöglichen, seine Maschinen näher an die Mauern zu positionieren und die Chancen auf Schaden zu erhöhen. Er befahl seinen Männern, Bündel von Holz, Flößen und Faschinen vorzubereiten. Diese Steine würden aufgeladen und in den Fluss gesenkt, um eine Grundlage für das geplante Ufer zu schaffen. Die Männer würden die Steine von Hand zum Ufer tragen. Dann würden die Reiter, die am Rand warteten, die Steine nehmen und sie auf den Sattel ihrer Pferde legen. Sie würden ihre Pferde zur vorgesehenen Stelle reiten und die Steine dort ablegen. Danach würden sie zurückkehren, um mehr Steine zu holen. Dies ermöglichte es ihnen gleichzeitig an verschiedenen Teilen des Stegs zu arbeiten. Einige Männer würden am Ende des Stegs arbeiten, das mit dem Ufer verbunden war, während die Reiter die Fundamente in der Mitte des Stroms legten. Die Aufgabe der Reiter war äußerst herausfordernd und riskant aufgrund der Löcher im sandigen Flussbett, die sie ständig zum Sinken brachten. Außerdem behinderten die Soldaten auf den Mauern die Arbeiten aktiv, indem sie Pfeile, Speere, Steine und brennende Projektile auf die Arbeiter schossen. Die Mongolen jedoch machten trotz des Widerstands der Garnison weiter. Sie machten Fortschritte beim Bau des Molis und Timur erkannte, dass sie bald eine starke Position haben würden, die er nicht verteidigen konnte. Er beschloss zu versuchen zu fliehen, indem er nachts mit seinen Männern an Bord seiner Boote ging und den Fluss hinuntersegelte. Um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten, ließ er heimlich seine Männer zusätzliche Boote bauen. Schließlich hatte er insgesamt über 70 Boote. Diese Boote wurden an verschiedenen Stellen entlang des Flusses versteckt, bis sie alle bereit waren. Jedes Boot war mit einer schweren Plane aus nassem Filz bedeckt, die dann mit Lehm und Essig beschichtet wurde. Diese Abdeckung diente dazu, die Männer vor Projektilen zu schützen und zu verhindern, dass die Boote Feuer fingen. Es gab ein Problem mit der Flucht der Boote, das vorher gelöst werden musste.
Es war eine Brücke, die die Mongolen über den Fluss direkt unterhalb der Stadt gebaut hatten, als sie zum ersten Mal zur Belagerung kamen. Um die Brücke zu zerstören, startete Timur eines Nachts einen Überraschungsangriff auf die Männer, die sie bewachten, nachdem er sich durch eines der Tore herausgeschlichen hatte. Gleichzeitig schickte er mehrere große, flachbodige Boote den Fluss hinunter, die mit brennbaren Materialien wie Teer und Naphtha gefüllt waren. Diese Materialien wurden entzündet, bevor die Boote gestartet wurden. Als die Boote den Fluss hinuntertrieben und die Brücke trafen, setzten sie die Holzpfähle und Stützen in Brand. Die Wachen, die mit der Gruppe beschäftigt waren, die aus der Stadt gekommen war, konnten das Feuer nicht löschen. Infolgedessen wurde die Brücke zerstört. Sobald der Weg frei war, zögerte Timur Melek nicht. Er und seine Familie, zusammen mit dem Großteil seiner Armee, bestiegen nachts leise die Boote. Ohne dass die Mongolen es bemerkten, wurden die Boote schnell gestartet und den Fluss hinuntergeschickt, sodass die Gruppe am Morgen keine Spur hinterließ. Kurz darauf erfuhr der mongolische General, dass sein Ziel entkommen war. Er schickte schnell eine Gruppe Soldaten aus, um die Flüchtlinge entlang des südlichen Flussufers zu verfolgen. Die Soldaten holten sie ein, und ein heftiger Kampf zwischen den mongolischen Reitern entlang der Flussufer und den Männern in den Booten entbrannte. Die Männer in den Booten blieben nahe am nördlichen Ufer. Manchmal, wenn der Strom schmal war oder es einen felsigen Punkt am nördlichen Ufer gab, wurde der Kampf intensiv und gewalttätig. Die Mongolen ritten mit ihren Pferden ins Wasser, um sich den Booten zu nähern, und griffen mit Pfeilen, Speeren und brennenden Wurfgeschossen an. In der Zwischenzeit verteidigten sich die Mohammedaner von ihren Fenstern oder Schießscharten aus. So ging es eine Weile weiter, bis die Boote einen Teil des Flusses erreichten, wo das Wasser aufgrund von Sandbänken und Untiefen sehr flach war, was dazu führte, dass die Boote stecken blieben. Timur hatte keine andere Wahl, als die Boote zurückzulassen und mit seinen Männern an Land zu fliehen. Es gelang ihm erfolgreich, und als sie das Ufer erreichten, organisierte er seine Männer auf höherem Grund, bevor Elak genug Männer sammeln konnte, um ihn anzugreifen. Als die Mongolen ihn schließlich angriffen, konnte er sie zunächst abwehren, musste sich aber kurz darauf zurückziehen. Natürlich wurde er von den Mongolen dicht verfolgt. Seine Soldaten wurden schnell weniger, da einige getötet wurden und andere sich während der chaotischen Flucht von der Hauptgruppe trennten. Schließlich war Timur fast völlig allein. Schließlich war er kurz davor, gefangen genommen zu werden. 3 Mongolen verfolgten ihn dicht. Er drehte sich um und schoss einen Pfeil auf den ersten Verfolger. Der Pfeil traf den Mongolen ins Auge. Der verwundete Mann hatte solche Schmerzen, dass die anderen beiden anhielten, um ihm zu helfen, was Timur die Chance zur Flucht gab. Nachdem er weiteren knappen Begegnungen entgangen war, erreichte er schließlich das Lager des Sultans. Der Sultan empfing ihn mit großer Freude, lobte seinen furchtlosen Geist und ernannte ihn zum Gouverneur einer anderen Stadt. In der Zwischenzeit wurden einige der Boote, die von den Soldaten zurückgelassen worden waren, von den verantwortlichen Männern zurückgeholt. Ein Boot insbesondere transportierte Timurs Familie sicher den Fluss hinunter an einen sicheren Ort. Die Stadt Kojend, aus der Timur und seine Männer geflohen waren, war nun wehrlos und ergab sich am folgenden Tag den Mongolen. Während Yugi und die anderen Generäle mit ihren Abteilungen dem Land erheblichen Schaden zufügten und kleinere Städte und Festungen eroberten, war Chingis Khan selbst mit der Hauptarmee nach Samarkand vorgerückt. Er verfolgte den Sultan, von dem er glaubte, dass er dort Zuflucht gesucht hatte. Samarkand war die Hauptstadt des Landes und, genau wie heute, eine große und berühmte Stadt. Neben dem Sultan, den Chingis Khan verfolgte, gab es 2 wichtige Frauen, die er gefangen nehmen wollte. Die erste Frau war die Sultanin und die zweite war die Königinmutter. Die Königinmutter war eine sehr angesehene Frau. Sie war bekannt gewesen, als ihr Ehemann, der frühere Sultan, noch lebte. Die Leute bewunderten sie für ihr Wissen, ihre Frömmigkeit, ihre Güte und ihren insgesamt ausgezeichneten Charakter. Sie hatte großen Einfluss im ganzen Königreich.
Zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben hatte sie bedeutende politische Macht und war einst als die Schutzpatronin des Glaubens der Welt bekannt. Sie nutzte ihre Macht im Allgemeinen weise und zum Wohle anderer. Sie war gerecht in der Urteilsfindung, schützte die Schwachen und verhinderte Machtmissbrauch. Sie hörte sich sorgfältig alle Fälle an, die ihr vorgetragen wurden, und traf meistens gerechte Entscheidungen. Sie war jedoch auch streng und hart, was oft der Fall ist, wenn ein Herrscher uneingeschränkte Macht hat. Wenn sie es aus politischen Gründen für notwendig hielt, konnte sie rücksichtslos sein. Ihr Name war Khatun. Khatun war nicht mehr in Samarkand. Sie war in Karazm, einer Stadt, in der der Hof sich befand. Sie lebte dort ruhig, seit ihr Ehemann, der Vater des aktuellen Sultans, gestorben war. Samarkand selbst war eine prächtige Stadt, umgeben von einer doppelten Mauer. Die äußere Mauer umgab die gesamte Stadt, während die innere Mauer die Moschee, den Palast des Sultans und andere öffentliche Gebäude schützte. Diese Mauern waren stärker und besser gebaut als die von Bokhara. Die äußere Mauer hatte 12 Eisentore. Diese Tore waren jeweils 1 Meile voneinander entfernt. Entlang der Mauer gab es alle 2 Meilen Festungen, die in der Lage waren, eine große Anzahl von Soldaten aufzunehmen. Die Mauern waren mit Zinnen und Türmen befestigt, die den Verteidigern Schutz boten. Sie waren auch von einem breiten und tiefen Graben umgeben, der verhinderte, dass Feinde zu nahe kamen, um sie zu untergraben oder zu zerstören. Die Stadt hatte ein großartiges Wasserversorgungssystem. Wasser wurde aus einem Bach durch Bleirohre herangeführt und in jeden Teil der Stadt verteilt. Jede Hauptstraße hatte einen kleinen Wasserlauf, der durch sie hindurch floss, und jedes Haus hatte einen Brunnen im Innenhof oder Garten. Darüber hinaus gab es einen Hügel auf einem öffentlichen Platz oder Park, wo Wasser in der Mitte aufsprudelte und in kleinen Bächen und Wasserfällen an allen Seiten hinunterfloss. Die zuvor erwähnten Tore und Türme waren Teil der äußeren Mauer. Jenseits davon gab es viele Felder, Gärten, Obstgärten und gut gepflegte Anlagen. Diese Gebiete brachten verschiedene Früchte hervor, die von Kaufleuten in nahegelegene Länder exportiert wurden. Die Stadt selbst war größtenteils durch das Vorhandensein dieser Gärten und Obstgärten vor Blicken verborgen. Nur die Minarette und einige der höheren Dächer der Häuser waren zu sehen, die über das Blätterdach der Bäume hinausragten. Viele Menschen kamen aus der Umgebung nach Samarkand, um Schutz und Sicherheit zu suchen, als sie hörten, dass Chingis Khan kam. Die Stadt war fast überfüllt mit ihnen. Der Sultan schickte auch mehr als 100.000 Truppen und 30 Generäle, um die Stadt zu verteidigen. Es wurden auch 20 große Elefanten mit der Armee mitgebracht, die für verschiedene Aufgaben während der Belagerung verwendet werden sollten. Anstatt sofort in die Stadt einzudringen, schlug das Heer sein Lager rund um die Stadt auf. Sie befestigten ihre Position, indem sie einen tiefen Graben aushoben und die Erde aus dem Graben verwendeten, um eine Schanze zu bauen, um sich gegen die Mongolen zu verteidigen. Aber als Chingis Khan ankam, wurden sie schnell aus diesem Gebiet vertrieben und mussten innerhalb der Stadtmauern Zuflucht suchen. Sie verteidigten sich mit großer Stärke und Entschlossenheit, was es Chingis Khan sehr schwer machte, die Stadt zu erobern. Streitigkeiten unter den Menschen innerhalb der Mauern machten es ihm jedoch leichter. Die wohlhabenden Kaufleute und anderen wohlhabenden Personen in der Stadt glaubten, dass die Mongolen den Ort letztendlich erobern würden. Sie entschieden, dass es besser war, jetzt zu kapitulieren, während sie noch etwas Verhandlungsmacht hatten, um Bedingungen auszuhandeln, die ihr Leben und möglicherweise ihr Eigentum retten könnten. Aber die Generäle weigerten sich, einen solchen Vorschlag überhaupt in Betracht zu ziehen. Sie waren vom Sultan geschickt worden, um die Stadt zu schützen, und sie glaubten, dass es ihre Pflicht war, bis zum bitteren Ende für ihre Verteidigung zu kämpfen. Der Streit in der Stadt wurde von Tag zu Tag heftiger. Schließlich wurde die Gruppe der Bewohner stark und entschied sich, eines der Tore zu übernehmen. Sie schickten dann eine große Gruppe von Priestern, Richtern und wichtigen Bürgern zu Chingis Khan. Sie trugen die Schlüssel der Stadt
und schlugen vor, sie ihm zu übergeben, wenn er die Garnison und die Bewohner verschonte. Tschingis Khan weigerte sich jedoch, mit jemandem zu verhandeln, außer mit denen, die auf ihrer Seite waren und bereit waren, sich zu ergeben. Er gab den Generälen und Soldaten der Garnison keine Versprechungen. Die Abordnung kapitulierte und Tschingis Khan betrat die Stadt. Die Menschen wurden verschont, aber die Soldaten wurden überall getötet, wo sie gefunden wurden. Viele von ihnen starben in den Straßen. Eine Gruppe von ihnen, angeführt vom Gouverneur, zog sich jedoch zur inneren Mauer zurück und kämpfte 4 Tage lang verzweifelt. Als sie erkannten, dass sie keine Hoffnung hatten und keine Gnade von den Mongolen gezeigt bekommen würden, beschlossen sie, einen mutigen Angriff zu starten und zu versuchen, durch die feindlichen Linien zu brechen. Der Gouverneur führte eine Gruppe von 1000 Reitern an und stürmte unerwartet durch das Lager, während die Mongolen nicht vorbereitet waren, und entkam ins offene Land. Alle übrigen Soldaten in der Stadt wurden sofort getötet. In der Zwischenzeit erkannte der Sultan, dass sich seine Lage verschlechterte, und zog mit einer großen Truppe von einer Provinz zur anderen, verzweifelt auf der Suche nach einem sicheren Ort. Er hatte viele Söhne, darunter 2 namens Jalaloddin und Kotbordin. Jalaloddin war der Älteste und hätte der Nachfolger seines Vaters werden sollen. Die Königin Mutter Khatun mochte ihn jedoch nicht und überzeugte den Sultan, Jalaloddin abzusetzen und ihn durch Kotbordin zu ersetzen, der ihr Favorit war. Der Sultan hatte weitere Söhne, die Gouverneure in verschiedenen Provinzen waren. Er floh von einer Provinz zur anderen auf der Suche nach einem sicheren Versteck, aber er konnte keins finden. Soldaten der Mongolen verfolgten ihn unermüdlich, was dazu führte, dass seine Gruppe immer kleiner wurde. Er fühlte sich völlig hoffnungslos. Schließlich, während eines kurzen Besuchs in einer der Städte, übergab er 10 versiegelte Truhen mit dem königlichen Siegel an einen Offizier namens Omar, der für seinen Haushalt verantwortlich war. Er wies Omar an, die Truhen heimlich zu einer entfernten Festung zu bringen und sie dort sicher einzuschließen, ohne jemanden darüber zu informieren. Diese Truhen enthielten die Juwelen des Königs und waren äußerst wertvoll. Danach schloss sich einer seiner Söhne ihm mit einer großen Truppe an. Kurz darauf traf jedoch eine große Gruppe Mongolen ein und besiegte die Truppen des Sultans in einer heftigen Schlacht. Die Truppen zerstreuten sich in alle Richtungen und der Sultan musste erneut fliehen, wobei nur wenige Offiziere in seiner Nähe blieben. Schließlich gelang es ihnen, eine abgelegene Stadt in der Nähe des Kaspischen Meeres zu erreichen, wo sie hofften, sich zu verstecken. Seine Kraft war verschwunden und er fühlte sich sehr traurig und bedrückt. Er verbrachte seine Zeit damit, in die Moschee zu gehen und zu Gott zu beten, um Hilfe zu bitten, ihn vor dem völligen Untergang zu bewahren. Er gestand seine Fehler und versprach, seine Wege zu ändern, wenn Gott ihn vor seinen Feinden retten und ihm die Macht zurückgeben würde. Schließlich erhielt die mongolische Gruppe, die ihn in diesem Gebiet verfolgte, Informationen von einem örtlichen Bauern über seinen Aufenthaltsort. Eines Tages, während er in der Moschee betete, wurde ihm mitgeteilt, dass die Mongolen näher kamen. Er verließ eilig die Moschee und machte sich mit Hilfe einiger Freunde auf den Weg zum Ufer und bestieg ein Boot. Er plante, auf dem Seeweg zu entkommen, da alle Landwege blockiert waren. Sobald er im Boot war, erschienen die Mongolen am Ufer. Die Männer im Boot stießen schnell ab. Die Mongolen, enttäuscht und wütend, schossen Pfeile auf sie. Zum Glück traf keiner der Pfeile den Sultan, und er entkam bald seinen Verfolgern. Der Sultan lag fast bewegungsunfähig im Boot, völlig erschöpft von der Angst und dem Stress, den er erlebt hatte. Außerdem begann er, starke Schmerzen in seiner Brust und Seite zu spüren, die sich verschlimmerten und ihm das Atmen erschwerten. Die Männer im Boot erkannten, dass er schwer krank war, also steuerten sie eine kleine Insel namens Abiskun an, die sich in der Nähe der südöstlichen Ecke des Meeres befand. Hier stellten sie ein Zelt auf und bereiteten ein Bett für den kranken Herrscher vor. Sie schickten auch einen Boten ans Ufer, um heimlich einen Arzt zu bringen. Der Arzt tat alles, was er konnte, aber es war zu spät.
Die Schwellung und der Schmerz ließen nach einer Weile nach, aber es war klar, dass der Patient sich verschlechterte und sterben würde. Es traf sich, dass der Sohn des Sultans, Jalaloddin, der zugunsten seines Bruders Kotboddin übergangen worden war, zu dieser Zeit auf dem Festland unweit der Insel war. Er erhielt Nachrichten über den Zustand seines Vaters und reiste sofort zur Insel, begleitet von 2 seiner Brüder. Sie mussten die Angelegenheit diskret behandeln, um die Mongolen nicht zu alarmieren. Bei Jalaloddins Ankunft war der Sultan sehr glücklich, ihn zu sehen, und er widerrief das Dekret, das ihn aus der Thronfolge ausgeschlossen hatte. Der Sultan sagte: »Mein Sohn, von all meinen Kindern bist du derjenige, der am besten in der Lage ist, Rache an den Mongolen zu üben. Daher widerrufe ich die Anordnung, die ich zuvor auf Wunsch der Königin, meiner Mutter, zugunsten von Kotboddin erlassen habe.« Dann ernannte er Jalaloddin ernsthaft zu seinem Nachfolger und befahl den anderen Prinzen, ihm als ihrem Herrscher gehorsam und loyal zu sein. Er übergab ihm auch offiziell sein Schwert als Symbol und Zeichen der höchsten Autorität, die er ihm verlieh. Kurz darauf starb der Sultan. Die Diener begruben den Leichnam heimlich auf der Insel, weil sie Angst vor den Mongolen hatten. Vor der Beerdigung wurde der Leichnam sorgfältig gewaschen, gemäß der üblichen Praxis. Danach kleideten sie den Leichnam in einen Teil derselben Kleidung, die der Sultan zu Lebzeiten getragen hatte, da keine anderen Leichentücher verfügbar waren. Als Khatun, die Königinmutter, vom Tod ihres Sohnes erfuhr, war sie tief betroffen. Ihr Kummer verstärkte sich, als sie erfuhr, dass Kotboddin, den sie bevorzugte, durch Jalaloddin ersetzt worden war. Sie hatte eine starke Abneigung gegen Jalaloddin und glaubte, dass er das Gleiche über sie dachte, was ihre Wut noch mehr schürte. Sie war zu jener Zeit in Karazm, der Hauptstadt, wo sie versuchte, die nahegelegenen Offiziere und Soldaten davon zu überzeugen, die Entscheidung des Sultans nicht zu befolgen. Sie drängte sie, Kotboddin wieder zu ihrem Herrscher zu machen. Während sie diesen Plan schmiedete, hörte sie, dass die Mongolen sich der Stadt näherten. Khatun entschied sich schnell zu fliehen, um sich selbst zu retten. Es wird gesagt, dass sie 12 Kinder bei sich in Karazm hatte, die Söhne verschiedener Prinzen, die in verschiedenen Teilen des Reiches oder seiner Umgebung herrschten. Diese Kinder waren entweder Geiseln oder Gefangene von Aufständen und Konflikten. Sie wurden als Strafe für ihre Väter im Gefängnis gehalten. Die Königinmutter erkannte, dass sie die Kinder nicht mitnehmen konnte, also beschloss sie, sie alle töten zu lassen. Sie befürchtete, dass die Mongolen sie bei ihrer Ankunft freilassen könnten. Nachdem sie die Stadt verlassen hatte, wurde es in der Stadt sehr chaotisch wegen der Machtkämpfe zwischen den Parteien von Jalaloddin und Kotboddin. Die Königin, die das Chaos verursacht hatte, kümmerte sich jedoch nicht um den Ausgang. Ihr einziges Anliegen war es, sich selbst zu schützen. Nach vielen Reisen und Eskapaden gelangte sie schließlich in ein abgelegenes Gebiet auf dem Land entlang der Südküste des Kaspischen Meeres, eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer. Dort suchte sie Schutz in einem Schloss oder einer Festung namens Ilan, in der Annahme, dass es sie vor jeder Verfolgung schützen würde. Sie brachte ihre kostbaren Juwelen und andere wertvolle Schätze mit ins Schloss. Aber Tschingis Khan hatte überall im Land Spione, und er fand bald heraus, wo sich Khatun versteckte. Er schickte eine Nachricht an einen mongolischen General namens Hubenevian, der eine Gruppe in diesem Gebiet anführte, und sagte ihm, dass Khatun im Schloss von Ilan sei. Tschingis Khan befahl ihm, das Schloss anzugreifen, egal was passierte, und Khatun zu fangen und zu ihm zu bringen, ob lebendig oder tot. Hubbe machte sich schnell auf den Weg zum Schloss. Die Königinmutter wusste jedoch, dass er kommen würde, und die Generäle ihr sagten ihr, sie solle fliehen. Sie sagten, sie würden sie zu Jalaloddi bringen, wenn sie mit ihnen käme, und er würde sie beschützen. Aber sie weigerte sich, diese Idee in Betracht zu ziehen. Sie hasste Jalaloddin so sehr, dass sie sich nicht einmal in seine Kontrolle begeben würde, um ihr eigenes Leben zu retten.
Sie sagte, dass selbst die schlimmste Behandlung durch die Mongolen für sie besser wäre als die größte Freundlichkeit von Jalaloddin. Khatuns starke Abneigung gegen Jalaloddin rührte nicht von persönlichen Problemen mit ihm her. Stattdessen stammte sie aus einem tiefen und langjährigen Hass, den sie gegen seine Mutter hegte. Also weigerte sich Khatun, sich aus der Gefahr zurückzuziehen. Kurz darauf kam die Horde der Mongolen an und schlug ihr Lager vor den Schlossmauern auf. 3 Monate lang versuchten Hubbe und seine Mongolen, die Mauern der Festung mit Rammböcken und anderen Maschinen zu durchbrechen, aber sie scheiterten. Die Festung war zu stark. Schließlich erfuhr Dschingis Khan von der Situation und wies sie an, nicht mehr zu versuchen, die Mauern zu durchbrechen. Stattdessen sagte er ihnen, sie sollten die Festung umzingeln und niemanden hinein oder herauslassen. Auf diese Weise, sagte er, würde die Garnison schließlich wegen Hungers aufgeben. Als der Gouverneur des Schlosses sah, dass Hubbe den Befehl befolgte und diese Vorkehrungen traf, fühlte er sich zuversichtlich. Er hatte genug Lebensmittel im Lagerhaus gelagert und es gab immer reichlich Regenwasser in den Bergen, um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten. Aber der Gouverneur machte einen Fehler in seinen Berechnungen über den Regen. Normalerweise regnete es sehr oft in diesem Gebiet. Als die Festung jedoch blockiert war, regnete es 3 Wochen lang überhaupt nicht. Die Einheimischen glaubten, dass dieser Mangel an Regen eine Strafe des Himmels für die Verbrechen der Königin, einschließlich des Mordes an Kindern, war. Dies war ungewöhnlich, da der Regen normalerweise so häufig war, dass die Menschen in dieser Region darauf angewiesen waren und nie nach Quellen suchen oder Brunnen graben mussten. Die Menschen in der Festung litten sehr, weil sie nicht genug Wasser hatten. Viele von ihnen starben unter großen Schmerzen. Kapitel 12 Dschingis Khans unerbittliche Jagd, die Schlacht und Flucht von Jalaloddin. Dschingis Khan setzte seine erfolgreichen Eroberungen über mehrere Jahre fort. Er erweiterte seine Territorien im westlichen Teil Zentralasiens, während seine Generäle zu Hause dasselbe im östlichen Teil taten. Er eroberte den größten Teil Persiens, reiste um das Kaspische Meer und erreichte sogar die Grenzen Indiens. Während dieser Expedition nach Indien verfolgte er Jalaloddin. Direkt nach dem Tod seines Vaters versuchte Jalaloddin sein Bestes, um eine Armee zu versammeln und den Krieg gegen Dschingis Khan fortzusetzen. Anfangs stieß er aufgrund der von seiner Großmutter in Unterstützung seines Bruders Kutbuddin orchestrierten Intrigen und Verschwörungen auf zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen. Diese Aktionen führten zu Meinungsverschiedenheiten unter seinen Leuten. Schließlich gelang es ihm innerhalb eines Jahres, diesen Konflikt teilweise zu lösen und eine Armee aufzustellen. Obwohl er nicht die Stärke hatte, sich den Mongolen in einer großen Schlacht zu stellen, störte er ständig ihren Marsch und behinderte ihre Bemühungen auf bedeutende Weise. Dschingis Khan schickte gelegentlich kleinere Gruppen von Soldaten, um ihn gefangen zu nehmen. Obwohl er in diesen Kämpfen Niederlagen erlitt, gelang es ihm zu entkommen und einige seiner Männer bei sich zu behalten. Dies ermöglichte ihm weiter zu kämpfen, obwohl seine Kräfte schwanden. Schließlich wurde er sehr entmutigt. Nach einer bedeutenden Niederlage durch ein von Dschingis Khan gesandtes Detachement zogen er und die verbleibenden Truppen in eine Festung in den Bergen. Er informierte den Gouverneur, dass der fortgesetzte Kampf sinnlos erscheine und dass er beschlossen habe, in der Festung zu bleiben und den Kampf in Verzweiflung aufzugeben. Der Gouverneur riet ihm jedoch, dass es für einen Prinzen, der aus einer renommierten Familie stammt und eine prächtige Krone trägt, nicht angemessen sei, traurig zu sein und die Hoffnung aufgrund unglücklicher Umstände zu verlieren. Der Gouverneur schlug vor, dass er aufs Schlachtfeld zurückkehren, eine neue Armee sammeln und bis zum Ende weiterkämpfen solle. Jalaloddin beschloss, diesem Rat zu folgen und kehrte nach einer kurzen Pause im Schloss in den Kampf zurück. Er arbeitete hart und es gelang ihm, etwa 20.000 Männer zu versammeln. Obwohl dies eine kleine Streitmacht im Vergleich zum Feind war,
reichte sie aus, um dem Prinzen bedeutende Operationen zu ermöglichen. Jalaloddin begann sich wieder etwas ermutigt zu fühlen. Mit seinen 20.000 Männern erzielte er auch 1 oder 2 Siege, was seine Moral weiter steigerte. In einem Fall besiegte er erfolgreich eine clevere Strategie des mongolischen Generals. Es scheint, dass die mongolische Gruppe, die in dieser Situation entsandt wurde, um Jalaloddin zu konfrontieren, nicht ausreichend mächtig war. Um Jalaloddin glauben zu lassen, dass ihre Truppe größer sei, als sie tatsächlich war, gab der General den Befehl, alle Filzkappen und Mäntel in der Armee mit Stroh zu füllen. Diese gefüllten Kappen und Mäntel wurden dann auf die Pferde und Kamele im Gepäck gelegt. Dies schuf die Illusion einer zweiten Reservelinie hinter den eigentlichen Soldaten. Die Absicht war, Jalaloddin zur Kapitulation zu bewegen, ohne in die Schlacht ziehen zu müssen. Aber irgendwie entdeckte Jalaloddin den Trick und anstatt aufzugeben, kämpfte er mit großer Stärke gegen die Mongolen und gewann. Er erzielte einen entscheidenden Sieg, der den Beginn einer positiven Wendung für ihn markieren könnte. Unglücklicherweise begannen seine Generäle jedoch, über die Aufteilung der Beute zu streiten. Es gab ein schönes arabisches Pferd, das 2 seiner ranghöchsten Generäle besitzen wollten, und jeder beanspruchte es für sich. Der Streit wurde so heftig, dass einer der Generäle den anderen mit seiner Peitsche ins Gesicht schlug. Infolgedessen eskalierte der Streit zu einem tödlichen Konflikt. Beide Parteien baten Jalaloddin um Hilfe. Er wollte keinen der Generäle zum Feind machen, indem er sich auf eine Seite stellte, also versuchte er, einen Mittelweg zu finden. Dies gelang ihm jedoch nicht. Einer der Generäle, tief beleidigt, verließ in der Nacht das Lager und nahm alle Truppen unter seinem Kommando mit. Jalaloddin versuchte sein Bestes, um den unzufriedenen General zurückzubringen. Doch bevor ihm dies gelang, kam Chingis Khan mit einer großen Gruppe von Soldaten an und verhinderte, dass sie sich wieder vereinten. Jalaloddin musste sich zurückziehen. Chingis Khan folgte ihm und schließlich erreichten beide Armeen die Ufer des Indus, nahe Indien. Jalaloddin, dicht verfolgt, positionierte sich in einem engen Durchgang neben dem Flussufer, und es kam zu einer großen Schlacht zwischen den Felsen und Klippen. Es wird gesagt, dass Jalaloddin nur 30.000 Mann hatte, während Chingis Khan eine Armee von 300.000 führte. Die tatsächlichen Zahlen sind wahrscheinlich viel niedriger, aber das Verhältnis könnte stimmen. Es war nur ein kleiner Teil der mongolischen Armee, der den engen Durchgang betreten konnte, wo die Truppen des Sultans positioniert waren. Die Soldaten des Sultans kämpften mit großer Entschlossenheit und töteten Berichten zufolge 20.000 Mongolen, bevor sie sich ergaben. Sie kämpften den ganzen Tag über heftig, wie wilde Tiere. Als die Nacht hereinbrach, erkannte Jalaloddin, dass er verloren hatte. Viele seiner Anhänger wurden getötet und einige versuchten, den Fluss zu überqueren, ertranken aber dabei. Die verbleibenden Soldaten waren müde, demoralisiert und nicht in der Lage, am nächsten Tag weiterzukämpfen. Jalaloddin hatte offen gekämpft, in der Hoffnung, getötet zu werden. Doch Chingis Khan befahl ausdrücklich, ihn lebend zu fangen. Er beauftragte sogar 2 Generäle, sicherzustellen, dass niemand ihn tötete. Chingis Khan wollte ihn lebend fangen, um ihn als Gefangenen im ganzen Land zu präsentieren und ihn seinen ehemaligen Untertanen vorzuführen. Das Gleiche tat er bereits mit seiner Großmutter, der alten Königin Khatun. Aber Jalaloddin war entschlossen, seinem Eroberer diese Freude zu verwehren. Er beschloss, sich zu retten, indem er den Fluss durchschwamm. Erschöpft und bedeckt von Schmutz und Blut aus der Schlacht ging er zuerst, um schnell Abschied von seiner Mutter, seinen Frauen und Kindern zu nehmen. In jenen Regionen und Epochen war es üblich, dass sie ihn auf seinen militärischen Expeditionen begleiteten. Er fand sie in seinem Zelt, erfüllt von Sorge und Angst. Er verabschiedete sich von ihnen mit Trauer und Tränen und versuchte ihnen zu versichern, dass sie sich in besseren Zeiten wiedersehen würden. Dann legte er seine Rüstung und Waffen ab, damit er keine Schwierigkeiten beim Überqueren des Flusses hätte, und behielt nur sein Schwert, seinen Bogen und einen Köcher voller Pfeile.
Dann bestieg er ein neues Pferd und ritt zum Fluss. Als er das Flussufer erreichte, fand das Pferd die Strömung sehr stark und das Wasser sehr turbulent. Es wollte nicht weitergehen, aber Jalaloddin drängte es weiter. Es gab keine Zeit zu verlieren, denn sobald er das Ufer erreichte, erschienen Tschingis Khan selbst und eine Gruppe von Mongolen, um ihn zu fangen. Sie hielten am Ufer an, als sie sahen, wie Jalaloddin zwischen den Felsen und Strudeln ins Wasser ritt. Sie wagten es nicht, ihm zu folgen, aber sie blieben am Wasser, um zu sehen, wie sein gefährliches Abenteuer enden würde. Sobald Jalaloddin erkannte, dass er außer Reichweite war, hielt er an einem Ort, wo sein Pferd Halt fand. Er wandte sich seinen Verfolgern mit Hass und Trotz zu. Dann zog er seinen Bogen und begann, Pfeile auf sie zu schießen. Er schoss weiter, bis ihm die Pfeile ausgingen. Einige der mutigeren Mongolen schlugen Tschingis Khan vor, dass sie hinausschwimmen und versuchen sollten, ihn zu fangen. Doch Tschingis Khan weigerte sich, sie gehen zu lassen und sagte, der Versuch wäre sinnlos. Tschingis Khan sagte: »Mit einem Mann von solcher kühlen und entschlossenen Tapferkeit könnt ihr nichts anfangen. Ein Vater wäre stolz, einen solchen Sohn zu haben, und ein Sohn wäre stolz, von einem solchen Vater abzustammen.« Als seine Pfeile alle waren, ging Jalaloddin zurück zum Fluss. Sein Pferd kämpfte hart gegen die starken Strömungen und gefährlichen Strudel, schaffte es aber schließlich, Jalaloddin über den Fluss zu tragen. Tschingis Khan und seine Gruppe beobachteten vom Ufer aus mit großem Interesse, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Sobald Jalaloddin landete, sah er sich um und überlegte, was er als nächstes tun sollte. Er war allein an einem abgelegenen Ort, von dem er befürchtete, dass es dort Tiger und andere gefährliche Tiere geben könnte, wie sie in indischen Dschungeln zu finden sind. Es wurde dunkel und es gab keine Anzeichen von Häusern oder Schutz. Also band er sein Pferd an einen Baum und kletterte in die Äste, um die Nacht dort zu verbringen. Am nächsten Morgen ging er am Flussufer entlang, um nach etwas zu suchen. Er fühlte sich sehr besorgt und aufgewühlt. Dann war er äußerst erleichtert und glücklich, als er unerwartet eine kleine Gruppe von Soldaten und Offizieren fand, die ebenfalls nach der Schlacht den Fluss überquert hatten. 3 dieser Offiziere waren seine engen Freunde, und er war überglücklich, sie zu sehen. Sie hatten den Fluss in einem Boot überquert, das sie gefunden hatten, als die Armee besiegt wurde. Sie verbrachten die ganze Nacht im Boot und setzten sich den Gefahren von flachen Stellen, Felsen und der starken Strömung aus. Schließlich landeten sie am Morgen in der Nähe des Ortes, wo Jalaloddin sie fand. Kurz darauf traf er auf eine Gruppe von 300 Reitern, die es geschafft hatten, den Fluss an einer nahegelegenen Stelle mit ruhigerem Wasser schwimmend zu überqueren. Sie informierten ihn, dass etwa 6 Meilen flussabwärts eine größere Gruppe von etwa 4000 Mann ebenfalls mit derselben Methode entkommen war. Nachdem er diese Männer versammelt hatte, stellte Jalaloddin fest, dass er wieder eine bedeutende Truppe anführte. Die Männer brauchten dringend Nahrung und andere Notwendigkeiten. Zum Glück war einer von Jalaloddins Hausoffizieren auf der anderen Seite des Flusses aufmerksam und loyal und half, sie zu versorgen. Dieser Offizier hieß Yamalarasad. Als er hörte, dass sein Herr den Fluss überquert hatte, erkannte er die Dringlichkeit der Situation. Er wusste, dass viele Truppen, die ebenfalls versucht hatten, den Fluss zu überqueren, bald Vorräte und Nachschub benötigen würden. Schnell belud er ein großes Boot mit wichtigen Gegenständen, Lebensmittel, Waffen, Geld und Materialien zur Herstellung von Kleidung für die Soldaten. Es gelang ihm, im Boot abzulegen, bevor die Mongolen seinen Plan entdeckten. Am nächsten Morgen kam er am anderen Ufer an und versorgte Jalaloddin mit reichlich Nachschub für seine unmittelbaren Bedürfnisse. Jalaloddin war sehr zufrieden damit, wie Yamalarasad die Situation gehandhabt hatte. Daher beförderte er ihn sofort in eine prestigeträchtige und wichtige Position in seinem Dienst und verlieh ihm einen neuen Ehrentitel. Inzwischen eroberte Tschingis Khan auf der anderen Seite des Flusses am nächsten Morgen Jalaloddins Lager. Natürlich wurde die Familie des Sultans ebenfalls gefangen genommen. Der Kaiser befahl die Hinrichtung aller Männer, verschonte jedoch die Frauen für einen anderen Zweck.
Eines der Opfer war ein 8-jähriger Junge, Jalaloddins ältester Sohn. Jalaloddin hatte befohlen, seinen Schatz in den Fluss zu werfen, wahrscheinlich in der Absicht, ihn später wiederzubekommen. Doch Tschingis Khan entdeckte irgendwie dessen Standort und schickte Taucher, um ihn zu bergen, und fügte ihn so seiner Sammlung von Beute hinzu. Danach blieb Jalaloddin 5 oder 6 Jahre in Indien. Er verbündete sich mit einigen der dortigen Prinzen und kämpfte in vielen Feldzügen. Schließlich, als sich eine gute Gelegenheit bot, kehrte er in sein eigenes Land zurück und setzte den Kampf gegen die Mongolen fort. Es gelang ihm jedoch nie, bedeutende Macht zu erlangen. Tschingis Khan setzte seine Eroberungen in den muslimischen Ländern Westasiens 2 oder 3 Jahre lang fort und erweiterte seine Territorien in alle Richtungen. Es ist nicht nötig, auf die Einzelheiten seiner Bewegungen einzugehen. Es wäre nur eine Wiederholung der gleichen Geschichte von Plünderung, Tötung und Zerstörung. Manchmal ergab sich eine Stadt sofort bei der Ankunft des Eroberers. Sie schickten eine Delegation von Beamten und Schlüsselpersonen sowie die Stadtschlüssel und großzügige Geschenke in der Hoffnung, den Eroberer zu besänftigen. Oft gelang es ihnen, die mongolischen Soldaten so glücklich zu machen, dass sie sich mit Plündern der Stadt begnügten, ohne die Bewohner zu schädigen. Manchmal versuchte die Stadt jedoch Widerstand zu leisten. Die Mongolen bauten dann Maschinen, um die Mauern zu durchbrechen und große Steine auf die Menschen im Inneren zu werfen. Manchmal war es für sie schwierig, genügend Steine zu finden, da der Boden, auf dem die Stadt stand, aus von Wasser abgelagertem Boden bestand. In diesen Fällen, wenn sie in der Nähe keine Steine mehr fanden, fällten die Angreifer große Bäume von den Straßen zur Stadt oder aus den nahegelegenen Wäldern. Dann schnitten sie die Stämme in kurze Stücke und verwendeten sie als Munition für die Maschinen. Diese großen Stämme aus schwerem Holz, wenn sie über die Mauern geworfen wurden, konnten fast so viel Schaden anrichten wie die Steine. Während der Belagerungen benutzten die Mongolen Kriegsgefangene als Sklaven, um Bäume in Stämme zu schneiden und Steine für ihre Maschinen zu bringen. Die Menge der erforderlichen Arbeit war immens. Zum Beispiel während der Belagerung von Nishapur, wo die Einwohner Jalaloddin heimlich unterstützten, nachdem sie sich den Mongolen ergeben hatten, verwendete die mongolische Armee 1200 dieser Maschinen. Diese Maschinen wurden in einer Stadt weit weg von der Belagerung gebaut, in Teilen von den Sklaven transportiert und von ihnen unter den Mauern zusammengebaut. Während die Sklaven arbeiteten, wurden sie manchmal durch hölzerne Schilde geschützt, die mit rohen Häuten bedeckt waren. Diese Schilde wurden von anderen Sklaven vor ihnen getragen, um die feurigen Pfeile und Pfeile, die von der Mauer auf sie geschossen wurden, zu blockieren und zu löschen. Manchmal wurden die Orte, an denen die Maschinen aufgestellt wurden, durch hölzerne Bollwerke geschützt. Diese Bollwerke zusammen mit dem Rahmen der Maschinen wurden mit rohen Häuten bedeckt, um zu verhindern, dass sie vom Feind in Brand gesetzt wurden. Um die rohen Häute zu erhalten, schlachteten die Mongolen große Herden von Pferden und Rindern, die sie vom Feind genommen hatten. Um den Feind in Bezug auf Munition für ihre Waffen zu beschämen, sammelten die Stadtbewohner manchmal in großer Zahl mehrere Tage vor der Ankunft der Mongolen. Sie sammelten so viele Steine wie möglich und warfen sie entweder in den Fluss oder versteckten sie anderswo. In einigen Fällen leisteten die bedrohten Städte keinen Widerstand und ergaben sich dem Eroberer. Die mongolischen Generäle verschonten normalerweise das Leben der Einwohner, plünderten aber deren Eigentum. Manchmal versuchte die Garnison mit dem Eroberer zu verhandeln, bevor sie sich ergaben, nachdem sie entmutigt worden waren, sich weiterhin zu verteidigen. Die von den Mongolen auferlegten Bedingungen waren jedoch oft so hart, dass die Garnison beschloss, bis zum Ende weiterzukämpfen, anstatt sie zu akzeptieren. In einer Stadt gab es einen Scheich namens Kubru, der ein angesehener und herausragender Prinz war. Der mongolische General Oktay war damit beauftragt, die Stadt zu erobern. Oktay hatte von dem Ruf des Scheichs gehört und hielt ihn in hoher Achtung. Er schickte einen Herold zur Stadtmauer und bot dem Scheich und 10 weiteren Personen die Freiheit, die Stadt zu verlassen und wohin sie wollten.
aber der Scheich lehnte das Angebot ab. Dann schickte Oktay einen weiteren Pass, der dem Scheich erlaubte, 1000 Männer mitzubringen. Aber er lehnte immer noch ab. Er konnte Oktays Großzügigkeit nicht akzeptieren, es sei denn, sie würde allen Muslimen in der Stadt angeboten. Er musste bei seinem Volk bleiben, weil sie eine starke Bindung hatten, die nicht leicht zu brechen war. Die Belagerung ging weiter, und als sie schließlich endete, wurde die Stadt erobert. Der Scheich wurde zusammen mit anderen auf den Straßen getötet. Er kämpfte tapfer bis zum Ende. Nicht alle muslimischen Führer hatten solchen edlen Mut. Ein Führer, der erfuhr, dass die Mongolen nahten, ließ sich heimlich während der Nacht mit Seilen die Mauer hinunter, um zu entkommen. Infolgedessen überließ er die Stadt und die Garnison ihrem Schicksal. Die Garnisonen der Städte wussten, dass ihre Feinde gnadenlos waren, also kämpften sie verzweifelt bis zum Ende, genauso wie sie es gegen wilde Tiere tun würden. Sie würden plötzlich die Tore öffnen und in großen Gruppen hinausströmen, bewaffnet mit verschiedenen brennbaren Materialien und Fackeln. Sie würden die Maschinen der Belagerer in Brand setzen und schnell wieder hinter die Mauern zurückkehren, bevor die Mongolen reagieren konnten. Mit dieser Taktik zerstörten sie viele Maschinen und töteten viele Männer. Trotzdem setzten die Mongolen ihre Bemühungen fort, und schließlich wurde der Ort erobert. Als sie erkannten, dass keine Hoffnung mehr blieb, verwandelte sich die Verzweiflung der Stadtbewohner in intensiven Hass auf ihre Feinde. In einigen Fällen führte dies zu extremen Handlungen. Sie würden ihre Stadt niederbrennen und tragischerweise wählen, in den Flammen zusammen mit ihren Ehepartnern und Kindern zu sterben, anstatt sich von ihren wütenden Gegnern gefangen nehmen zu lassen. Die Mongolen waren sehr grausam zu den Menschen in den eroberten Städten. Sie sammelten alle auf einem offenen Gebiet und nahmen die jungen und starken Männer heraus, um harte Arbeit zu verrichten. Sie nahmen auch die jungen und schönen Frauen, um sie in der Armee zu benutzen oder als Sklaven zu verkaufen. Der Rest der Menschen wurde gruppiert und mit Pfeilen getötet, wie Tiere, die gejagt werden. Die Mongolen genossen es, auf die hilflosen Opfer zu schießen und ihre Schreie des Terrors zu hören. Es war wie das Töten einer Herde wilder Tiere, aber die Mongolen fanden es noch aufregender und befriedigender. Laut Historikern gab es einen Fall, bei dem eine große Anzahl von Menschen aufgefordert wurde, sich auf der Ebene zu versammeln. Es dauerte 4 Tage, bis alle an dem bestimmten Ort versammelt waren. Nachdem diejenigen, die verschont werden sollten, getrennt worden waren, betrug die verbleibende Anzahl der zu tötenden Menschen über 100.000, wie von den Sekretären dokumentiert, die sie zählten. In einer anderen Situation gab es so viele Tötungen, dass es 12 Tage dauerte, um die Anzahl der Toten zu zählen. Einige der schrecklichen Dinge, die den Gefangenen angetan wurden, waren so grausam, dass sie schwer in Worte zu fassen sind. Zum Beispiel gab es einen Fall, bei dem eine ältere Frau die Mongolen anflehte, ihr Leben zu verschonen, und ihnen eine sehr wertvolle Perle anbot, wenn sie zustimmten. Sie fragten sie, wo die Perle sei, und sie sagte, sie habe sie geschluckt. Die Mongolen töteten sie dann schnell und schnitten ihren Körper mit ihren Schwertern auf, um die Perle zu finden. Sie fanden sie und waren überzeugt, dass andere Frauen ihre Juwelen auf die gleiche Weise versteckt haben könnten. Daher begannen sie, viele Frauen zu töten und aufzuschneiden, um nach Perlen in ihren Körpern zu suchen. Sie fanden jedoch keine. Während der Belagerung einer Stadt namens Bamiyan versuchte ein junger Enkel von Chingis Khan seinen Großvater zu beeindrucken, indem er sich der Mauer näherte. Leider wurde er von einem Bogenschützen getroffen und starb. Dieses Ereignis beeinflusste Chingis Khan zutiefst. Es zeigte, dass er, obwohl er normalerweise herzlos und grausam gegenüber anderen war, immer noch intensiven Schmerz empfinden konnte, wenn er persönliches Leid erlebte. Die Mutter des Kindes war extrem wütend, als er starb. Sie wollte nur Rache und wartete darauf, dass die Stadt erobert wurde, um dies zu genießen. Als schließlich eine Bresche geschlagen wurde und Soldaten die Stadt betraten, ging auch sie hinein und forderte, dass alle, unabhängig vom Alter, getötet werden.
Sie zielte besonders auf Kinder ab und fand Freude daran, ihnen als Vergeltung für den Tod ihres eigenen Kindes Schaden zuzufügen. Ihr Hass und ihre Wut auf Kinder erstreckten sich sogar auf ungeborene Babys, und sie beging unaussprechliche Gewalttaten, um diese Gefühle auszudrücken. Dschingis Khan teilte seine Ansichten über Religion während eines Gesprächs mit kenntnisreichen muslimischen Gelehrten in Bokhara. Bokhara war während seiner Feldzüge in Westasien ein Zentrum der Wissenschaft und Philosophie. Er fragte die Gelehrten nach den grundlegenden Prinzipien ihrer Religion, und sie antworteten, dass es 5 gäbe. Sie sagten: Erstens, der Glaube an einen Gott, den Schöpfer aller Dinge und den obersten Herrscher und Lenker des Universums. Zweitens, 1/40 ihres jährlichen Einkommens oder Gewinns den Armen zu geben. Drittens, jeden Tag 5-mal zu Gott zu beten. Viertens, 1 Monat im Jahr zu fasten. Fünftens, eine Pilgerreise zum Tempel in Mekka zu unternehmen, um dort Gott zu verehren. Dschingis Khan sagte, dass er mit dem ersten Artikel und den nächsten 3 einverstanden sei. Er fand es gut, einen kleinen Teil des Einkommens den Armen zu geben, 5-mal am Tag zu beten und jedes Jahr 1 Monat zu fasten. Er war jedoch völlig gegen den letzten Artikel. Er glaubte, dass die ganze Welt Gottes Haus sei, und es sei albern zu denken, dass ein Ort besser als ein anderer zum Beten sei. Die gelehrten Doktoren waren mit dieser Antwort unzufrieden. Sie waren mehr über die Ablehnung des Kaisers des letzten Artikels, der ausschließlich Rituale betraf, verärgert, als sie sich über seine Zustimmung zu den anderen 4 Punkten freuten. Das ist überhaupt nicht überraschend. Im Laufe der Geschichte haben sich religiöser Sektierertum und Bigotterie immer auf äußere Praktiken konzentriert. Sie betonen stark Rituale und vernachlässigen dabei, was wirklich wichtig für das Wohl und die Spiritualität der Seele ist. Kapitel 13 – Feierlichkeiten, Nachfolge und das Ende von Dschingis Khans Herrschaft. Als Dschingis Khan erkannte, dass seine Eroberungen in Westasien einigermaßen gesichert waren, feierte er seinen Sieg und die Erweiterung seines Reiches mit 2 beeindruckenden Ereignissen. Das erste war eine große Jagd. Das zweite war eine formelle Versammlung aller Vertreter seines riesigen Reiches in einer Art Versammlungs- oder Diskussionsforum. Die Berichte der Historiker über diese Feierlichkeiten sind wahrscheinlich stark übertrieben. Sie beschreiben die Jagd wie folgt: Nachdem die Kampagne im Jahr 1221 beendet war, fand die Jagd statt, während sich die Armee in Winterquartieren befand. Zweck der Jagd war es, die Soldaten zu beschäftigen und die Entspannung der Disziplin zu verhindern. Sie sollte auch Laster und Unordnung abschrecken, die oft in einem Lager entstehen, wenn die Soldaten keine aktiven Aufgaben haben, die ihren Geist beschäftigen. Die Jagd fand in einem großen Gebiet unbewohnten Landes statt, das mit verschiedenen Arten von Wildtieren gefüllt war. Die Soldaten wurden auf dieser Expedition in einer kriegsähnlichen Formation ausgesandt, als ob sie ein von bewaffneten Männern besetztes Land angreifen würden. Die verschiedenen Gruppen wurden an verschiedene Punkte am Rand des Landes gebracht, von wo aus sie sich ausbreiteten, um das Gebiet vollständig zu decken. Der eingeschlossene Raum war so groß, dass es mehrere Wochen dauerte, um zur Mitte zu marschieren. In dieser Situation bewegten sich die Männer sehr langsam und legten nur wenige Meilen pro Tag zurück. Ihr Ziel war es, den Boden sorgfältig zu inspizieren und sicherzustellen, dass keine Verstecke für Tiere wie Schluchten oder Dickichte übersehen wurden. Der Kreis, den sie erkundeten, war jedoch wahrscheinlich sehr groß. Als der Morgen kam, wurden die Männer an jedem Posten aufgestellt und begannen, sich in Richtung Zentrum zu bewegen. Sie marschierten zum Klang von Trompeten, Trommeln, Tamburin und anderen Instrumenten, die in jenen Tagen für Militärmusik verwendet wurden. Den Männern war es nicht erlaubt, Tiere zu töten. Sie durften sie nur aus ihren Verstecken aufscheuchen und sie in die Mitte des Feldes treiben. Viele Männer erhielten Hacken, Spaten und ähnliche Werkzeuge, um die Höhlen und Löcher der Tiere auszugraben, die unter der Erde Zuflucht suchten. Sie setzten dies mehrere Wochen lang fort.
Die Tiere rannten vor ihnen her, in der Annahme, dass die Männer nur eine vorübergehende Bedrohung seien, der sie leicht entgehen könnten, indem sie ins nächste Dickicht rannten, wie sie es normalerweise taten. Die Soldaten drängten jedoch weiter voran und trieben sie erneut auch aus dem Dickicht heraus. Wenn die Tiere versuchten, nach rechts oder links abzubiegen, stellten sie schnell fest, dass sie blockiert waren. Als der Kreis schrumpfte und der eingeschlossene Raum kleiner wurde, begannen sich die Tiere in großen Mengen zu vermischen. Sie wurden gereizt und wütend und griffen in vielen Fällen einander an. Die Starken griffen die Schwachen an und töteten sie. Viele Tiere wurden getötet, aber nicht von den Soldaten. Schließlich wurden die Zahlen sehr groß und die Tiere waren äußerst verängstigt, was es den Soldaten sehr schwierig machte, sie weiterzutreiben. Die hilflosen Kreaturen verstreuten sich in verschiedene Richtungen, ihre Verwirrung und Notlage waren offensichtlich. Die Soldaten verfolgten sie dicht, um sicherzustellen, dass ihre Flucht vergeblich war. Sie riefen und schwenkten Waffen, wann immer die Kreaturen versuchten, die Richtung zu ändern. Schließlich wurden die Tiere in ein kleineres Gebiet getrieben, das als innerer Kreis bekannt war. Dieser Bereich war im Voraus markiert worden. Truppen bildeten doppelte und dreifache Linien um den Umfang und hielten Lanzen und Speere in Richtung der Mitte. Dies schuf eine Barriere, die die Tiere zurückhielt. Der Plan war, dass die Offiziere, Khans und andere wichtige Persönlichkeiten aus dem Hof und der Armee den Kreis betreten sollten. Sie würden ihren Mut und ihre Stärke demonstrieren, indem sie die Tiere angriffen und töteten. Aber der Mut, der für ein solches Abenteuer erforderlich war, war nicht so bedeutend, wie es erscheinen mag. Anfangs, als die Tiere frisch aus ihren Höhlen geweckt wurden, zeigten sie wildes und heftiges Verhalten. Sie wirkten äußerst aufgeregt, als sie bemerkten, dass sich der Kreis der Jäger um sie schloss. Im Laufe der Zeit verloren diese Tiere jedoch unweigerlich ihren anfänglichen Mut. Sie wurden entmutigt und deprimiert und letztendlich zahm angesichts ihrer Lage. Dies lag teilweise daran, dass sie sich etwas an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt hatten, aber wahrscheinlicher war die Erschöpfung, die durch lang anhaltende Müdigkeit und Aufregung verursacht wurde. Außerdem waren sie viele Tage lang ihrer üblichen Nahrung und Ruhe beraubt worden. So standen in diesem und vielen anderen ähnlichen Fällen die Soldaten und einfachen Leute vor Gefahr und harter Arbeit, während die mächtigen Individuen später kamen, um sich alle Ehre anzueignen. Dschingis Khan selbst war der Erste, der den Kreis betrat, um die Tiere anzugreifen. Ihm folgten die Prinzen seiner Familie und andere große Häuptlinge und Khans. Als sie eintraten, umgab die gesamte Armee das Gehege und erfüllte die Luft mit dem Klang von Trommeln, Tamburinen, Trompeten und anderen Instrumenten. Sie machten auch furchterregende Rufe und Schreie, um die Tiere einzuschüchtern und zu überwältigen und ihnen jeden Gedanken oder jede Hoffnung auf Widerstand zu nehmen. Und diese Methoden der Einschüchterung hatten eine so starke Wirkung, dass es heißt, die Tiere seien völlig betäubt gewesen. Sie waren so verängstigt, dass sie all ihre Wildheit verloren. Die Löwen und Tiger wurden so freundlich wie Lämmer, und die Bären und Wildschweine, wie die schüchternsten Kreaturen, wurden traurig und überrascht. Dennoch bestand eine gewisse Gefahr, als Dschingis Khan und die Prinzen eintraten, um sie anzugreifen. Es war eine Frage der Ehre, dass sie die wildesten Tiere auswählten. Einige dieser Tiere, als sie angegriffen wurden, erwachten und gewannen etwas von ihrer natürlichen Wildheit zurück. Sie fühlten sich gezwungen, einen letzten verzweifelten Versuch zu unternehmen, sich zu verteidigen. Nachdem einige der Löwen, Tiger und Bären getötet worden waren, gingen Dschingis Khan und seine engste Gruppe zu einem Platz an der Seite, wo ein Thron für den Kaiser aufgestellt worden war. Der Thron stand auf einem Hügel, der eine gute Sicht auf das Gebiet bot. Dschingis Khan setzte sich dorthin, um die Tötung zu beobachten. Viele Männer durften dann eintreten und sich damit vergnügen, hilflose Tiere zu töten und zu zerstören, bis sie mit dem Anblick von Blut und Leid vollkommen zufrieden waren.
Schließlich näherten sich einige der Enkel des Khans, begleitet von anderen jungen Prinzen, dem Thron, auf dem der Kaiser saß. Sie baten ihn, das Töten zu beenden und die verbleibenden Tiere freizulassen. Der Kaiser stimmte ihrer Bitte zu. Die Jagdgesellschaft löste sich auf, die überlebenden Tiere kehrten in die Wildnis zurück und die Jagd fand ein Ende. Die verschiedenen Gruppen der Armee begannen dann ihre Reise zurück ins Lager. Diese Jagdexpedition war jedoch so groß, dass sie 4 Monate brauchten, um ihre Reise zu beenden und zurückzukehren. Das große Treffen oder die Versammlung der Staaten des Reiches von Chinggis Khan fand ein paar Jahre nach der Eroberung Westasiens statt. Es war sicher für die Söhne des Kaisers und die großen Generäle, sich am Hauptquartier des Kaisers zu versammeln. Der gewählte Ort für diese Versammlung war ein riesiges flaches Land in der Nähe der Stadt Tukat, einer der Städte, die von Chinggis Khan erobert worden waren. Tukat war ein zentraler und praktischer Ort für die Versammlung. Es war auch eine wohlhabende und attraktive Stadt, die alles bieten konnte, was für das Ereignis benötigt wurde. Die Versammlung sollte jedoch nicht in der Stadt selbst stattfinden. Stattdessen würde sie auf einer großen Ebene in der Nähe der Stadt abgehalten, die genug Platz für alle Khans und ihre Gefolgsleute bot, um ihre Zelte aufzubauen. Als sich die Führer und Häuptlinge versammelten, waren die Söhne des Kaisers die ersten, die ankamen. Sie waren von den Expeditionen ihres Vaters zurückgekehrt und brachten beeindruckende Geschenke mit. Diese Geschenke waren die Schätze und wertvollen Gegenstände, die sie als Beute aus den eroberten Städten genommen hatten. Yugis Geschenke übertrafen den Wert aller anderen. Unter den anderen gab es eine große Gruppe von Pferden, die 100.000 zählte. Diese Pferde waren von den Weiden der eroberten Länder gefangen worden und wurden nun zum Kaiser gebracht, um für seine Truppen verwendet zu werden. Sie waren nach ihren Farben organisiert, weiß, gescheckt, braun, schwarz und gefleckt, mit einer gleichen Anzahl von jeder Art. Der Kaiser empfing und begrüßte seine Söhne freudig und nahm ihre Geschenke gerne an. Im Gegenzug machte er ihnen Geschenke aus seinem Schatz. Danach, als mehr Prinzen und Khans ankamen und ihre Lager mit ihren Truppen und Gefolgsleuten auf der Ebene aufbauten, veranstaltete der Kaiser eine Reihe von üppigen Festen und öffentlichen Unterhaltungen verschiedenster Art. Unter anderem wurde eine große Jagdexpedition organisiert. Diese Expedition war etwas ähnlich wie die zuvor beschriebene, aber in viel kleinerem Maßstab in Bezug auf die Anzahl der beteiligten Personen und die dafür benötigte Zeit. Allerdings übertraf sie die vorherige bei weitem in Bezug auf Pracht und Glanz. Es wird gesagt, dass mehrere tausend Tiere getötet wurden, ebenso wie eine große Anzahl und Vielfalt an Vögeln, die von den Falken gefangen wurden. Nach der Jagd fand ein großes Fest statt, das noch besser war als alle anderen Feste. Auf den Tischen dieses Festes gab es eine breite Palette an Getränken, nicht nur edle Weine aus dem Süden, sondern auch Bier, Meteglin und Sorbet, die die Armee in Persien kennengelernt hatte. In der Zwischenzeit wurde das große offene Gebiet auf der Ebene, das für das Lager vorgesehen war, langsam durch die Ankunft der Khans gefüllt. Schließlich war die gesamte Ebene in alle Richtungen, soweit das Auge reichte, mit Gruppen von Zelten und langen Reihen von Häusern auf Rädern bedeckt. Die Historiker behaupteten, dass das Lager eine Fläche von 7 Meilen bedeckte. Wenn dies zutrifft, ist es möglich, dass die äußeren Bereiche von den Hirten und anderen Dienern der Khans genutzt wurden. Sie waren dafür verantwortlich, sich um das Vieh und die Pferde der Truppen zu kümmern sowie geeignete Weideflächen für sie zu finden. Die nomadischen Stämme brachten immer eine große Menge an Tieren mit auf ihre Reisen. Dies erforderte ein viel größeres Gebiet für ihre Lager, als es sonst notwendig gewesen wäre. Es überrascht uns, die wir daran gewöhnt sind, das Leben in Zelten als etwas Unregelmäßiges und Vorübergehendes zu betrachten, zu erfahren, dass diese Lebensweise damals organisiert und gut geplant war. In diesem Fall wurde in der Mitte des Lagers ein Raum von 2 Meilen Länge wie eine Stadt mit Straßen, Plätzen und Marktplätzen angelegt.
Hier befanden sich die Wohnquartiere des Kaisers mit prächtigen Zelten für sich selbst und seine enge Familie und vielen einfacheren Zelten für seine Diener und Gefolgsleute. Die Zelte der anderen wichtigen Führer waren in der Nähe. Sie waren aus teuren Materialien gefertigt und üppig dekoriert mit bunten Seidenflaggen, die von den Spitzen wehten. Zusätzlich zu diesen gab es ein riesiges Zelt, das für die Versammlungssitzungen gebaut wurde. Es war so groß, dass es 2000 Menschen fassen konnte. Das Zelt war weiß überzogen, was es sehr auffällig machte. Es gab 2 Eingangstore. Das kaiserliche Tor, das ausschließlich von Dschingis Khan genutzt wurde, und das öffentliche Tor, das von den Versammlungsmitgliedern und Zuschauern genutzt wurde. Im Zelt gab es einen großen Thron für den Kaiser, den er während der Versammlungen nutzte. Während ihrer Sitzung führte die Versammlung bedeutende Geschäfte durch, und der Kaiser erließ wichtige Edikte. Die Verfassung und die Gesetze des Reiches wurden neu festgelegt und Vorkehrungen für die Verwaltung der nahen und fernen Provinzen getroffen. Nachdem alle diese Aufgaben abgeschlossen und die Geschäfte erledigt waren, traf sich der Kaiser einzeln mit jedem Prinzen, Khan, General, Gouverneur und anderen wichtigen Personen. Sie verabschiedeten sich, bevor sie in ihre eigenen Länder zurückkehrten. Nachdem diese Zeremonie vorbei war, packten alle zusammen und die Khane begannen ihre Reise zurück nach Hause. Jeder führte seine Gruppe an. Nach diesem großen Treffen lebte Dschingis Khan nur noch 3 Jahre. Während dieser Zeit setzte er die Eroberung neuer Territorien mit dem gleichen erstaunlichen Erfolg wie zuvor fort. Nachdem er seine Herrschaft in Westasien fest etabliert hatte, kehrte er nach 7 Jahren Abwesenheit ins ursprüngliche Zentrum seines Reiches im Osten zurück. Die mongolische Nation empfing ihn mit großer Ehre. Dann begann er, mehr von China zu erobern, und er war sehr erfolgreich. Tatsächlich war seine Reise, abgesehen von einem großen Unglück, das ihm widerfuhr, von kontinuierlichem und beispiellosem Wohlstand geprägt. Diese Tragödie war der Tod seines Sohnes Yugi, seines ältesten, respektiertesten und geliebtesten Sohnes. Die Nachricht von diesem Ereignis machte den Khan sehr traurig, so sehr, dass er für eine Weile das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten verlor. Selbst die Nachrichten über Siege seiner Armeen in fernen Ländern brachten ihm keine Freude mehr. Der Khan, der jetzt etwa 64 Jahre alt war, erholte sich langsam von seinem Kummer und setzte seine Kriegsvorbereitungen fort. Er hatte den nördlichen Teil Chinas erobert und plante, den südlichen Teil zu erobern. Im Frühjahr 1227 erkrankte er jedoch. Er kämpfte während des Sommers gegen die Krankheit, aber im August erkannte er, dass sich sein Zustand verschlechterte und fühlte, dass sein Ende nahe war. In dieser Zeit konzentrierte er sich darauf, die bevorstehende Kampagne zu organisieren und seine Offiziere über seine Pläne zu informieren. Er wollte sicherstellen, dass sie in der Lage sein würden, die Pläne nach seinem Tod erfolgreich auszuführen. Er war besonders besorgt über die Möglichkeit, dass die Generäle nach seinem Tod Streitigkeiten miteinander haben könnten. Er drängte sie ständig, vereint zu bleiben und jegliche Meinungsverschiedenheiten oder Spaltungen zu vermeiden. Sein ältester Sohn nach Yugi war Yagatai, aber er hatte eine sanfte und freundliche Natur und war nicht so fähig, ein so großes Reich zu regieren wie der nächste Sohn, namens Oktay. Der Sohn nach Oktay, namens Toli, war Beai seinem Vater, als seine Krankheit schließlich eine unmittelbar alarmierende Form annahm. Diese Verschlechterung trat ein, als der Kaiser mit einem Teil seiner Armee reiste. Er wurde auf einer Trage getragen, weil er alt und schwach war. Sie hielten an und schlugen ein Lager in der Nähe des Waldes auf. Die Ärzte und Astrologen versuchten, ihn mit positiven Vorhersagen aufzuheitern, aber er wusste aufgrund der Schmerzen und anderer Gefühle in sich, dass seine Zeit nahe war. Er befahl dann, dass alle seine Söhne im Lager sowie die Prinzen seiner Familie an sein Bett kommen sollten. Als sie sich versammelt hatten, richtete er sich in seinem Bett auf und hielt eine kurze, aber sehr ernste Rede. Dschingis Khan sagte: »Ich übergebe euch das mächtigste Reich der Welt. Ihr könnt es jedoch nur erhalten, wenn ihr vereint bleibt.
Jegliche internen Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten werden zweifellos zu seinem Verlust führen. Er stellte den anwesenden einflussreichen Führern und Häuptlingen sowie den wichtigsten Mitgliedern seiner Familie eine Frage. Er fragte, ob es fair und vernünftig sei, dass er als derjenige, der das Reich von Anfang an geschaffen und entwickelt hat, die Macht habe, jemanden auszuwählen, der nach seinem Tod übernehmen soll. Alle stimmten dieser Aussage zu. Seine Söhne und die anderen Prinzen seiner Familie knieten nieder und sagten: Du bist unser Anführer und Herrscher, und wir sind deine Gefolgsleute. Wir müssen demütig all deine Befehle befolgen und sie ohne Frage erfüllen. Der Khan verkündete dann allen Anwesenden, dass er seinen Sohn Oktay als seinen Nachfolger ausgewählt habe. Er erklärte Oktay zum Khan der Khane, dem höchsten Titel gemäß der Verfassung. Die gesamte Versammlung kniete erneut nieder und akzeptierte offiziell die Entscheidung des Kaisers. Sie versprachen, Oktay treu und gehorsam zu sein, sobald er die Macht übernommen habe. Der alte Kaiser gab dann seinem zweiten Sohn Jagatai ein großes Land für sein Königreich, aber er musste es unter der Autorität seines Bruders regieren. Er ernannte auch seinen Sohn Toli, der zu dieser Zeit anwesend war, zum Regenten, bis Oktay zurückkehrte. Die Versammlung wurde dann entlassen und kurz darauf starb der große Eroberer. Toli übernahm natürlich sofort die Rolle des Regenten. Unter seiner Führung wurde der Körper seines Vaters mit großer Pracht unter einem alten Baum zur Ruhe gebettet, wo der Khan seine letzten Tage verbracht hatte, bevor er krank wurde. Der Ort war sehr schön. Und schließlich wurde ein atemberaubendes Denkmal über dem Grab errichtet. Später wurden Bäume rund um das Gebiet gepflanzt und weitere Verbesserungen an den Anlagen vorgenommen, wodurch es schließlich zu einer der beeindruckendsten Begräbnisstätten der Welt wurde. Sobald Oktay, den der Kaiser als seinen Nachfolger ausgewählt hatte, nach Hause zurückkehrte, wurde er sofort zum Kaiser erklärt und ließ sich am Hofe seines Vaters nieder. Die Nachricht vom Tod des alten Kaisers verbreitete sich schnell in ganz Asien. Abgesandte aus jeder Provinz, jedem Fürstentum und jedem Königreich des Reiches sowie Vertreter benachbarter Staaten, die freundschaftliche Beziehungen zum neuen Herrscher aufbauen wollten, kamen. Sie brachten Beileidsbekundungen und mitfühlende Botschaften von ihren jeweiligen Anführern mit. Die Anzahl der Länder, aus denen diese Botschafter kamen, war so groß, dass es 6 Monate dauerte, diese traurigen Zeremonien abzuschließen. Das Schicksal des von Dschingis Khan gegründeten riesigen Reiches ähnelte dem anderer Reiche in der Geschichte, die durch die Eroberung verschiedener Nationen durch formidable Militärführer aufgebaut wurden. Die Söhne und Nachfolger, die das Reich erbten, begannen schnell gegeneinander zu kämpfen, was zum Zusammenbruch des riesigen Reiches in kürzerer Zeit führte, als es zum Aufbau benötigt hatte.